Geht ihm da was? Geht ihm da was? Ich weiß es nicht. Geht ihm da was? Hallo? Ich darf mich gern selber hören. Ist immer wieder dieselbe Scheiße. Halt war ich so zuversichtlich, dass ich meinen anderen Monitor, mein Zeichentablet da hinbaue, dann ist mir aufgefallen, ich habe gar kein so langes HDMI-Kabel. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich kann einen Chat lesen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Großer Fortschritt. Jetzt, wenn ich mich noch selber irgendwie hören darf, Moment mal, muss ich mal kurz nachschauen. Alles ganz gemütlich. Ich weiß es nicht. Tatsache. Was ist da schon wieder los? Das darf man nicht. Timmy Boy. Servus, bin auch da. Grüße zu dir daheim. Grüße zu dir daheim. Küsschen aufs Nüsschen. Merci dir. Ja, wer ist denn da alles? Habe die Ehre an! Den Ruff, der Wifen, den Max, den Orkatzel, den Kilian, den Springer, den Lausbauer, Mordel, den Boris, den Mein Mike, den Capricorn, den Neckertschiff, den Fredel, die Jasmin. Berndl, merci für den Resub. Pro-Zuschauer, merci für den 10er. Servus, Lana, 8 Jahre, darf ein bisschen mitschauen. Sie ist ein großer Fan. Arbeitswack. Klemmbausteine. Ja, das ist der jugendfreie Begriff für... Servus, Lorena, 8 Jahre. Schöne Grüße an die Lorena! Sie ist ein großer Fan. Früh übt sich. Premium-Content genießen. So, das scheint hier alles wunderbar zu funktionieren. Sag ich dir, was ist. Das ist jetzt mal ein Rumgepimmel-Level 9000. Das scheiß Setup so umzubauen, dass da eine Kamera steht, da eine Kamera hinkt und da der Tisch einigermaßen sauber ist und überall ein Bräsel. Weil der Kader wieder umeinander geschissen hat da herum. Kruzifix, überall Bräsel und Haar und das ganze Haus ist so voller Haar. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ja, wie man sieht, ich habe schon ein bisschen hergekriegt. Freunde der Sonne, das Allerwichtigste ist halt unfassbar gemütlich. Ja? Das ist Freitagabend, das ist Wochenende, da wird nicht umeinander pimmelt. Breite ist merci für deinen Resub. Knädelwutzler, merci für deinen Resub. Bussi aufs Nussi. Bin halt erst in einer Stunde da, heute um 20. Ja, kein Stress, nicht. Nippel, glotz, nur glitzeln. Heute wird nur glitzelt. Phase 1, hast du Batterien? Sprenge, ich bin vorbereitet. Ah, ich bin vorbereitet. Pass auf. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob sie voll sind. Hat nicht jeder irgendwo so einen Grußschubladen, da wo immer Batterien drin liegen? Die einfach da so drin liegen und man hofft so, ja, die gehen schon noch. Ich kann es ja nicht einmal testen. Ich kann es wirklich nicht einmal testen, das müssen wir drauf ankommen lassen. So, aber es ist. Außerdem haben wir noch gar keinen Anschluss nicht. Also noch nicht verbaut, dass wir so Stecker könnten zum Testen. Ja, wir werden sehen. Der Ograu-Gret! Wie kommt dein Name immer noch? Ich bin jetzt falsch am Lesen. So, aber das scheiß Tablet ist so weit weg, wir sollen das lesen können. Was ist das? Warum der Stream schon über 4000 Like? Was? Warum der Stream schon über 4000 Like? Das ist kein Satz. Knellwussler! Ja, geht nicht, geht. geht nicht. Ja, so ungefähr. Ja, vielleicht findet man das halt aus. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. So, Freunde der Sonne, jetzt gibt es erst einmal wir haben noch nicht mehr das Wichtigste, egal wie ruhig das wir einen Stream gestalten, das ist wichtig. So, moin beieinander. Kruzifix, wenn die Tür offen ist, ich bin halt ganz allein. Ich hab sturmfreie Bude alle. Die Hunde sind weg, die Frau ist weg, die bleibt wahrscheinlich sogar auswärts über Nacht irgendwo. Ich hoffe da, was gesagt hat. Moment mal. Okay. Wird schon passen. So. Wir werden mal ein wenig Nippelglitz zusammenstöpseln. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe schon ein bisschen was hergekriegt. Ich habe zumindest diesmal mal gespart, dass ich in der Schachtel umeinander greife, währenddessen wir streamen. Ich habe die 4er-Tütel und die 5er-Tütel und die 6er-Tütel einmal rausgereiht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Weiß ich noch nicht. Bambi, merci wieder ein 10er. Der reduziert für Road to Carport 80%. Da hast du nur einen 10er und gib mir Ruhe halt. Ja, okay, dann halt mein Maul. Da stimmt etwas nicht. Bei mir zeigt YouTube auch, dass der aktuelle Stream schon über 4000 Likes hat. Das, glaube ich, ist irgendwie broken. Bin mir nicht sicher. Herr Kratzer, haben jetzt wieder einen Euro-Test von der neuen Kreditkarte. Ist natürlich von Vorteil, wenn Leute bei mir im Stream die neuen Kreditkarten testen. Hey, Herr Kratzer, abgesehen davon... Wer ist denn das wieder? Der Mike, 935, 17 Monate. Der Chefe, ist deine Uhr kaputt? Nein, die ist nicht kaputt, was ich mir gedacht habe. Der frühe Vogel stepselt den Klotz. Ah, so sieht's aus, Freunde der Sonne. Da stimmt wieder überhaupt nichts überein. Ich sag das da viel früher, als es da dann bei euch erscheint. Das ist mir jetzt wurscht gewesen. Das ist jetzt der Bambi wieder.
Oder war das schon der Bambi? Nein, die Breite ist. Tages rotes Herz. Oh, rotes Herz. Rotes Herz ist gut. So, Kinder, was wir mir heute deren gemütlich, Blätschmerz, Nippelklitz zusammenstepseln. In aller verfickter Ruhe. Okay? Donation-Verbot ist sowieso, November ist sowieso Donation-Verbot. Ich bin schwerstens am Hustlen am Jahresmerch. Ist ja schon ziemlich weit. Outlines fertig. Das Gesamtmotiv, ich sage mal zu 90% fertig, weil ich da noch 100 Mal eindüdelt. Es ist geflattet. Was das ist, das erkläre ich euch im Video. Und jetzt geht es ans Ausmalen. Da werde ich wahrscheinlich die ganze nächste Woche damit verbringen und dann ist er fertig. Dann gibt es noch ein Video dazu. Da werde ich auch noch mehr eine Woche brauchen. Und dann kommt er. Hoffentlich Anfang Dezember. Alter, was tust du da? Simata, was tust du da? Weiß ich nicht. Das ist auf einmal Geld. Da kennen sich die Leute wieder nicht aus. So hoppala, wie? Wie ist denn nicht mehr Simi? Was ist mit dir? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das ist mir aber auch scheißegal. Sag ich dir, was ist? Ich bin ein wenig miert. Es kann passieren, dass ich miert werde. Jetzt gerade geht's wieder einigermaßen, aber kann passieren, aber ich denke, weißt du was, fangen wir lieber früher an. Bevor wir los was sei. Los ich sei. Bürger oder krank? Ja, schauen wir halt beide Streams so. Das, Mr. Starbully, das ist die einzig richtige Lösung. Hackelt bloß bei mir der Stream. Was hackelt? Ist schon wieder was kaputt oder was? Also ich sag, da kann ich ausgelassenen Frames und nix. Leute, Schluss jetzt. Bambi. Happy Boys. Hoffe, ihr seid standhafter wie ich. Happy Triple N-Boy. Ich weiß nicht, was du damit sagen möchtest. Rot to Carport 80%, du host nur an 10er und gib Arua. Ja, die Donation habe ich doch schon von einer Dreiviertelstunde gelesen gefühlt. Was? Ist YouTube halt kaputt? Was ist kaputt? Was ist da kaputt? Benzi, habe ich dir. Das ist No Nüsschen November, richtig. No Nüsschen, no, ach, jetzt No Nut November. Wer sich da drüber holt, der ist halt einfach selber schuld. Hat eben kurz gebuffert, kennt aber ich gewesen sein können. Herr Volk, das ist auch kein deutscher Satz. Leute, wir müssen wieder an unserem Satzbau arbeiten. Leute, so nicht. So, was weiß ich, jetzt spart einmal dein scheiß Gelaber, du behinderter Fettsack, sonst kommst du wieder nicht vom Pfleg. Wir fangen mal jetzt an. Anleitung vorbereitet, Sackel vorbereitet, das ist generell vorbereitet und da haben wir ein Eselsöhrchen gemacht, wo wir jetzt bestehen sind. Irgendwo bei 105, 103, irgend sowas, keine Ahnung. Schauen wir mal. Kamera ist heute auch ein bisschen weg. Ihr müsst mir sagen, ist das Battle okay? Es kann passieren. Ist mir vorher, glaube ich habe es nicht gescheit gesehen. Im Augenwinkel, glaube ich, habe ich ab und zu mal die andere Kamera, die da drüber hängt, flackern sehen. So, wie immer müssen wir wieder natürlich umschalten. Moment, mir hier quälen, dann machen wir mir so, zack, das Böhnchen, jetzt bin ich da unten, hallo, grüß Gott beieinander. Und dann haben wir den großen Chat, verwandelt man in den kleinen Chat. Babychat. Hashtag Babychat. Bambi, merci dir. Happy November, jetzt habe ich es verstanden. So, YouTube leckt heute voll. Bei mir auch. In der rechten liegt die Kraft, das ist richtig. Das ist kein Ansatz an, das ist bei der Wiedergabe ist ein Problem aufgetreten zum Wiederholen tippen. Jetzt wird es interessant. Sehe ich jetzt mein eigener Chat nicht mehr? Sehe ich das richtig? Ja? Tolle Wurst. Ganz, ganz große Nummer, YouTube. Das ist eine große Nummer. Jetzt sehe ich meinen Chat einfach nicht mehr. Super. Wir kommen da einen Chat auf. Man muss jetzt da wieder jedes Mal rumwichsen, wenn da irgendeine Scheiße ist. Leck mir da am Arsch, wie war denn das? Hä? Über das. Machen wir mal das auf. Das geht an. Okay, seid ihr noch da? Bei mir liegt's auch. Bei mir scheint aber alles ganz normal zum Laufen. Dann muss aber YouTube spacken, das ist nicht bei mir. Grüß die Bürger, grüß euch alle miteinander. Ja, YouTube lädt halt öfter. YouTube kaputt, toll YouTube. Ja, tolle Wurst YouTube. Herzlichen Glückwunsch. Also bei mir ist kein Ausfall. Verbindung stabil grün. Sind wir seit 8 Minuten 50 sind wir da. Ausgelassene Frames 0. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Das tut mir natürlich leid, aber was soll ich machen? Wenn sie ist, dreht mit Qualität auf Full HD aber und nicht auf 1440 Pixel. Das ist das Kleine, wer es nicht weiß, keine Ahnung. Ich stelle mir bevor mein Mom schaut zu. Rechts unten im Videoplayer. Da ist ja nicht bloß der Play- und Pause-Button, der ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist ein kleines Zahnrad. Oder beziehungsweise ein kleines viereckiges Kastel, wo HD oder Qualität oder irgend sowas drinsteht. Da drückst du drauf, dann kommt eine Listen mit Zahlen und die oberste Zahl ist 1440p, das ist die höchste Qualität, die geht, das bezeichnet die Auflösung. Und da tust du auf 1080p, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Weil vielleicht hat YouTube wirklich gerade ein wenig einen Stress. Weiß nicht, Digi, weiß nicht. 1080p ist bei mir immer automatisch. Ja, aber ich glaube, man kann das glaube ich, auch permanent für einen festlegen. Also ich nehme immer automatisch die höchste Quali, weil die Internetleitung bei mir in der Regel ausreicht. Aber gut, so. Jetzt wäre es noch ganz toll, wenn ich da meinen Chat wieder herkriege. YouTube, kann man das irgendwie bewerkstelligen. Das war eine richtig geschmeidige Sache. Jetzt passen wir hoch. Wie kann man das machen? Also gehen wir mal wieder zurück. Was ist denn?
Gehen wir da rein? Ja. Darf ich bitte meinen Chat lesen? Darf ich bitte schön meinen Chat lesen? Was haben wir jetzt da mit denen? Jetzt machen wir das da, machen wir jetzt einmal aus. Machen wir so. Wunderbar. So, darf ich. Ja, da ist der Chat! So ist er, brav. Ich auf 1040 und alles bestens. Gut, passt. Dann lassen wir es also dahin wurzeln. So, Schluss jetzt mit Donations. Fettsack, fang jetzt an, ohne zum umeinander labern. Ich glaube, da haben wir nicht Stiebeln. Ich hoffe, ihr könnt es diesmal einigermaßen sehen. Ich muss es ein bisschen gerade halten, sonst spiegelt es so krass. Aber wenn ich da kein Licht nicht hinstelle, dann seht ihr gar nichts. So, da, ja, an das erinnert ihr mich. Ja, genau, da sind wir. Ihr kennt ihr das? Ja, ist das alles groß genug? Ich hoffe, wenn nicht, dann leckt es am Arsch. Das ist, was es ist. So. Wir brauchen die Viererbackel. Wir brauchen da haben Elektroteile drin. So kleine LEDs und Lichterl und Kabel und Scheiß und Klump. Das haben wir vom letzten Mal noch gesehen. Und so wie mir das ausschaut, bastelt man mir jetzt da so den ersten Stock und irgendwas zum Aufklappen. Da die Song. Fangen wir an, Kinder. Erstmal, aber das Gute über die Lego ASMR. Chizzing the pants. Wird nicht langweilig. So. Große Teile. Mittlere Teile. Ich hoffe, dass das alle 4 Tütel sind, nicht, dass wir uns wieder behindert suchen. Und die 2 kleinen, die wir weg, die packen wir erst aus, wenn wir es brauchen. Und die kleinen Teile, Achtung. Oh Gott. Ja, haben wir schon wieder 3/4 verschmissen. Ja, da schön ausbraten, damit wir einfach hingelangen können. Damit wir mir da heute ein paar Meter machen. Ich sehe da schon wieder 5000 Teile umeinander liegen. Schaffen wir wieder nichts. Du, da schaffen wir wieder nichts. Aber jetzt können wir alle einmal ein wenig runter. Machen wir mal so. Jetzt ein bisschen da so um. Ja. Seht ihr da? Seht ihr so viel? Jetzt, wo ich gerade hingeschaut habe, hat kurz die Kamera geflackert. Das ist, was ich vorher sagen wollte damit. Das ist, weiß ich nicht, was es ist. Das weiß ich nicht, an was das liegt. Ich habe ganz gravierende Probleme mit meinen USB-Anschlüssen. Ich habe so viel USB-Scheiße angesteckt, dass nichts richtig funktioniert. Aber gut. So, laber nicht lang. Wir haben bei Schritt 117. Bitte, danke. Wir brauchen zweimal. Schaut mir an wie ein Drilling. Ein 1 auf 3, aber mit 2 Nippel. Nippel? Wo? Klang ich schon wieder. Sehe ich auf den ersten Blick nicht. Klang ich schon wieder. Gut, dann sammeln wir zuerst die anderen Sachen ein. Nehmen wir 3-mal das da mit Loch. Kennt ihr die Standard eigentlich? Ja, tatsächlich. Es ist ja viel angenehmer, also hier viel mehr Platz, wie es normal da zum Umeinander bauen. Das ist viel besser. Wieso habe ich die nicht schon viel früher da aufgehängt? Bier, du Trottel. Das ist Wahnsinn. Jetzt muss ich mir genau schauen, was. Ja, das sollen 2 Nippel sein. Den Star gibt's nicht. Hochgradig sexuell. Gut, Tante. Wenigstens wird sie irgendwas gemerkt. So, dann haben wir einmal einen 2 auf 2er mit Nippel. Dann sehen gibt's auch nicht. Habe ich wieder eine Tüten, muss ich jetzt wirklich nochmal in der scheiß Tüten umeinander kriegen, dann scheiße ich eine Ratte. Ist schon wieder zum Scheiße schmeißen. Kruzifix. Naja. Tag hat heute schon generell nicht so geil angefangen, muss ich sagen. Ja, stopp, hab schon gefunden, die haben dunkelbraun. Halt das, dunkelbraun, 4er. Ja, dann müssen doch die anderen aber auch drin sein. Dunkelbraune. Da! Mein Kruzifixbier, wieso wir blind bist, bist du vollkommen behindert. Ich schaue die ganze Zeit die hellbraunen Teufel an, dabei muss ich die dunkelbraunen Teufel anschauen. So, 2x4. Blub, Schrimps, links, was? Ziehen wir den Teufel da 4er. Die haben wir perspektivisch aber so hinrichten, dass wir uns auskennen. So wie der Habis ist. Seht ihr da schon? Ihr seht, ihr habt so ein riesengroßes Blickfeld. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt pass auf, da müssen wir jetzt, wir haben da schon wieder mit Geld gespielt. Stefan, mir ist wieder eure YouTube spackt heute ordentlich. Für viele bist du früh dran. Es ist spät für einen Freitag oder so. Für manche bin ich zu früh, für manche bin ich zu spät. Ja, it is what it is. Jetzt pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich müssen wir aufzählen. Wo haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aufgezählt und dann da ohne pimmelt. So schaut's aus. Oder machen wir es zuerst so. Da haben wir zuerst die runden Teifen. Das macht doch schon wieder überhaupt gar keinen Sinn.
Doch, das macht schon Sinn. Das macht keinen Sinn, was ich da habe. Biergerschau halt wieder gescheit. Er baut schon wieder nur Scheiße. Er baut schon wieder nur Scheißdreck zusammen, der Trottel. Die Frage ist, für was, dass wir. Das brauchen wir noch gar nicht, da brauchen wir bloß 2 und nicht. Oh Gott, das wird halt nichts. So, jetzt stöpselt den Scheißdreck zusammen. Stöpselt man das da her. So geht's Bierger. Und nicht anders. Und genau gegenüber. Da das runde Ding rein. Da ohne. So hat das Hand hinten und Füße. So hat die so hinten und Füße. Weißt du, wie es ist? So, dann brauchen wir einmal einen hellbraunen Vierer. Den haben wir da, beziehungsweise der war schon da gelegen. Oh, und dann brauchen wir Elektropaket Nummer 2. Das düdelt man jetzt einfach auf. Die Frage ist, wieso kann ich das einmal so aufmachen und einmal komplett aufreißen? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Hast du was drin? Nein. Wart mit dem Schund. Da haben wir da ein kleines Kabel. Und offensichtlich so eine Anschlussplatine. Und jetzt ist die Frage, was zur Hölle ist da los? Ah, okay. Jetzt gehört da ist unten ein kleiner Aufkleber dran. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind so ganz kleine Buchsen dort. Und unten drunter ist ein kleiner Aufkleber. Den werden wir jetzt da mal runterpfriemeln. Herzlichen Glückwunsch, ohne Fingernägel. Doch, einen Fingernagel habe ich noch. Und dann wurstelt man das da. Wie kommt das zentral drauf? Ja. So. Dann haben wir den da so aufgezipft. Und dann kommt der, ja, komplizierter mit deine, kann man es wieder nicht mehr bauen, oder was ist da wieder los? Machen wir so. Und das entnudeln. That's what she said. Haben wir 1 Kabel. Okay, das gehört in das dritte von links. Also kleiner hätten wir es nicht mehr zusammenwuseln können. Das, wenn du da mit falsch anschaust, das hin. Okay, ist drin. Und dann müssen wir einen auf, so, und 1, 2, 3, 4, 5, 6 freilassen. Dann müssen wir da her. So. Anschlussplatine erfolgreich eingesetzt. Und dann wird das Ding irgendwie da so zwischen die Nippel eingeschissen. Was bauen wir denn überhaupt? Eine Piratenbar. Ob du es glaubst oder nicht. Ja gut, jetzt brauchen wir aber wahrscheinlich die anderen Teile, um das Kabel da wieder unter den Nippelklötzen zu fixieren. Das bedeutet nochmal zwei so dunkelbraune Hamming. Habe ich nicht vorher noch so einen dunkelbraunen Hamming gehabt? Da waren noch mehrere dunkelbraune Hamming. Ich habe da vorher schon einen in der Reißen gehabt. Da ist der andere nicht, da liegt wieder ein einzelnes Standel drauf, ist ja klar. Du, das ist ja klar, alles andere nicht, hat überhaupt keinen Sinn nicht machen. Und dann braucht man nur so ein rundes. Rund wo? Da, rund. Machen wir so. Aber nicht viel Progress heute, Birger. Das ist nicht so viel Progress, ne? So, und jetzt wird das da anscheinend so infixiert. Das haben wir letztes Mal da. Ich erinnere mich, der letzte Nippelbau. Nippelstream. Nippel. Okay, das müssen wir schon mal. Ja. Gut aus. Und das schaut ja gut. So, und jetzt haben wir da das Kabel rausstehen, wo das dann am Schluss hinkommt. Das verrät uns die Anleitung noch nicht. Licht weiter nach hinten, Buch zu hell, Haus zu dunkel. Ja, aber meinst du, dass dann das Haus heller wird, wenn das Licht nach hinten tue? Das liegt dann nicht. Warte, ich demonstriere. Ein besser. Ein besser. Das ist ein Scheißdreck. So. It is what it is. Das ist einfach die Spiegel. Das ist jetzt so krass. Warum spiegelt denn das? Das ist einfach dumm. Nicht da, was unterliegt. Macht's auch nicht recht viel besser. Werden nicht helfen, Kinder. Was soll ich machen? Hey, da haben wir Pinzetten. Für was brauchen wir jetzt so Pinzetten?
Um Gottes Willen, was müsste man jetzt tun? Ihr seht's da gar nicht gescheit hin. Was zur Hölle müsste man jetzt tun? Jetzt müssen wir das da irgendwo umeinander pimmeln. Bist du vollkommen besoffen oder was ist denn mit dir? Jetzt brauchen wir da einen Sex. Oh Gott, jetzt kommt die Pfriemelarbeit. Ich bin jetzt zu faul. Sag ich dir, was ist? Ich bin jetzt zu faul, dass ich die Dinger rausgepfriemelt, die Pinzetten. Das pimmelt man da einfach irgendwie durch. Das hätte man vorher auch machen können. Mr. Anleitungs-Sepp. Das sagt der was ist. Brauchen wir da den Sechser, das Ding zum Abmessen. Ja gut, das kriegen wir schon hin. Wo gehört das durch? Das gehört da durch, okay. So, Phase 1 ist auf alle Fälle befestigt. Das seht ihr jetzt da nicht gescheit. Dann müssten wir da rein. Ah, und ich mit meinen Gichtwurstfingern, wie sollten die das jetzt bewerkstelligen? Kannst du mir das erklären? Ob du mir das erklären kannst? So, warte mal, haben wir mich schon richtig rum. Haben wir mich richtig rum? Ja, tatsächlich haben wir mich richtig rum. Die Frage ist nun, wo schirmen wir das durch? Unter der Lorta oder was? Da drin wird man auch, da wird auch irgendeine Laterne gezeigt, die da überhaupt nicht drin ist. Ach, das ist von der anderen Seite unten. Ja, Freunde der Sonne, wie soll man das machen? Bis jetzt ist bloß noch gestört. Was? Ah, das steckt mir jetzt da einfach irgendwo rein, das wird schon passen, keine Ahnung. Also warte mal, da muss ich anders. Muss ich etwas anders die Hand anlegen. Ich will da nicht hin. Falls mir jetzt runterfällt, ist der Stream übrigens beendet. Sind wir drin? Nein, wir sind nicht drin. Müssen wir weiter hinten. Wir müssen weiter hinten rein. That's what she said. Achtung, das machen wir. No? Ah, das schaut schon aus. Ah. Ja, nicht ganz. Jetzt sind wir beieinander. Jetzt pass auf. Jetzt werde ich doch die Pinzetten brauchen. Ich sag das, wie es ist, weil ich da nicht reinkomme. Aber ich habe eine andere. Ha! So sieht's aus. Freunde der Sonne. No? Gehst her? Hat's dich schon, Mistgrippe? Steht er schon außer der Hame? Haben wir's schon? Bauschritt 120 abgeschlossen. Kruzifix dieser spitze Pinzetten. Nicht zu Hause nachmachen. Der René wüsste es bestimmt, das stimmt. Der René ist aber leider nicht da. Ich fürchte, der René, der hat sich aus dem Staub gemacht. Sag ich dir, wie es ist. So, wir müssen jetzt da mittlerweile 3 Kabel aushängen haben. Ja, 2 weiße und ein schwarz. Und genau so sieht's auch aus. Ich bin gespannt, kommt da dann der schwarze Block ein, oder was? Wir werden sehen. Kinder, wir werden sehen. So, jetzt ist die Frage, ist das orange? 2x8. Ja, das ist tatsächlich orange. Und dann brauchen wir das Ding und das Ding. So schaut's aus. Das da bringt überhaupt nichts da. Wir müssen mal so machen. Sehr vollbehindert. Jetzt probieren wir mal ganz was anderes mit dem Licht. Das nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. Bei mir spiegelt da überhaupt nichts. Behinderung. Der Weltenbesser, oder? Oder? Der Weltenbesser. Also du mir gar nichts verzeihen. Mal ein bisschen weiter oben. Nehmen wir ein bisschen weiter daher. Dann nehmen wir die Dinge und pimmeln wir es zusammen dahinter. Mit ein bisschen umdecken Dinge. Wenn wir es nicht falsch aufpimmeln. Ja. Ja. Haben wir schon. Und das steht ein wenig über da, oder was? Denke ich, das ist richtig, ja. Steht immer ein wenig über. Besser. Gut, jetzt habe ich zwar 580 Lichter da stehen.
Und mir blendet es ein bisschen Flakscheinwerfermäßig mein Augenlicht aus der Fresse, aber gut. Aber gut. 122. Gehen wir das ein bisschen weiter da. Warte mal. Das ist ja generell ein bisschen schwierig, dass ihr die Anleitung da sauber seht, aber gut. So, wir brauchen einmal 10 dunkelbraun. Das wird wahrscheinlich der da sein. Das da greifen wir wieder ein bisschen auseinander. Ein bisschen. Wir sammeln unsere Teile hier. Dann haben wir einmal 10 flach. Einmal 10 flach. Dann so komische runde, abgerundete Dinge. Jawohl. Dann so abgerundete Dinge einfach. Dann haben wir dunkelbraun 2 Ring. Und das die Dinger da. Ja, die haben Nippel mit Löchern auf beiden Seiten. Und dann haben wir noch ein 2 auf 1 mit einem Düdler oben drauf. Jawohl. Und da dieser zipfelt man gar nicht lang umeinander. Halt, stopp, haben das schon 4 Ling? Ja. Dann haben wir ein. Nein, Pombeer heute nicht. Heute nicht! Seri aus Straubing. Ja, IWOAS. Halt nett. Kaff da A-Kisten Karmeliten Smiley mit Sonnenbrille. Ja, okay. Was predictable, I guess. Merci dir, schöne Grüße nach Straubing. Schnauze halten jetzt. Pombeer, merci dir. Der Matthias ist ein nice Mitglied. Was da los? Schon wieder ein Mitglied. Freitag offensichtlich. Welcome to the Squad, oder? Merci dir, Dankeschön an alle. Leider, es ist no Nüsschen November, hat der Sprengi gesagt. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. So, wir haben da irgendein muss ich ein bisschen weiter da hergehen und dann legt es ein bisschen. Ja, verplatzieren, ja, damit das alles halt, das alles ein wenig Hand und Fuß. Haben wir das Ding und jetzt brauchen wir dasselbe Scheiße dann nochmal, oder was? So, einmal 10, dann 2 mal 6, dann haben wir 2 Platten. Irgendwo müssen da 3 auf 3 Platten sein. Sagt irgendjemand 3 auf 3 Platten? Ich sag kein. Wo sollten die wieder herkommen? Oh, da ist. Schreit nicht. Wie viel brauchen wir da? 2? Ich sehe ja schon wieder bloß eine. Wieso sägen ich da schon wieder bloß eine? Kruzifix. Grüße von der Couch. Backseat Nippelklötzen. Kerstin, so ist recht. Das lasse ich mir eingehen. Backseat Nippelklötzen ist in Ordnung. Da wieder ein bisschen auseinander pfriemeln. Ein dunkelbrauner 1er brauche ich. Dunkelbrauner 1er. Dann haben wir da. Und einen hellbraunen. Und ein 3 auf 3 Blatt. Ihr müsst auch ein wenig schauen. Kruzifix da rechts sagt sie wieder nichts. Gell? Muss ich da wieder ein bisschen umgruschen. Ihr müsst mir schon beim Suchen helfen. Doch, da ist. Und schreit nicht. Kruzifix nochmal. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Zack. Der Tobi grüßt alle Anwesenden. Da grüße ich zurück. Servus, grüß Gott. Zack. 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 So, die Einser, die müssen wir noch ein wenig anständig hier richten. Jawohl. Und jetzt ist die Frage, das wird ja auch schon gleich direkt platziert. Das drum. Und dann wird das. Na, das mag jetzt aber nicht so ganz, wie ich das mag. Jetzt mag's. So, und dann wird das. Da so, nein, das wird nach außen, wird's gezimmert. Ernst jetzt? Oh Moment, da stimmt was nicht ganz. Ist dieser 2x6er da? Das ist ja gar kein 2x6er, bist du behindert, Bürger? Das ist ein 2x8er. Da bist du ein Trottel, bist du. Das ist ein totaler Krampf, was du jetzt wieder da hast. Ein totaler Krampf, bist du total ahnungsloser. 2x6 wo? 2x6 wo? Ja, gar kein 2x6er, den da brauche ich. Liegt wahrscheinlich wieder ein einzelnes Stornl drauf und ich sehe es nicht. So wie es da ist. Da ist der 2x6er. Und schreit wieder nicht. Und schreit wieder nicht. Und
müssen wir das da so unten drauf zipfen. Da aber aufgezipft. Was das wieder für eine komische Konstruktion ist, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt mal wieder erstaunlich, wie gut das am Schluss auf einmal Sinn ergibt. Weil jetzt passt das nämlich genau da so rein. Und ergibt, was das am Schluss ergibt, das wissen wir nicht. Aber wir haben jetzt bei diesem Bauschritt da. Der René! Hast gerufen? Bin da, wer noch? Ich brauche einen Backseat-Nippelkrätzler. So schaut's aus. Was müssen wir jetzt wieder für ein selten deppertes Ding da zusammenschustern? Brauchen wir einen langen Einser durchgehend. Habe ich auch noch keinen gesehen. Sag ich dir, was ist? Alles dunkelbraun. Den brauchen wir. Hoppala. Den brauchen wir. Dann irgendeinen komischen Stor, den ich nicht beschreiben kann, der geht ums Eck, hat 3 Nippel. Und dann brauchen wir noch einen, den kann ich noch weniger beschreiben, der ist noch kleiner. Und dann brauchen wir noch einen See. Was ist denn das wieder für ein komisches, was sind das wieder für komische Storndl? Wir geben denen jetzt einfach alle Namen, nämlich Olaf. So, dann brauchen wir einen Olaf. Und einen Manfred. Dann haben wir eigentlich alles da. Was ist da wieder los? Matthias! Das waren noch Zeiten mit der Franziska. Du, Franziska ist so, das ist so lang her. 2018 möchte sie einen Witz zurück. Und dafür sogar Geld zahlen. Da, jetzt kriegen wir wirklich ein Problem, weil den einen Stor, den finde ich. Ich tue mich so hart heute. Sag mal, was ist denn los heute? Sag mal, da ist er, mittendrin und schreit nicht. Jetzt müssen wir da irgendeinen Schund zusammenklepfen. Jetzt warte mal. Mit diesen hier. Ja, das macht Sinn. Wer immer das wieder war? Da warten sie. Wir werden da Donations immer später. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Bruder, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Merci, Kinder. Stop the donation. This is no good. Was habe ich jetzt wieder verkackt? War ich nicht. Ein brauner, dunkelbrauner Einser brauchen wir noch, den brauchen wir zweimal. Da geht einmal da rauf. Dunkelbrauner Einser und einmal drunter. Hoppala. Haben wir schon wieder kaputt gemacht. Und dann gehört das Ding mit dem. Was ist denn das wieder für eine komische Tschernobyl-Konstruktion, Alter? Macht mir überhaupt gar keinen Sinn. Wo kommt denn da der zweite. Wo kommt denn da der zweite Nippel nach außen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kinder, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt macht es einen Sinn. Moment. Ich arbeite dran. Jetzt. Wer klebt denn denn sich einen Scheiß zusammen? Sag mal. Sag mal! Jetzt muss ich das Ding einmal umdrehen, weil sonst kenne ich mich keinen Stecker nicht aus. So. So. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Warte. Soll das da genau drauf gehen? Das kannst du mal völlig knicken. Müssen wir das aber da? Das haben wir wieder, glaube ich, aus Gaudi platziert. Das glaube ich kann nicht sein. Das glaube ich kann nicht sein. Haben wir jetzt einen Scheiße gemacht? Ja, müssen wir nochmal zurückbleiben. Ja, ist schön, da ist natürlich da herum das Ding abgeschnitten, damit ich auch nichts sehe. Ne? Da ist ordentlich, das ist der da. Und dann soll das. Na, das gefällt mir nicht. Na, so nicht. Na, Kinder, so nicht. Ja, es passt halt einfach nicht. Also, da können wir mir jetzt sagen, was wir wollen, das passt halt einfach so nicht. Habe ich irgendwo dazwischen ein Glitzel vergessen, oder der muss das da nicht aufstecken. Das werde ich euch nicht sagen können. Das Ding da. Da ist da unten ein Klotz frei. Macht keinen Sinn. Und dass ich da jetzt einfach einen dazwischen stecke, ehrlich gesagt auch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir merken uns einmal Bauschritt 124. Und dann ist die Frage, ob da noch was dazwischen irgendwann reinkommt oder nicht. Jetzt werden wir aber erst einmal eine Fensterwand bauen, so wie ich das da sehe. Und dann schaut es mich schon so, als Daten da. Ich weiß jetzt auch nicht.
Ja, das steckt schon da oben, da sieht man es nochmal. Da diese Technik, die Technikstange kommt da raus. Macht jetzt nicht so unfasslich viel Sinn. Habe ich irgendwo. Habe aber nichts vergessen. Jetzt schaue ich das Ding zum allerletzten Mal an und dann steckt man es einfach so auf, weil es nicht hilft. Weil es ihnen nicht hilfen tut. Pass auf. 2 Runden. Das Doppelding, den langen, dann das Teil ums Eck, dann ein einzelner, das Teil ums Eck, ein einzelner. Und drüber und drunter ein einzelner und das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Ja? Das ist um einen Sturz niedrig. Passt jetzt nicht. Dr. Panda! Merci dir, Bussi Nussi. In einer, wenn ich da jetzt außer da tat, dann da er und aufstehen. Naja, gut. Lassen wir es einmal. Das begutachten wir später. Und zur Not stipselt man einen dazwischen, damit das aufliegt. Aber dann möchte ich erst schauen, wie es weitergeht. So, Bauschritt 125, 26, 27. Rudi, schau los. Dr. Panda, merci dir. Kommt mir länger vor. Was kommt mir länger vor? Ob er jetzt wieder in sein Zimmer raucht, wo sturmfreie Bude? Nein. Da kommt mir die Kotze rauf, du. Da kommt mir das Kötzchen rauf. So, 2x4er Brick. Dann einen mit Schlaufe, geöffneter Ring. Und dann einen mit Schlaufe, geschlossener Ring. Gibt's sowas überhaupt? Mein Gott, jetzt ist der Chat wieder weg. Komm, leck mich da am Arsch, du behindertes, scheiß behinderten Ding. Fuck off. Kann ich heute mal ein paar Sekunden nichts lesen. Hilft eh nicht. Ich bin auf der Suche nach den richtigen Nippeln. Das sind zweimal dieselben. Da muss es noch einen anderen Stor geben, da wo auch so ein Ring dran ist. Das sind nicht die richtigen. Haben wir schon wieder so weit, dass ich da einen so einen depperten Stor nicht sehe, weil er genauso ausschaut wie 500 andere. Ne? Oder habe ich ihn wahrscheinlich schon wieder runtergeschmissen oder was weiß ich, was ich drin habe. Da ist er. Und dann haben wir noch einen flachen Zweiring. Jawohl. So. Übereinander. Die zwei Teifeln. Kann man die einfach. Ah ja, die kann man einfach zusammenstecken. Das wären die Scharnier. Scharnier! Scharnier! Hellbraun. Einmal 10. Dann haben wir wieder zwei so komische Kurvendinger. Zwei Kurvendinger. Machen wir. Klebfit mal gleich so zusammen. Zusammenklebfen ist so ein schönes Wort. Kannst du sagen, was du möchtest. Und unser Abgrund, die brauchen wir auch. Warum sie das da auf dem Kopf stehen, das weiß jetzt kein Mensch. Das werden wir zwar wahrscheinlich gleich wieder herausfinden. Schmerzlich. Aber scheiße. Wunderbar. So, darf ich jetzt mein Ding wieder anschauen? Mein Chat, das war super. Wie schauen wir aus, YouTube? Weil ich kann meinen eigenen Stream nicht anschauen. Jetzt ist der Chat wieder da. Schön. Hallo warm! Einen schönen guten Abend und der Herr Rainer Rippchen. Gruß aus Berlin. Gruß aus Niederbayern. Ich hoffe, du verstehst wenigstens ein Wort, was ich da labert. So. Bam. Bam. Brauchen wir wieder dieselben mit Löch. Einmal 2 mit Löchern drin. Keine Ahnung, wie haben wir ihn vorher genannt? Egon oder irgend so ein Scheiß. Keine Ahnung, wie der. Es geht schon wieder super gut und ist fast überhaupt nicht friemelig. Das ist angenehm. Okay. Lograt schreibt Snür. Was ist mit Snür? Nennen wir das Ding einfach Snür, oder wie? Oder was? Ruhig heute bei dir, super Musi heute zum Relaxen. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser Nippelklötze-Streams. Mal andere Streams zu machen, als nur rumzubrüllen wie ein gottverdammter Irrer. Verstehen Sie?
Verstehen Sie? So, haben wir schon zusammengeklebt. So, wir haben ein Scharnier gebaut. Wunderschön. Es ist zauberhaft. Ich möchte mich darin einwickeln. So, dann brauchen wir dunkelbraun. Kennst du dunkelbraun? Ich kenne dunkelbraun. Ja, und das geht jetzt einfach da so drüber. Sehe ich das richtig? Ja, dann brauchen wir einen mittelbraunen 2×2 mit Nippeln. Bitte mit Nippel. Aber bitte mit Nippel. Da ist er. Um das wahrscheinlich ein bisschen zu stabilisieren. Jawohl. Jetzt sind wir bei 129, 130. Jetzt kommen wir wieder ganz seltsame Krampf. Brauchen wir den. Dann brauchen wir den. Dann haben wir irgendwo so einen komischen Ah ja, da ist so eine Einkerbung drin, jawohl. Und 4-mal haben die einen Rand oder nicht? Nee. Das haben wir letztes Mal schon gehabt, diese. Die Steine haben da so eine Rille drin. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die alle so eine Rille drin haben. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich haben die schon eine Rille drin, aber im Plan sind die nicht eingezeichnet. Aber das ist mir jetzt auch herzlich wurscht. Das werden wir dann schon herausfinden. Ja, da geht der lange rein. Der lange gleiche. So ist richtig. Geht die Einkerbung da so hin. Dann brauchen wir nochmal. Ich verstehe, it's butterfull. Was? Wer ist butterfull? Ja, ich glaube, ich habe ja meinen eigenen Stream da mehr oder weniger laufen mit dem Live-Chat, weil ich anders nicht schauen kann. Mein Rechner steht da und ich mag nicht die ganze Zeit hin und her schauen. Ich schaue da im Prinzip mir selber zu auf dem Tablet. Und da buffert es schon auch die ganze Zeit mit und auf einmal ist dann der Chat weg. Und ich weiß nicht, wie man am Tablet einen scheiß Chat wieder aufmacht. So, wir brauchen ein Fenster. Fenstersteck. Jawohl. Das Ding und das Ding. Dann brauchen wir einen 4er 1x4. Das wäre beide daher. 1x4 flach. Dann haben wir natürlich Fensterläden. 4 Stück. Und ein hellbrauer 2×2. Okay, so, jetzt bin ich gespannt, wie die Dinger da reingingen. Falsch rum. Oh, wunderbar. Wunderbar gingen die rein. Schau dir das an. Gefühlt haben diese Fensterdinger ein bisschen weicher als der Rest von diesen Geschichten. Okay, haben wir. Muss man das Ganze zweimal bauen, sage ich das richtig? Ich denke schon. Bauen wir es gleich. 100%ig müssen wir es zweimal bauen. Das schmecke bis daher. Du, das schmecke ich bis daher. Tun Sie sich mal nicht hinunter, ich kann es schmecken. So, und dann geht. Ah, okay, damit ist so. Hä? Fuck off. Falsch rum. Falsch rum. So wird das nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da muss unten natürlich ein Loch rein, damit wir mir das da drin so platzieren können. Und dann ist da so eine kleine. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Nippel, einen halben Nippelklotz-Gap drin. Ist ihr wahrscheinlich nicht gescheit sehen werdet, aber das ist mir Saki. Also ja, beim zweiten Fenster haben wir es richtig gemacht. Da noch der Zweier durch. Und dann haben wir wieder tolle Fenster. Ui! Ui, Fenster! So! Weiter im Programm. So schaut's aus. Meter machen. Was anderes haben wir nicht gekommen heute. Dann muss der Teufel da ohne, dann haben wir so einen komischen Schrägen. Komische. Ich frage mich, in welchem Moment ist man auf die Idee gekommen, sich einen Sturz zu machen. Wann brauche ich den? Mit so einer komischen Abschrägung, nein, das macht keinen Sinn. Nein, sag ich nicht, das macht keinen Sinn. Und jetzt wird dann wahrscheinlich oben da nochmal so ein Scharnier aufgekommen, da kannst du mal Gift drauf nehmen. Schmeckt ich bis daher. Oh, wir haben noch was vergessen. Birger, machen wir nicht schon wieder so schnell. Vergisst du die Hälften. Ja, noch 1x2 auf. 1x2. Dann haben wir noch irgendwann. Ist der jetzt weiß oder beige? Ich glaube, er ist weiß. Okay. Welchen gottverdammten Sinn das macht, weiß kein Mensch. Nein, das weiß kein Mensch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lasset sie uns überraschen.
Brauchen wir den noch, denselben nochmal in weiß, dann nochmal so ein Scharnierding. Da ist nochmal so ein Scharnierding. Haben wir schneller gefunden wie vorher, das ist wunderbar. Wunderbar. Extra Freitagsstream. Hey, ein Bierger vor 20 Uhr. Hey, Philipp, der Florian, das ist absolut richtig. Ich hab mir gedacht, weißt du was, leg mir am Arsch, wir fangen heute früher an. Warum? Einfach, weil wir es kennen. Einfach, weil wir es kennen, Kinder. So schaut's aus. So, das kehrt jetzt also zusammen. Und dann kehrt. In welche Richtung kehrt denn das Scharnier? Nach vorn, wo das andere näher steht. Ja, jetzt macht das einen schönen, stabilen Eindruck schon. Macht nichts mehr umeinander. Wunderbar. Wunderbar. Zwei Ringe kehrt da vorne noch. Und dann müssen wir da Dach aufmachen. Also, ja, das Fenster ist natürlich schon ein bisschen wackelig. Da ist noch keine Verstärkung dran. Warum da mittendrin auf einmal ein weißer kommt anstatt der beige, das wissen wir auch nicht so genau. Und dann kommen da wieder beige. So. Ja, damit wahrscheinlich ein bisschen Farbvariation und Detailreichtum in das Modell einkehrt. So, 1x4. Haben wir wieder so ganz komische Glätze da, wo ich gar nicht weiß, wie man die benennen soll. Die nennen wir jetzt einfach Egon Manfred. 1x2 und nochmal so einen, wo nur einer in der Mitte ist. In Teufel da. So. Naja, bin schon wieder voll drin. Das ist einfach, du kannst sagen, was du willst. Es ist entspannend. Es ist einfach nett. Du kannst so sagen, was du willst. Es ist einfach schön. Ja? Hauptsache, ihr kauft kein Lego nicht. Das ist das Allerwichtigste. Oh, ich glaube, ich hab's verkackt. Hab's verkackt. Einen Nippelklotz zu weit links. Birger, du gottverdammter blinder Ahnungsloser. Wir werden übrigens nach 2 Stunden, wie wir es jetzt machen, eine kurze Raucherpause einlegen. Für alle Kinder, die zuschauen. Kinder, Rauchen ist behindert und ungesund. Ich bin aber behindert, darum ist es okay. Wie geht jetzt das? Warum? Okay. Passt auf. Ich hätte jetzt gern was vom Chinesen. Kann mir bitte jemand was vom Chinesen bringen? Ich hätte bitte Sushi-Platten für 16 Personen. Das hat mir jetzt recht gut gefallen, muss ich sagen. Mittlerweile haben wir bei Bauschritt Nummer 135. Da spiegelt leider Gottes das Licht immer ein bisschen, darum baue ich da jetzt einfach eine ins Viech. Bin so schön im Flow. 1x2 Brick. Also das ist eine selten seltsame Konstruktion da. Und wenn du das anschaust, fällt es einfach auseinander. Da drauf und da drauf. Soll das zweimal da drauf? Ich habe schon wieder einen vergessen. Da habe ich einen vergessen. Birger, du bist ja wieder gar nicht bei der Sache. Ja, was ist los mit dir? Ich hoffe, das ZDF hat euch für das bezahlt. Was für ZDF? Gegrillter Kater süß sauer. Den hätte ich da. Nein, den habe ich vorher ausgelassen. Den fetten Huren, den fetten. Verdammt, die verrückte Fettsack. Der kommt den ganzen Tag. Ich möchte immer nur fressen. Er wird immer fetter. Ich weiß nicht, warum der so viel ich weiß es nicht. Ich meine, es ist normal, wie jeder Katzenbesitzer weiß es, dass Richtung Winter und wenn es dann letztendlich wirklich kalt wird, dann fressen Katzen einfach mehr und fressen sich einfach ein Winterfett da. Klar. Da kommt jetzt da einmal ein Dachel auf, oder wir sehen das. 2x4. Ist das 4? Nein, das ist nicht 4. Das ist 2x4. Aber der Blöd. Weiß der wieder nicht. Das passt ja wieder nicht. Was ist denn das jetzt wieder? Timmy Boy! Natürlich, Adresse. Hauptstraße 5a. Da bringst du es mal bitte hin. Stellst es mal vor die Haustür, klingelst und haust bitte ab. Wo es wirklich Leute geben, die das wirklich dort an. Naja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. So, 2 mal 3. Also, da müssen wir den Drilling einstecken. Der Vierling passt da natürlich nicht rein. So, kriegen wir mir jetzt da mal ein bisschen Stabilität in dieses Mistding. Das war mal überhaupt nicht verkehrt. Ist. Jetzt legen wir gleich alles hin. Warte mal. Jetzt haben wir es. Da gehört das lange hin so. Ja. Da gehört der 6 und jetzt ist das da oben auch alles glatt, man sieht keine Nippels mehr.
Wir haben eine stabile Seitentür, die sich biegt. Wundervoll. Der Werner Chris ist ganzjähriger. Das ist der Ganzjahresmiete. Wir Vollidioten. So, jetzt geht das auch schon ins Modell integriert. Die Frage ist, ob wir mir das besser hinkriegen über die Ampel. Was? Das ist die Frage, wo das genau hin. Ich glaube, da geht es genau hin. So. Oder? Nein. Warte. Oder? Ich glaube, so geht's. Ich glaube schon. Schaut gut aus. Da, der Andi F. hat recht. Über 300 Leute und 176 Likes. Schaut euch. Ja? So nicht. Na, hören wir gleich wieder auf. So. Schieb's mal weiter. Bauschritt 139. Gemütliche Gespuse da. 140 bitte, danke. Einmal 6. Dann brauchen wir so drum ums Eck. Und nochmal ein Zwarer. Dann kehrt das Ding. Jetzt passen wir 8. Oh. Oh. Ja, unten eigentlich irgendwas? Nö. Ich sehe da aber nichts, was das Mikrofon im Weg ist, aber gut. Ist ja wurscht. Da haben wir. Dann brauchen wir das Glander. Gehört da unten einer gespackst. Dann brauchen wir einen flachen Drilling. Flacher Drilling wo? Flacher Drilling wo? Flacher Drilling da. Macht jetzt schon mal wieder überhaupt gar keinen Sinn. Ja, geht auch so rum, du Vollidiot. Hoppala. Jäger, du und deine Wurstfingern. So wird das nix. Da sind schon wieder sehr viele so Greifärmchen dran. Bin ich gespannt, was da wieder alles dran hängt, wo sich am Schluss wieder keine Sau nicht auskennt. Aber das Ding, das könnte da so offen. Ja. Moment mal. Der 1x6er. Ist das überhaupt? Das ist ja gar kein 1x6er, der Trottel. Da hat wieder keiner aufgepasst. Da hat wieder keiner aufgepasst von euch. Ist das ein 1x6er? Nein, das ist kein 1x6er. Warum schaut denn da wieder keiner? Sag. Warum schaut da wieder keiner? Furchtbar. Furcht. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein voll bis Gott. Moment, ich lese gleich. Mr. Luxen, merci für dein Resub. Küsschen auf das Nüsschen. Zack, das Böhnchen, zack, das Böhnchen. Ich kann diese seltsame Konstruktion, die ich da gerade zusammenzimmert, ich kann's nicht kommentieren, weil ich nicht weiß, was ich da baue. Sag das, was es ist. Ich weiß ums Verrecken nicht, was ich hier baue. Da 100.000 kleine Arme, da stecken wahrscheinlich wieder so Palmenteile dran. Nehme ich mal an. Haben wir jetzt da alle. Da steht einer aus, da auch. Ja, wunderbar. So, jetzt fangen wir die kleine Fußlerei an. Nur kleine Nippelsäppen. Lauteres kleine Nippelsäppen. So, halten wir es einmal perspektivisch richtig vielleicht, dann kriegen wir es vielleicht auch hin. Da muss es einen 2-Ring geben. Das ist der falsch. So, auch LG mal zwischendurch von meiner Frau und mir, Mr. Fox McCloud. Ich wünsche ebenfalls einen schönen Gruß zurück und bitte, bitte. Dies ist auf alle Fälle falsch. Das gehört so. Der Einser gehört auch so. Wer wirft da schon wieder? Ist das der Boris Blut? Der Bürger Imuas Moll was loswerden. Was gibt Scheiß jetzt? auf Monat November. Es ist Richtig. Men's Metal Health Month. So achts Eich Hilfe Männer, wenn's Eich net gut geht, rotes Herz. Das ist, was der Boris Blut sagt. Das, was der Boris Blut sagt. Merci dir. Das kannst du da so in den Chat einspammen, das muss dir nicht 5 Euro kosten. La 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 la. Scheiß auf den No-Nut-November. Absolut richtig. Dann machen wir, weißt du, was wir aus dem No-Nut-November machen? Wir machen mal aus dem No-Nut-November machen wir
zweimal Nacht im November am Tag. So schaut's aus. Was zur Hölle baue ich da zusammen? Was in Gottes Namen 30 baue ich da zusammen? Sag, ein 100.000 so kleine Henkel, Arm und Scheiß und Klump dran, wo sich wieder keine alte Kacknudel nicht auskennt. Kacknudel, hast du mich schon richtig verstanden? Oh, ich schaue 8-Jährige zu, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Muss ein bisschen vorsichtig sein, aber Kacknudel ist jetzt auch nicht so schlimm. Na. So. Und haben wir es schon. Haben wir das da. Das ist das, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dieses Element, aber das wird wahrscheinlich halt der Eckpfeiler von dem Ding da sein oder so. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Da sind wir nämlich straight. Das ist überhaupt nicht das, was ich gemeint habe. Es ist komplett was anderes. Komplett auf der anderen Seite hin. Moment, müssen wir ein bisschen rundum drehen. Wichs jeden Tag November, ja genau. Jeden Tag zweimal. Ein Stück oder 2. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir da so 4 freilassen und ist es direkt da am Tisch? Das ist interessant. Hängt da ein wenig ein Bladel dort. Ein wenig ein Bladel und ihr wisst, was das heißt. Ich nehme mir ein Nütchen raus aus der Nütchenbox. Nur Pro-Gamer im Chat wissen, was jetzt denn da ist. Das ist der Firestarter so nennen, man. Das ist ein guter. Non-Stop Nut November. Exactly. Das werden wir mir tun. Ah, Non-Stop Nut. Always Nut November. Oh, die 2 Teufel, wie waren jetzt das eigentlich? Der Exodus! Schönen Abend, bayerischer Oberlord. Ich bin nicht der bayerische Oberlord. Nein. Nein. Das ist mir zu nah an dem Begriff Drachenlord. Sag ich dir, was ist. Wir bauen jetzt die Gap da um zu. Die Brücke da um, damit es ein bisschen an Stabilität gewinnt. Weißt du, wie es ist? Bitte, danke, wieder schauen. So, das schaut gut aus. Dann machen wir einen flachen Zweier. Flachen Zweier, dann brauchen wir ein lauteres Flache. Einen flachen da hinten. Einen langen flachen da hinten. Das schaut einmal richtig stabil aus. Wunderbar. Ist das die richtige Länge? Jawohl. So, und das Ding soll jetzt da so drüber beißen. Tatsache tut es das. Ja, muss es eigentlich doch einmal Zeit, um diesen Kamera zu halten. Gut aus. Und das da ist beweglich. Ja, kannst du aufmachen. Kannst du reinschauen. Ein paar Pro-Gamer haben schon im Chat, hab schon gesehen. Das einzig vernünftige Verhalten, wenn man irgendwo ein Miezi sagt, ist So, dann wird das der 14er sein, nehme ich an. Machen wir jetzt so. Das ist die 14er. 14er und das sind die 12er. Dann haben wir 2 so Steckerl. Ja, nehmen wir den einmal 14er. Bitte, danke. Und in das zweite, hoppala, den langen in das zweite Loch einführen. Beim Nonstop Nut November waren. Dann haben wir den da führen und auf der anderen Seite geht der andere 12 eingeschissen. Oh nein, das ist falsch. Jetzt halt. Ja, das ist ein sehr robustes Teil. Das wird. Oh! Ich glaube mir. Oh, was bauen wir mir da zusammen? Was ist das? So ein Ketten dran, so ein Scheiß. Okay. Oh, brauchen wir Elektro. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt pass auf, das muss ich direkt ein wenig in die Kamera halten. Ich weiß nicht, was das da. Das schaut ein bisschen aus wie ein Steuerrad. Ist aber, glaube ich, kein Steuerrad. So, nochmal. Machen wir so. Da kommt jetzt so ein kleiner Greifarm ohne. Dann kommt noch ein zweiter Greifarm unten ohne. Dann haben wir so der Gerät. Dann haben wir eine Stange. Ja, die brauchen wir nicht. Dann können die Ketten da so ohne. Schon mit, nein, andersrum. So. Schaut mir nach einem Kronleuchter an. Oh, das kann jetzt da so hängen. Wunderschön. Feierstell vielleicht? Ja, kann da sein. Könnte auch sein. Das ist durchaus möglich. Dann kommt da so ein Stecker durch. Was der Stecker für einen Sinn hat, das werden wir sehen. Kann aber tatsächlich Check Light. Ja, wie soll ich denn das Light checken? Da ist ein USB-Anschluss dran. Was? Check Light? Der fette Mann Check Light, Alter.
Was brauchen wir das? Achtung. Elektroteile. Ausgeschissen. Warum ist da? Ah, da, okay. Ich kann ja das nicht direkt im Ding anstecken. Außerdem, was hilft's mir denn, wenn's Licht nicht geht? Was soll ich dann tun? Was genau soll ich dann tun? Soll ich da mittendrin aufhören oder was ist mit euch? Wird schon gehen dann. Auf gut Klick. Langes Kabel mit 3 LEDs. Die werden wahrscheinlich rot leuchten. Leicht da auch was rot? Ja. Bin dann auch gespannt, ob die flackern und so. Da bin ich gespannt. Da haben 2 ziemlich noch. 2, 3 und 4. Und da am Schluss ist der Stecker dran. So, da werden wir wahrscheinlich jetzt gleich wieder umeinander pfriemeln müssen. Das ist alles, was ich weiß. Dann haben wir ein paar so 4 mal und einer davor oder Loch oben drin. Jawohl. Das ist jetzt nicht so. Die 4 ohne Loch. Gern direkt drauf. Natürlich nehme ich wieder den einen mit Loch. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, weil die finde ich nie wieder. Dich finde ich nie wieder, Freunde der Sonne. Dann kommt der da mitten rein, dass der halt grenzt an eine Wunde. Und es ist tatsächlich eine Feuerstelle, so sieht es mich an. Achtung. Was? In den dunklen Hintergrund hinein. Sieht gut aus. Mit Feuer, mit LED. Wunderbar. Bauschritt 155. So, jetzt kommt mit Sicherheit wieder irgendeine Gepfrimmel-Scheiße. Ich sag's, was ist. Jetzt geht das Ding da so gepimmelt. Überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ins 6. Haben wir automatisch. Oh. Haben wir es automatisch verkackt. Schlüpfriges Scheißerchen. 3 Pfund Cola drauf. So, und jetzt werden wir das da wahrscheinlich auf der anderen Seite zumachen müssen, nehme ich an. Warte mal. So. Wenn der Teufel noch gerade hängt hat. So. Ja. Es hängt halt da so. Das ist jetzt ein bisschen schwierig herzuzeigen. Nach vorne geht das Kabel raus. So. Und dann kehrt jetzt da mit so einem 1x6er Teufel das Kabel irgendwie fixiert. Ja, aber wie viel Luft muss ich ihm denn lassen? Ja, lassen wir mal noch ein bisschen, oder? So. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig herzuzeigen. Warte mal. Ich muss jetzt in die Kamera reinhalten, da so. Da hängt das dann so drin. Muss man vielleicht ein bisschen nachjustieren, damit die Henkel, hoppala, damit die Henkel da einigermaßen gerade sind, weil sonst hängt das Ding irgendwie schief umeinander und das ist auch nichts. Das ist natürlich auch nichts. Wunderschön. Es ist nichts außer wunderschön. So. Wo gehört das Ding jetzt hingeschissen? So, jetzt haben wir so weit, oder was? Jetzt geht das da so hin. Und das. Da fällt es auch um einen. Wir haben irgendwo einen massiven Baufehler drin. Ich sag das, was es ist. Wir haben da irgendwo einen massiven Baufehler drin. Das Ding da hinten ist einen Stöpsel zu weit oben. Der Punkt da. Jetzt verbindet das da um. Auf der rechten Seite feit ein Stöpsel. Da. Und da. Muss ich raus da. Den muss ich raus da. Das ist ein Schwachsinn. Den da, den einen, den braucht es nicht. Das ist ein Fehler in der Anleitung. Zumindest bis jetzt. Die Stelle, wo man vorher. Ja, und dann kehrt er halt unten rein. Dann macht es Sinn. Aber anders steht. Naja.
beten wir zum Nippelklötze Gott, dass das passt. Also. Passt überhaupt nicht. Warum passt's nicht? Warum passt denn das nicht? Wir haben Kacke gemacht! Was ist eigentlich das da? Oh, da gehört was umeinander geklebt. Ja, aber. So, schauen wir mal das da auf die Seite. Wir müssen uns jetzt um dieses Problem kümmern. Ja, mit Anleitung weg. Müssen wir uns das da einmal anschauen, weil das macht keinen Sinn nicht da. Das macht so. Hat das keinen Taug. Sag ich dir, wie es ist. Da stimmt was nicht. Das stimmt nicht. Da muss keiner unten rein. Jetzt stimmt's. Da ist der Einser da drin. Ist falsch vom Fall. Es gibt es nicht anders. Machen wir so. Und so. Und es passt zusammen. Und es ist ja da, dass der Nippel genau, also die Nippel genau eins überstehen, müsste eigentlich passen. Es müsste eigentlich ja so kehren, ansonsten stimmt was nicht. Was ist denn das? Geht einfach eine Stunde früher los, sehr benannt. Mr. LP Dragonfly, ja? Hast du einen Trick? Muss halt mal eine Stunde früher da sein. Ja? Weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das weiterhin erklären. So. Ja, das lassen wir jetzt dabei einfach so, das hilft eh nicht. Dann brauchen wir den 14, ne? Jetzt meine ich, wird es ein wenig tricky. Passen wir mal genau drauf auf. Ja, der muss schon da genau abschließen. Er schließt auch da ganz genau ab. Und dann brauchen wir... Was ist denn jetzt da schon wieder los? Scheiße, mir was verkehrt rum aufgezwickt. Moment, ich schau gleich. Ich bin hochkonzentriert, Kinder. Kinder, ich bin hochkonzentriert. Das ist alles nicht so einfach da. Das Pause ist auch für ab 14. Der Foxy, das Dark Souls unter den Nippelklötzen. Get good scrub. Eigentlich müsste ich mir jetzt um das Lego-Set am Boden rundherum rollen. Und meine Einrichtung herin kaputt rollen. Foxler, danke dir. Grüß die Frau. So. Jetzt müssen wir unter das dritte Loch einstäpseln. Ja, das sagst du mit deiner alten. Und da einstäpseln. Und der Schwarze geht oben drüber hinaus. Ja, das mit den Kabeln ist für gar nicht so einfach. Das ist... Naja, aber it is what it is. So. Passt, wackelt oder ja, wird schon stabil. Ich glaube wirklich, da ist ein kleiner Fehler in der Anleitung drin, da kehrt der eine kleine Nippelklotz nicht rein. Das war jetzt das erste Mal, dass das passiert so. Aber gut. Wird auch kein Welt nicht untergehen, es macht für mich den Eindruck, als würde es passen. Das fällt uns dann schon auf, wenn wir 3/4 fertig sind und dann ist alles um einen flachen Nippelklotz falsch. Dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, Birger. Da haben sie wieder mal alles richtig gemacht. So, schaut gut aus. Bauschritt 160 abgeschlossen. Wir nähern uns langsam dem Ende von Tüte 4. Dem Ende von Tüte 4, Kinder! Jetzt wird es dann gleich 20 Uhr. Jetzt bin ich gespannt, ob es da noch ein paar Leute erschwappt. Was ist da los? So nicht. Haben wir fast das obere Stockwerk da fertig. So, der schwarze Teufel, der soll da außen stehen, das passt auch. Jetzt brauchen wir den ganz langen. Ein ganz langer gleiche, der gehört auf das flache auf. Oh ja, jetzt wird's. Merkst jetzt richtig, wenn die Steine draufkommen, dann wird es richtig stabil. Und mit der anderen Bauweise, dass es noch einen halberten Klotz her wäre, dass das so überhaupt gar nicht funktionieren. Das würde so gar nicht funktionieren. Oh, der Laternen brauchen wir. 1 Laterne. Jetzt so drauf gestipselt. Und da ist er. Ah ja. Die Laterne kriegt ein Licht. Die Laterne kriegt ein Lichtlein. Schön.
Aber wo kommt das her? Da kommt so eine und dann kommt das da so runter. Ja, ich habe so den da, das Lichtding da so ist. Irgendwo. Oder dass man das weiß nicht, ob das noch versteckt wird. Da bin ich gespannt. Bin gespannt, warum das ins Spiel kommt. So schaut's aus. Bauschritt 163, meine Damen und Herren. Und da gehört jetzt wieder das Kabel hindurchgeführt. Die haben da schon eben so Steindotten, dass man die Kabeln versteckt. Also natürlich sieht man es, wenn man es weiß. Hier und da. Aber das ist jetzt nicht. Es wird ja ein bisschen verkleidet. Das müde Grau schreibt: Einen wunderschönen guten Abend an den Chat. Hat er nicht warten können, der kleine Drack? Nein, hat er nicht. Da habe ich gesagt, weißt du was? Drauf geschissen. Da fangen wir mir heute früh an. Ja, das. So, Kabelverkleidung. Wir haben ja immer noch bei dem Laternenkabel. Und das gehört jetzt wieder, ja, ich sehe schon. Gehört jetzt wieder da so oberfixiert, dass man halt so wenig wie möglich von den geschissenen Kabeln sieht. Jetzt ein bisschen. Oft dann auch Spannung drauf, glaube ich. Ja. Hat das ein bisschen Luft? Ja, ein bisschen. Passt schon, passt schon. So, und dann geht das Kabel da so oben und da laufen die alle zusammen dann. Bin ich gespannt. So wie es ist. Ja. Was ihr jetzt fangt ihr noch an mit Gelände bauen? Bist du vollkommen besoffen? Wo kommt denn das jetzt wieder her? Ach, zum Kabelverstecker, ich verstehe. Das Kabel da kommt mir wegen sehr kurz vor, muss ich sagen. Umso länger sind die anderen. Wenn wir das. Kabel da um. Das ist ein bisschen eine blöde Ansicht, da seht ihr ja nicht so viel, aber öfter nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, Freunde, das das Kabel ist aber halt schon auch ein bisschen dick für das, dass ich da einen Nippelklotz draufstecke. Also ich weiß jetzt nicht, was der Plan ist. Aber gut, passt schon. Passt schon. Weißt du, was ich jetzt mehr hätte? Big Mac. Merkt ihr leicht, dass ich Hunger habe? Ich bin so hungrig. Ich habe wieder nichts gegeben oder zumindest nicht vergessen. Weißt du, wie es ist? So, jetzt bauen wir noch irgendeine Verkleidung, so wie man das anschaut. Ja, das passt nicht. Hätten wir aber auch Depp sagen können. Ah ja, jetzt kommt da oben, wird alles flach gemacht. So. Let me have a look. Das Ding haben wir natürlich wieder falsch aufgeklipft. Halt, stopp, da sind wir noch nicht fertig. Da steht was über, was ich da nicht sehe. Ah ja. Haben wir es schon gefunden. Zwar so. Oh ne. Stimmt das so? Oh, das stimmt so. Lässt mir nicht verzeihen, dass wir jetzt dann nur mehr irgendeinen Stress haben. Nehmen wir das? Ah ja, das steht ein bisschen außer. Ah, passt auch zusammen. Jetzt brauchen wir nochmal was. Ah ja, und die restlichen flachen Dinge. Und dann nicht so stark draufdrucken, Birger, weil ja druckst das durch. Ende durch. Ich kenne. Oh, ja. Geht schon los. Bitte, Herr Lex, nicht durchdrücken, das wäre toll. So. Haben wir da noch den 6er hier. Und dann 2x2. 2x2. Schaut gut aus. Und jetzt kommt noch mal ein bisschen. Brauchen wir nochmal die Pinzette, die hole ich diesmal gleich. Das ist eine gute Idee. Ja, die holen wir diesmal gleich. Und weil wir schon lange kein ASMR-Code haben, der schönste Ton des Abends.
Asozial! Fetter Hurensohn! Das Bier schaut aber seltsam aus. Ach, Kinder, ich hab so viel Bier gesoffen in mein... Halt, stopp. Irgendwas stimmt nicht, glaube ich. Ich muss an der Stelle überstehen. Das muss überstehen. Ich hab so viel Bier gesoffen in meinem Leben, Kinder. Ich hab schon mehr Bier gespült wie ihr gesoffen. Ich kann mir leisten, dass ich mal kein Bier trinke. Ja. Also den Pro-Gamer müssten wissen, dass ich im Stream so und so kein Bier nicht trinke. Aber das wissen halt, wie gesagt, nur Pro-Gamer. Ist nicht jeder. Kann nicht jeder. Verstehe ich auch. So, irgendwo, da ist so ein Storndal. Jetzt müssen wir da wieder was Elektronik zusammengeklebt finden. Hauptsache zusammengeklebt wird. Jetzt fahren wir das da mal um. Der Nikolot schreibt, meine Familie mag kein Bier. Dafür saufen sie jede Woche wahrscheinlich ein Paletten Wein. Aber sagt sie es kaum. Oh, ich glaube, ich habe das Falsche aufgemacht. Da ist jetzt so ein kleines, so ein flaches Ding. Gehört da so einer klebt wahrscheinlich. Was auch immer das ist. Kann der Schalter sein. Also es hat Kontakte, das Ding. Das könnte sein, dass man, wenn man am Stockwerk oben dann die Tür auf und zu macht, dass es dann leuchtet oder halt nicht. Das war eine coole Funktion. Kannst sagen, was du möchtest, das war eine coole Funktion. Zusammengestipselt. Aber zusammengestipselt. Und jetzt brauchen wir da unten. Kehrt ihr. Jetzt haben wir den Stecker verloren. Nein, haben wir nicht. So. Kehrt jetzt da so ohne. So. So. Und dann wird das Kabel da automatisch versteckt. Halt, stopp. Genau, so rutschen da oben drin. Das wird so ein Kontakt sein. Und dann ist die Frage, wo das hier abhaut. Da muss ich ein bisschen drehen, weil sonst kenne ich mich nicht aus. Es kommt auf alle Fälle da so durch. Warum kann man das nicht schon vorher mal, bevor schon alles zusammengesteckt ist? So eine lustige Geschichte. So, dann soll ich das da so oben. Ja, das kann ich auch noch nachvollziehen. Dann da durchs Gitter durch. Und dann der Brei. Was, da brauche ich wieder keine Pinzetten dann, wenn ich es extra hole? Naja, gut. Soll mir auch recht sein. Wird jetzt das noch irgendwie fixiert? Ja, das geht dann die zwei kleinen Dinger da herunten vorbei. Und dann brauchen wir Paket 5. Oh, da wird wieder Sonnensegel gebaut. Ein Markisen. Und das restliche Obergeschoss da offensichtlich rundherum. Das ist für ein ganz schönes Riesenteil. Leck mir am Arsch. Das ist schon ein bisschen zeitaufwendig. So ist es nicht. Steffi schreibt, jetzt sehe ich das erst. Genau, heute bin ich seit 3 Jahren im Squad. Keine Sekunden bereit, Steffi. Bussi aufs Nussi. Eigentlich so jetzt austreten. Die haben genug geleistet für diese Community. Bis in alle Ewigkeit. Und sie wissen, was ich meine. Ja, Kinder, was sollen wir jetzt lernen? Das ist die Frage, was wir... Ja gut, die Elektroteile, die wir jetzt wieder in die 3er Tüten rein. Ich weiß nicht, was für Teile das sind. Alle, die jetzt einfach übrig bleiben. Ein paar kleine Teile bleiben immer übrig. Und dann da die sagen, ich muss mich ein bisschen wie ein kleines Schuldirndl. Das sage ich dir, was es ist. Und 5 Tüten brauchen wir. Hm? Tüte 1. Große Tüte, kleine Tüte. Was für eine Tüte darf es sein, bitte? Danke. Der Bierscheiß muss auch austreten und ich werde auch austreten. Ich sag das, was ist. Jetzt gehen wir schnell ein bisschen. Dann werde ich ich habe schon in weiser Voraussicht, habe ich mir schon eine Vortritt, dann gehe ich noch schnell rauchen. Ich sage mal, in ungefähr 4 Minuten bin ich wieder da.
Dann machen wir halt nach jedem Backerl eine kurze Pause. Ist doch scheiß wurscht, da können wir machen, was wir wollen, bitte, danke. Wie lange haben wir denn überhaupt schon da? Spätestens Stunde 20 schon wieder. Grüezi 5 nochmal. Ja, jetzt wird da ein wenig rundum gebaut, gibt wieder ein paar Aufkleber und Zeug und Gelumpe. Und dann schaut das gut aus. Pinzettel, das lässt man da. Es ist natürlich gerade ein bisschen ein blöder Zeitpunkt, weil es wahrscheinlich um 8 Uhr ein paar Leute reinschwappt. Jetzt haben wir nämlich bei 400. Für den ersten Bauabschnitt, press the Like-Button. Wer nicht liked, der hat nicht geliked. So, das ist eine geschmeidige Sache. Ich tue euch wie irgendein How-To von mir rein. Gehen wir mal alle schnell zum Bissl. Holt euch was zum Trinken, raucht es. Wir sehen uns in 3 bis 5 Minuten wieder. Bis dahin, wer bis dahin abhaut, der ist selber schuld. Was auch, da suche ich was heraus. Ich habe schon etwas herausgesucht, um Gottes Willen. Da machen wir jetzt so, YouTube-Video, jawohl. Funktioniert das? Ja, funktioniert schon. Hey. Ich drücke einfach auf Play. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gleich wieder da. Küsschen auf das Nüsschen. Bis in 3 bis 5 Minuten. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. Tja, also, in den letzten 1, 2, 3 Wochen, da bin ich immer wieder mit da gesessen und habe ein Video gewerkelt, so wie das halt auch irgendwann einmal ist, was der How-To waren. Und dann erwische ich mich mittendrin so, ich habe eigentlich absolut keinen Bock. Ich habe auf was ganz anderes Bock. Und um das geht's in diesem Video, wo ich hoffe, dass es das Licht der Welt erblickt, weil es gibt weder ein Skript, noch ein Konzept, oder gar nichts. Es gibt bloß diese kleine Idee. Und es ist die Idee von einem kleinen Projekt, das ich schon seit Wochen, Monaten, wenn nicht sogar Jahren vor mir herschiebt. Ich glaube, so ein Projekt hat irgendwie ja jeder. Was macht dieser Fettsack eigentlich so, wenn er nicht gerade streamt oder zockt selber oder was weiß ich was für einen sinnlosen Scheißdreck, das er macht? Ich setze mich gern mit Warhammer auseinander. Da Miniaturen, Bämseln und so weiter und das mache ich schon ziemlich lange. Ich hätte gern für mich selber so eine Art Fotoprotokoll von alle meine Minis, die ich jemals in meinem Leben bebemselt habe. Außerdem würde ich mich gerne ein bisschen mit meiner Kamera da auseinandersetzen und davon Fotos machen. Noch lernen wir noch irgendwas. Ich bin ein großer Freund von Learning by Doing. So geht es einfach am besten. Wenn dich was interessiert, dann beschäftige dich damit, dann ist es eine gemeine Wies. Dann habe ich mir gedacht, warum nicht euch daran teilhaben lassen? Das ist doch immer ein bisschen eine größere Motivation, wenn man Feedback zu diesen Dingen dann kriegt. Dann haben wir gedacht, dann machen wir unseren Instagram-Kanal, einen extrigen Birger bemselt oder irgend sowas. Gleichzeitig habe ich mir dann noch gedacht, warum nicht einmal die Kamera draufhalten, wenn ich solche Dinge tue? Von Idee zu fertigen etwas. Genug geschwafelt, um was das geht. Ich hoffe, ihr kennt euch einigermaßen aus. Ich habe selber noch gar nicht so viel Plan, aber ein bisschen einen braucht man. Und es ist so immer das Erste, was ich tue. Ich sitze mich zurück ans Zeichenbrett sozusagen und schreibe mir einmal grob zusammen, was ich überhaupt will und wo wir hinwollen. Und der Weg ergibt sich dann meistens irgendwie von selber. Tja. Genug geschwafelt, los geht's! Lol. Erst einmal rennen wir unser gar nicht künstlich unordentliche Werkbank zusammen für einen B-Roll. Nice! Also, unser Ziel ist ein Instagram-Kanal mit ordentlich Content. Nicht bloß 2, 3 Beutel und fertig. Zum Thema Warhammer Minis und irgendwie alles, was damit zum tun hat. Damit das Nischenthema vielleicht ein wenig mehr Aufmerksamkeit generieren könnte, betreiben wir den mal auf Englisch, weil warum nicht? Für den Start sind meine alten Minis angedacht, aber auch die neuen, die immer wieder mal dazukommen. Ich möchte natürlich Fotos, aber welche? Das erste sichtbare Foto soll ein wenig etwas hermachen und soll ein Action- oder Szenenbeutel werden, ein Diorama, das vielleicht sogar ein bisschen cool gemacht ist. Aber jeder Post soll nicht bloß aus einem Beutel bestehen, sondern mehrere zusätzliche Detailfotos, dass man die Figur von der Seite oder von hinten oder irgendwie so sehen kann. Je nachdem, was braucht man für diese Fotos? Natürlich zum einen einmal Figuren. Irgendwelche Hintergründe, Beutel von Szenarien, Landschaften oder irgendwas, nicht einfach eine weiße Wand. Und Untergründe, Terrain oder Gelände, damit sie nicht einfach am Tisch stehen. Ja, langweilig. Und ein kleines, transportables LED-Licht, das vorwechseln kann, um vielleicht ein bisschen Stimmung zu erzeugen oder so. Bei den Detailfotos schaut es ganz anders aus. Da braucht man einen einfachen weißen oder schwarzen Hintergrund ohne viel durcheinander, weil es in den Beutel, in die Zusatzbeutel, nur ums Mini gehen soll. Okay, weiß ist gleich einmal raus, dann nehmen wir schwarz, weil es einfach angenehmer zum Anschauen ist auf Monitoren und Handys und 90% der Leute auf Instagram schauen sowieso bloß auf die Handys und dafür braucht man eine Tierche, ein Tuch, weil schwarzes Papier oder so gern mal spiegelt und das ist so der Scheißdreck. Außerdem fällt mir noch auf, dass die Szenenbeutel natürlich ein bisschen editiert werden in Photoshop oder Lightroom oder was auch immer. Und ich weiß, die Warhammer Community mag das gar nicht, aber für coole Szenenbilder ist das glaube ich schon okay, solange die Detailfotos hinten nachher so original und farbgetreu bleiben, wie es irgendwie geht.
So, das ist einmal der grobe Plan fürs Erste. Auf dem Weg bis zum Schluss fallen mir wahrscheinlich noch 25 Sachen ein, die ich jetzt vergessen habe, aber da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. So, wo fangen wir da jetzt an? Ohne Minis, keine Fotos. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe, warum ich das jahrelang vor mir hergeschoben habe, weil meine ganzen alten Minis aus die Schränke und Koffern und was weiß ich was alles überall suchen und rausgreien. Wird wahrscheinlich mittelmäßig spaßig. Egal, fangen wir an. Los geht's! Das ist besagter Schrank, da steht einiges drin, nicht alles, aber das Klump muss jetzt alles dahinter drehen. Dafür habe ich mir so eine Trommel genommen und dann greifen wir einfach da jetzt einmal gemütlich alles raus, was wir so brauchen können. So, das ist schneller gegangen wie gemeint. So tragisch war es gar nicht. Ich hab zwar da unten noch irgendwo einen Koffer drin, aber da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Zurück in die Werkbank, da ich sagen. Da sind sie nun, die alten Teufeln. Da ist haufenweise Zeug, das ich angemeldet habe, wie ich 12 Jahre alt war. Und dementsprechend schauen sie halt teilweise auch aus. Aber egal. Tja, haben wir's da. Der nächste Schritt ist eigentlich Fotos machen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich darf mich gerne mit meiner Kamera auseinandersetzen und jetzt mal, wenn ich das drum in die Hand nehme, jetzt habe ich es seit 5 Jahren. Was macht Blende gleich wieder? Was ist das F? Ah ja, das war Blende. Was passiert, wenn ich das aufdrehe, abdrehe? Ah ja, irgendwas mit scharf und ISO ist hell und dunkel und blau und was weiß ich. Darum... So, war ich schnell wieder da bist, schau das, Kinder. So schaut's aus, Kinder. Ist noch jemand da? Hallo? 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 Das ist übrigens ein Livestream, wer da gerade reingeschaltet hat, das war ein Video von, weiß ich nicht, von Anfang des Jahres irgendwann. Ich denke, die Bastelvideos und der ganze, der out of context, des eigentlichen Kontextes, passt ganz gut. So, aber schauen wir aus. Schreibt keiner im Chat, das ist nicht gut. Hallo? 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 Das Wölfchen schreibt, wie B das klangt. Das klangt mir überall hin. So, Phase 1, ASMR. Was wir heute auch noch gar nicht gemacht haben. Was wir heute noch gar nicht gemacht haben. Weiß nicht, ob es hört, aber egal. Jemand schreibt, die ruckelt. Ist das so? Es kann viel mehr Nippelglitz gestapelt. Das wollte ich lesen. Das ist alles, was ich lesen wollte. So. Jetzt verteilen wir uns jetzt schön wieder da. Außer mit dem Schund. Außer mit dem Schund. Machen wir da ein paar so Heifel hier. Hoppala. Nicht verwerfen. Verwerfen der. Außenkampf, der wir da unten. Ein bisschen auseinander da. Ein bisschen. Oh, schaut mir wieder nach einem Riesenbatzen Einzelteile an. Da ist wieder ein Vögel. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Wieder ein Spezialding. Ich weiß nicht, was es ist, aber es schaut aus wie ein. Oh, ich glaube, es ist ein Gockel! Ich glaube, es ist ein Gockel! Da kann ich Haxen, aber die kriegt aber die suchen wir gleich. Wo haben die Haxen? Geil. mit Schenkel. Gickelschenkel. Das ist wahrscheinlich kein Gickel, sondern eher ein Gans. Oh. Die Frage ist, wie geht das da rein? Ja. Der Gockelmann! Der kommt gleich mal. Ne? Schaut ein wenig traurig aus, der Gockelmann. Und da haben noch mehr Hähnchenschenkel dabei. Und einen Kopf müsste der eigentlich auch noch haben. Und einen Kürbis, glaube ich, haben wir auch. Was wir nicht alles haben. Den werden wir dabei da hindrehen. So, wir sind mittlerweile auf Seite 139, Bauschritt 171. Dann würde ich sagen, Stückel für Stückel greifen wir uns wieder raus, was wir brauchen. Da so hier, seht ihr ein bisschen was von der Anleitung und da sortieren wir uns her, was wir brauchen. Das ist am Anfang vielleicht gar nicht so unwichtig, weil sonst findest du in dem Sauhaufen da gar nichts. Zum Aufkleber kleben wird es auch wieder, habe ich schon gesehen. Aufkleber habe ich da. Weiß, das habe ich ganz ungern gesehen beim Held der Steine. Oh nein, Aufkleber.
Ganz ehrlich, da bin ich zu wenig Nippelklötze-Nerd. Sag ich, weißt du was, ich glaub, dass es mir wurscht ist. Mir wurscht. Na, flache 4 Stück. Ein dunkelbrauner 1 auf 1. Dunkelbraun 1 auf 1, wo? Dunkelbraun 1 auf 1. Kruzifix, ich mag zum Mackie, ich hab Hunger. Was, ich hab Hunger, ich mag jetzt einen Big Mac haben. Ich will den Big Mac. Da haben wir einen hellbrauner 1 mit flach. Und wo ist der dunkelbraune 1? Der wieder nicht. Der wieder nix. Da haben wir was. So. Und so wie ich das sehe, jetzt pass auf, jetzt müssen wir da ein bisschen drehen, damit da was zusammengeht. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Hell gesagt gehabt. Oh, lecker, Gickel und eine große Brezen war jetzt schon auch geil, ja. Ja. Ich hab kein Auto nicht da, die Frau ist nicht da, ich hab verhungert, aber ich hab nichts mehr zum Essen. Ich hab nichts mehr zum Essen. Frau, bring mir was von Mackie mit. Da, oh, da müssen wir jetzt eine Landkarte aufpicken. So wie ich das sehe. Die Frage ist, welche? Die Nummer 6. Kriegen wir hin. Das kriegen wir mal hin. Ich habe beim ersten Mal, ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon darüber geredet. Ich habe beim ersten Mal gemeint, diese transparenten, das sind ja Abziehbilder mehr oder weniger. Das gehört so. Dabei kann man die da einfach festdrucken. Dann ist das Ding da so drauf. Wunderbar. Und dann zieht man das transparent ab. Und dann fühlt sich das Ding eigentlich an, als wäre es gedruckt. Muss ich sagen, lass ich durchgehen. Lass ich durchgehen, ist schon okay. Ist ja kein 800 € Lego-Set. Da kann man das schon mal so machen. Ja, und da haben wir noch den Einser, den haben wir noch vergessen. Da gehört da einer, jawohl. So, wieder lauter Klarzeug zusammenfrimmeln. 1. Dann brauchen wir einen flachen 2 auf 2. Dann brauchen wir schon den Kürbis, das ist aber eine sehr frühe Geschichte. Dann brauchen wir die Flaschen. Dann brauchen wir so einen komischen orangen Zweig. Dann brauchen wir einen Kelch. Wo ist der Kelch? Ich kenne bloß einen Helch. Wo ist der Kelch? Kelch. Da haben sehr viel so Spezial. Stornl dabei. Oder eine Pfandl haben wir auch. Und irgendwas habe ich gerade in der Reißen gehabt, was wir tatsächlich auch brauchen. So eine kleine, schaut aus wie eine Wunderlampe. Vom Gin. Und dann brauchen wir noch eine braune Tasse. Und dann haben wir eigentlich alles. Das sind jetzt wieder die ganzen kleinen Details. Da kommt die Pfanne. Ja, das ist die Anbackpanne. Die gute alte Anbackpanne. Dann kommt da. Das ist schon ein wenig durcheinander, muss ich sagen. Ja, dann kommt da die. Hoppla. Da ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wichtig, dass die wirklich auf dem gleichen Nippel drauf sind, die Dinge. Oh, da kommt noch ein kleines Detail drauf. Ja. Sehr schön. Jawohl, schaut gut aus. Da kommt das Ding auf. Der Chris schreibt, letzte YouTuber-Stream, er verhungerte in seinem Stream. Birger, wie vorhin schon erwähnt, hatte ich heute einen Chili-Leberkäse, ein Eckstückel. Ich muss ganz ehrlich sagen, die aufbereiteten Leberkäse, und jetzt nicht, weil ich liebe Chili-Leberkäse oder sonst was für ein Leberkäse. Ich mag diese Sondereditionen von Leberkäse, ich mag die alle nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist nichts für mich. Daheim pfotzen lieber ans Tischeki. So, wir brauchen so einen 2x4 in beige. Ist das beige? Nein, das ist nicht beige. In beige sehe ich es halt nicht. Das ist auch nicht die richtige Form. Aber ein Kalbskäse lässt der Ei gehen. Auch nicht. Wenn wir jetzt da das gleiche meinen. Und da so komische Steine mit so einer komischen Rundung. Wo sollen die wieder daherkriegen? Was, Leberkäse mit Honig? Jetzt müssen wir kurz mal eine Reise ins Jahr 2017 dann vornehmen, Kinder. Wird man jetzt ein wenig, weiß jetzt auch nicht, da haben die komischen 2 Steine. Bürger der Live-Squad. Ich häng wegen der Arbeit immer Gesichtsgrätschen. noch 3 Streams zurück. D.
Hamai Abendprogramm ist gesichert. Hashtag Nachschausquad, der bis dann. Gesichtsgrätschen, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachschauen. Bussi aufs Nussi, danke für die Donation. Donation! Okay, das ist anscheinend doch das, also das da soll die Farbe sein. Ja, das macht mal gepflegt gar keinen Sinn, Freunde der Sonne. Also wirklich hinten und vorne nicht, gell? So nicht. Ist das hellbraun, dunkelbraun, weiß ich nicht, wird schon passen braun. Ja, du, ich nimm es, wird schon passen braun. Tun sie sich nicht hinunter. So. So ein kleines Tassel brauchen wir das. Das ist aber ein gescheit kleines Tassel. Das sehe ich in meinen alten Tagen sehe ich das nicht von da. Sag ich dir, was ist. Komischer Stor. Da geht das grüne Ding auf. Das können wir ja schon mal nehmen. Der Gickelhax. Oh, das ist der Gickelhax auf Salat. Oder was soll das darstellen? Keine Ahnung. Der Gickelhax. Auf jetzt mit dem Gickelhax. Du musst schon ein bisschen sondern. Boah, da ist ein Gickelhax. Gickelhax auf Salat. Alles klärchen. Dann haben wir da so ein kleines Ding. Da geht dann auch wieder ein Aufkleber drauf. Das ist ein Stück Käse. Esst mal ein Stück Käse! Aber wo ist die kleine Tasse? Bruder, kein Mensch sagt die kleine Tasse. Die ist so winzig. Der Witz sei. Ja, die findet man dann schon. Du, die bleibt dem schon über dann. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber Käse braucht man. Ein Stück Käse. War das schon die 23? Wo ist die 23? Ja, oder? Ja. Achtung. Vielleicht kriege ich sie mal. Hoppala. Vielleicht kriege ich sie mal einigermaßen gerade drauf. Das war mal. Perfection. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Perfection. Kriege ich auch noch mehr Hunger. Von einem Lego-Store. Herzlichen Glückwunsch. Nein, es bleibt nicht drauf. Wieso bleibt es nicht drauf? Nein, nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Jetzt nicht. Haben wir es schon. Kerstin schreibt, wenn ich mal Leberkäse esse, dann am liebsten das Randstück ohne Ketchup und ohne Senf. Ich mag keinen Senf, Weißwurst nur mit Brezen. Es ist auch so, ich finde, wenn es zu die Weißwurst kein Brezen nicht isst, dann wird man schlecht. Also 2 gingen schon, aber wenn ich 2 Paar friss, wir preisen unter uns, also 4, ohne Brezen, da wird man schlecht. Ne? Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. So, und ein kleiner Sessel müssen wir auch noch bauen. Wie soll denn das wieder vonstatten gehen? Der Gechillte mit 57 Monaten. Was ist denn mit dir? In 3 Monaten 5 Jahre Mitglied. Es ist halt schon gerade, wenn ich so drüber nachdenke, wie lange. Manchmal denke ich mir so. Nehme mir ein Nütchenkraut, Nütchen, Bock, nom, nom, lecker, Hacknut, Erdnut, Kokosnuss, nom, 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 nom. Mr. Gechillte, erst einmal vielen lieben Dank. Natürlich auch an alle anderen. Manchmal denke ich mir schon, krass, mir kommt das vor, als war es natürlich kommt mir schon vor, als war es schon eine Zeit lang so. Aber als das diese Mitgliedsgeschichte kommt mir nicht vor, als das die überhaupt schon seit 5 Jahren ging. Dass da der Kanal dafür freigeschaltet ist und alles, was dazugehört. Verrückte Scheiße. Und es sind wirklich ein paar dabei, die schon so ewig lang dabei sind, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Also vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Küsschen auf die Bandscheibe. Wie immer. Auf die zweite von links. Unten. Richtig. Für Leute, die vielleicht das erste Mal dabei sind, die werden sie Dinge. Alter, ich verstehe kein Wort. Was schlabert der Typ? Sag ich. Musst du meine Sprache lernen. Das hilft dir nicht. Das hilft dir nicht. So. So, das Tischchen. Ja, andersrum. Tischchen muss andersrum. Soweit müssen wir uns schon an die Regeln halten. Ja? Jetzt ist bloß die Frage, ob da ein Gap dazwischen ist oder nicht, aber ich glaube schon. So, jetzt brauchen wir wieder einen haufenweise Glorschund. Schnutschi, merci für deinen Resub. Und Mr. Gechillte ebenfalls nochmal merci für deinen Resub.
Letztes Mal ist das noch gar nicht so lange her, da hat jemand gefragt, was ist ein Resub? Weiß irgendjemand herin nicht, was ein Resub ist? Und was das generell bedeutet oder sonst irgendwas? Da hat mich jetzt einfach interessieren, weil dieser Begriff, den gibt es auf YouTube eigentlich nicht. Aber die typischen 5 Noob-Sekunden. Einfach, Hauptsache damit Luft oder schön weiter. Schluss jetzt! Schnutschi! Bussi, Nussi. Bussi in das Nussi. Da brauchen wir das dunkelbraune drum mit dem Fingerhagel. Brauchen wir 2 Dann brauchen wir 2 normalbraun. 1 auf 1 und dann wieder normalbraun und 2 flach. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt wieder da für ein Gepimmel kommt da. Nein, einer feiert uns noch. 2 auf 4 mit 2 haben wir schon. Also 8. Wir müssen systematisch da das Zeug auch nicht geschissen kriegen, weil sonst. Okay, das macht Sinn. Das wären wahrscheinlich die Eckpfeiler von dem weiteren Gebäude, das da drauf gepflanzt wird. Da bin ich mir fast sicher. Ja. Und dann haben wir. Ah ja. Wenn wir einmal was platziert haben, dann kann man es eigentlich schön abmessen und schön abziehen, wo die nächsten Teile hinkommen. Der Gurkel war das, der das gefragt hat. Jetzt weiß es. Ich kann mir es grob vorstellen, aber weiß nicht wirklich. Das passt so. Auf Twitch nennt man diese. Im Prinzip ist auf YouTube eine Subscription eigentlich ein ganz normales Abo. Ja, das kostet nichts. Jeder kann einen Kanal abonnieren und jeder sollte das kennen. Aber es gibt halt auch diese Mitgliedschaften. Auf YouTube heißen die Dinge Mitgliedschaften und auf Twitch heißen diese Dinge Subscriptions. Und wenn auf Twitch dann jemand hergeht und resubbt, also seine Subscription erneuert, dann ist es ein Resub. Ich bin mir gar nicht so 100% sicher, ob ich auf YouTube da überhaupt Resub dazu sagen kann, weil ich nicht weiß, ob wenn ihr das Ding, ihr könnt ja dann einmal im Monat so ein Alert einer triggern. Also dass euch das einmal erscheint, so erneuert sich dann die Mitgliedschaft automatisch nochmal einen Monat. Oder ist es einfach dann so, keine Ahnung, das hast du halt einmal frei, egal ob du das jetzt, wenn du am 1.1. bist du Mitglied geworden und du triggerst das Ding am 15. passt schon. Oder verlängert sie da automatisch die Mitgliedschaft. Weil bei Twitch, glaube ich, ist so. Bei Twitch weiß ich es halt nicht, weil ich war nie Twitch-Partner. Ich hätte Twitch-Partner sein können, aber ich hätte dann nicht mehr auf YouTube streamen dürfen. Und jetzt darf man es ja sowieso generell nicht mehr. Und jetzt kommt es mir ja nicht mit, ja, aber Twitch hat durch das geändert, also wieder DFG. Hat sich das einmal jemand durchgelesen, Alter? Das ist ja sicher eine geistig behinderte Scheiße. Da kann ich es gleich bleiben lassen. Also sowas selten Dämliches. Scheiß behinderten Twitch. Ist schon schade drum, sag ich dir, was ist. Aber ganz ehrlich, I don't give a shit. In kurz, fuck you, Twitch. Geh mal halt auf YouTube, hat auch nicht geschaut. Dann deswegen auch nicht mehr oder weniger Leute da. Fertig aus Amen. Du, da sind wir gleich fertig. Da dürfen wir gar nicht lange umeinander. So sieht's aus. Oh, ich klebe da weiter übrigens stabil weiter, falls noch keiner gespannt hat. Ja, dann habe ich mich schon da. Hättest du mir die Fotzen gehalten, du fetter Vollidiot im Internet. Am Weißen mit einem Ohrensabrei, ja, freilich. Ich glaube, ich habe sogar 2 mehr da. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Was kannst du eigentlich? Nicht so viel aus der Scheißdreck glauben, damit Luft der Wingel schäbert. Du darfst, wenn du deine Seele verkaufst, schön durst stapeln. Du ey, grüß mich noch, trifft's auf den Punkt. Resub ist, wenn ein Wahnsinniger einen Wahnsinnigen jetzt mal der Geld gibt und dann die anderen Wahnsinnigen im Chat sagt, wie lange schon. Das ist richtig. Das ist richtig, das kann man so sagen, ja. Oh, das ist jetzt aber ein schönes Fenster. Ich hab das schon so. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Ja, ich glaube schon. Der muss mal auf die Habenseite, damit nichts passiert.
So, das Fenster gehört auch schon gleich eingebaut. So schon hin. Lass mich raten, wir müssen nur ein Fenster bauen. Haben wir alle zwei. Die soll ja da nur eins umeinander liegen. Nein, jetzt müssen wir wieder irgendwelche seltsamen Pfosten. Diese komischen Pfostenkonstruktionen da dabei. Klumpgeschissens. Da, dunkelbraune Einser brauchen wir. So ist es, was ich weiß. Weg bloß einen. Da ist der zweite. Das ist der zweite. Dann haben wir dieses komische Chernobyl-Teil, das da mit 25 Nippel ums Eck geht. 1 auf 2, dann brauchen wir es noch 1 auf 1. Das ist das Ding. Und dann brauchen wir es noch einmal. Das ist wahrscheinlich das Ding. Ja. Okay. Und jetzt bauen wir es wieder genauso zusammen. Ja? Das war vorher genau dasselbe, bloß das Gegenstück dazu und das war zu lang und falsch. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und jetzt der 1er auf, dann kommt das Ding umdrehen drauf und dann kommt wieder der 1er auf. Und dann gehört das Ding da so ans Fenster angestepselt. Das erklärst du mir, wie das geht soll. Andersrum, so geht's schon. Tatsache, diesmal ist es in line. Vielleicht sollte man das auch mal wieder einhalten, weil es auch gut mittlerweile. Ein bisschen. Oh, die Tür. Achtung, kommen wir zu mal. Auf der Bierbing steht der Philipp! Resub! Philipp! Da war ich gehört. Mr. Philipp, merci für. Ich sag trotzdem einfach weiterhin Resub. Wie wär's damit? Gehen wir uns da auf einigen, da weiß wenigstens jetzt dann. Ab jetzt weiß ja jeder, was gemeint ist. Ich sehe es einfach als Resub. Ob das automatisch verlängert wird oder nicht, ist mir wurscht. Mir wurscht es natürlich nicht, aber du weißt schon, was ich sagen will. Du weißt es ja, wie ich es meine. Wenn man einfach so gut ist. Timmy Boy! Auf YouTube verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch jeden Monat. Automatisch jeden Monat, wenn du kündigst. Man kann einmal alle 31 Tage einen Alert aktivieren, den man aber nicht aktivieren muss, um die Mitgliedschaft zu verlängern. Ist nur da, um zu zeigen, dass du halt noch da bist, so auf gut Deutsch. Ja, okay. Dann ist es eigentlich kein Resub, genauso wie es mir wahrscheinlich auch gedacht habe, dass ich einen Kass verzeihe. So. Kinder, dass wir wieder das Fenster zweimal bauen, habe ich euch genau gesagt, wie es ist. Und genau so schaut es aus. Das hätten sie eigentlich, da könnten sie doch einfach eine Seiten sich sparen und einfach zweimal hinschreiben. Hey, Servus, mach das bitte zweimal. Okay. Jetzt muss ich wieder alles zweimal da rauspfrimmeln. Kruzifix. Jetzt brauchen wir einen brauner 1x3. 1x3. Wo? 1x3. Wo? Oh, ich hab die Tasse gefunden. Die Tasse! Scheiße, wo geht die Tasse gleich wieder hin? Muss ich gucken. Da ans Eck gar nicht vom Tisch. Bitte, danke. Wieder schauen, ist auch vorbei. Das ist ein Sino! Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Dann brauchen wir eine Hand. Bin seit Doom Eternal dabei. Auf die nächsten 3 Jahre. Weil Doom Eternal war so gut. Du bist auch schon eine Zeit dabei. Das glaube ich, habe ich noch nie gelesen, dass aufgrund von Doom Eternal jemand bei mir hängen bleibt und dann 3 Jahre lang hängen bleibt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das habe ich nämlich eigentlich immer als so Spiele eingeschätzt, dass das passt nicht in den Stream, so habe ich mir gedacht. Und dann ist einfach absolut hehre Zerpümmelung draus geworden. Herzlichsten Glückwunsch uns allen. So, Fensterl. Haben wir jetzt das Fensterl soweit beieinander? Ich denke schon. Wir haben noch einen weißen Vierer, den sehe ich da rum aus der Spitzen. Den dunkelbrauner Teufel, den sieht man so schlecht auf schwarzem Untergrund, aber ist wurscht. Kriegen wir schon. Haben wir das. Dann gehört ein beiges 2x2 und dann gehört eigentlich noch ein weißes 2x2 drauf und das sehe ich jetzt wieder gerade nicht, weil ich ein blinder bin, doch da ist. Weißes 2x2 und dann haben wir noch einen weißen Vierer, der das Ganze miteinander verbindet, damit es stabil ist. Ja, bitte. So, und dann wird das Fenster mit seinem Dach verheiratet, nennt man das. Hab ich gehört.
Aber sagt sie es kaum und dann gehört das Fenster da so eingebaut. So, jetzt war es langsam aber sicher Zeit. Oh, jetzt wird der Gickerl zusammengesteckt. Oh, Moment mal, der scheiß Gickerl, der hängt. Der Gickerl, der hängt vom Fenster. Wieso hängt der Gickerl vom Fenster? Bist du besoffen? Was ist mit dir? So, da brauchen wir auf alle Fälle mal einen Gickerl, den haben wir zusammengesteckt. Jawohl, zweimal die Keule, ein mit das Ding, ein mit das Ding. Hammer. Immer das, dann steckt man das da so durch. Das ist ja eine coole Idee. Es ist wirklich eine coole Idee. Und dann steckt da der Gickelmann so drin. Achtung. Ne, so rumgehört er. Dann steckt da der Gockelmann so drin, da. Dann hängt der da so rum. Das sind also diese beiden Arme da drin. Achtung. Wir implementieren. Oh, schau hier. Das ist sogar doppelt intelligent, weil der für Stabilität auch noch sorgt. Der hält die zwei Fenster zusammen. Das ist schlau gemacht. Counterwolf! Schau dir jetzt in der Arbeit auf dem Infofenster, Infofernseher, mittlerweile schaut er die halbe Belegschaft beim Nippelklötze bounce. Was auch immer mir da gerade für eine Belegschaft zuschaut. Ich wünsche euch eine, das ist wahrscheinlich, was ist denn das? Das ist eine Spätschicht, ich habe keine Ahnung. Ich wünsche euch eine schöne Spätschicht. Grüße an die Belegschaft. Ihr sollt das arbeiten, ihr Trottel! Aber wenn sich der Chef beschwert, dann sagt sie, aber soll er mal sein Maul halten jetzt. Dann soll sie nicht über soll sie nicht so scheißen. Sagt sie ihm, sonst kommt es morgen einfach nicht mehr. So, 2x1 auf 4 ohne Nippel, 2x1 auf 4 mit Nippel, Kinder. Ja, immer erst zusammensortieren. Dann haben wir da so eine komische, was weiß ich, was das ist, schaut wieder aus wie ein Lampenschirm. Dann haben wir so ein rundes Ding mit Nippel. Dunkelbraun, rundes Ding mit Nippel und sieh, es schaut nach Lampenschirm aus. So, was ist das? Schaut ihm nach Lampenschirm aus. Lampenschirm. Wunderbar, wunderbar. Wir müssen Platz dazwischen, jawohl. Da kommt da ohne. Und das ist wie irgendeine Sonderkonstruktion da. Was auch immer das darstellt. Was ist da los? Herr Bauer! Was auch immer das ist, ich weiß nicht, was es darstellen soll, aber das schaut irgendwie nach einem Küchengerät aus. Was haben wir denn da eigentlich wieder für einen Scheiß zusammengebaut, Mann? Was haben wir denn da wieder für einen Cast zusammengebaut? Du mich so. Dumm. Haben wir uns da wieder denkt? Wissen wir nicht. Da habe ich euch erst einmal sauber ins Mikrofon eingehabt. Naja, damit nichts passiert, oder? So, 2 auf 2, 2 auf 2. Wo ist das? Herr Bauer, Grüß Österreich, 43 Monate, wo ist die Zeit hin? Das ist was, das frage ich mich so oft. Und das wird immer schlimmer. Das ist das, wovor uns, oder mich meine und eine eventuell ja auch, meine Eltern immer gewarnt haben. Ah, sei froh, dass du noch so jung bist, Zeit vergeht früher genug, schnell genug. Bla bla bla. Und als Hosenbrunzer möchtest du natürlich, oh, ich möchte erwachsen sein und nur ist es behindert. Oh mein Gott. How wrong I was. How wrong I was. I don't know. Haben wir im Podcast haben wir da auch ab und zu mal drüber gesprochen. So, ich habe oft so das Gefühl, also im Kopf bin ich natürlich nicht erwachsen, aber halt auf dem Ausweis, ja. Und ich habe oft das Gefühl so, also ich fühle mich nicht wie ein Erwachsener, das ist einmal das Erste. Ansonsten darf ich nicht am Freitag auf die Nacht da sitzen und Nippelklitz zusammengeklebt finden. So, mal abgesehen davon. Und habe oft das Gefühl, heilige Scheiße, Alter, ja, jetzt wird es dann einmal Zeit zum vernünftige Sachen machen und so einen Scheiß und Dinge im Leben erreichen, die andere so erreichen und dann sowas fährt man doch ab und zu mal in den Kopf ein. Und dann denke ich mir immer so, ja, später mal. und dann fährt man noch mal was in den Kopf ein, so, was später mal? Wann ist es später mal? Wann ist das? Leck mir am Arsch, lass gleich bleiben. Sollen die anderen erwachsen sein? Ist mir wurscht, ich habe keine Zeit zum Erwachsen sein. Das soll nicht einen Scheiß machen, soll mir nicht auf den Sack gehen. So kauft's aus. Ja? Das ist ein bisschen, glaube ich, jetzt pass auf, jetzt wird's absolut, jetzt wird's hochgradig, ja, richtig, das ist hochgradig philosophisch. Das Wichtigste, der Sinn des Lebens ist darin,
Mach, was du willst. Mach verdammte Scheiße nochmal, was du willst. Und scheiß drauf, das kommt irgendwann. Ich weiß, wie das ist, wenn du jung bist, sehr jung bist. Dann denkst du, ja, immer drauf scheißen, was die anderen Dinge und funktioniert auch nicht. Also. Und da hat sie ein Haus gebaut und Ding. Du, wenn du keinen Bock auf Haus bauen hast, dann bau keins. Nobody gives a shit. Nobody gives a shit. Wenn die anderen Häuser bauen. Schäfe haben oder ein Haus. Dann sag ich dir was. Ich sag dir genau, was passieren wird. Baut sich ein Haus mit seiner Alten, dann heiratet er, kaibet dann 2, 3 Kinder auf die Welt. Und dann fegelt sie wieder mit jemandem anderen. Dann war's es mit dem Haus. Dann fragst du nur mal, ob das mit dem Haus eine super geile Idee war. Der Grund allen Lebens ist der Boden. Baumax. Mach, was dir gut tut, ja? Und du entscheidest darüber, was dir gut tut. Wir haben da übrigens einen Besen. Ah, es wird Zeit zum Besen. So. Ich klebe da einfach übrigens zusammen, kriegt sie überhaupt nirgendwas mit. Ich bin im Flow. Bin im Flow. Nicht im Flocki. Deswegen war immer geil, wenn von dir ein How-to Fleischpflanzerl gekommen hat. Fleischpflanzerl mache ich selbst. Ich wüsste nicht, also ich habe mit Sicherheit einmal gemacht, aber ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Fleischpflanzerl gemacht habe. Deswegen gibt es wahrscheinlich kein How-to nicht. Da gibt es wahrscheinlich wieder so viele Tricks, dass ich mich nur aufs Maul lege. Es ist ja schon eigentlich gefühlt seit keine Ahnung wann, geplant, ein How-to-Schweiners zu machen. Aber da lerne ich mich halt ganz furchtbar weit aus dem Fenster, denn das Fazit daraus ist, das beste Schweiners ist das von der Mann. Da kann ich euch noch so viel verzeihen, da werdet ihr mich lynchen, wenn ich sage, das musst du aber so oder so machen. Ja? Wie soll denn das vonstatten gehen, Kinder? Das ist der falsche Stein. Donation hat es einer geschwappt. Muss ich schnell lesen. Der Gurkel! Dankeschön an die gute abendliche Unterhaltung. Vergelt's Gott. Mr. Herr Gurkel. Also, es ist unter der Woche schon fragwürdig, ja? Sich bei mir zu bedanken, dass ich da sitze und Computer spiele und irgendeine Scheiße in das Mikrofon brüll. Das sind alle, die vielleicht heute neu sind. Kann ja sein, keine Ahnung. Was weiß ich, wen man so erreicht. Das ist nicht mein normales Programm, wenn man das Programm nennen darf, kann, was auch immer. Normalerweise bin ich darf jetzt einfach mal sagen, Gaming-Streamer. Und da geht es etwas rabiater zu manchmal. Und als Ausgleich gibt es diese Nippelklotz-Streams. Mal ganz was anderes. Da bin ich so viel umeinander bläht. Da ist nicht ganz so narrisch. Also eigentlich überhaupt nicht, wenn man mal ehrlich ist. Und darum empfehle ich ihm jeden, wenn du mal einen narrischen Stream sehen möchtest, gibst du mal an einem Montag, gibst du mal 20 Uhr. Für die nicht geistig Behinderten, das ist Montag 20 Uhr. Und dann schauen wir mal. Momentan spielen wir Alan Wake 2, am Mittwoch spielen wir Call of Duty fertig. Was eine absolute Frechheit ist, by the way. Das gehört auch einmal gesagt. Ich will jetzt da ein Fuchsteil ist närrisch. Muss ich jetzt mal schauen, wie das da macht. Das überhaupt keinen Sinn, was ich da zusammenstipselt. Ach, da ist ja das Deal. Ach, jetzt haben wir beieinander. Okay. Das werde ich euch jetzt dann gleich in der Großaufnahme präsentieren. Damit da nichts passiert. Die Frage ist jetzt, wie geht das da? Oh, jetzt darf er bald mit einer Stabilisierung daherkommen, weil sonst fällt da alles auseinander. Ich sage es dir, wie es ist. Wann kommt eigentlich mal der Chemiebaukasten? Das ist eine richtig gute Frage. Zur Auflockerung zwischen The Last of Us und Alan Wake 2. Weil, es hat ja geheißen, die Call of Duty Kampagne ist extrem kurz. Die werden wir nächsten Mittwoch fertig spielen.
Ich kurz was überprüfen. Passt das alles so? Ja. Haben wir 4-mal eingepflanzt? Jawohl. Aber jetzt müssen wir wieder Elektrogerätschaften da einbauen. Ah, da ist wieder ein Feuer dort. Ja, okay, mal, da kann ich das nicht vorher da hinbauen. Du geistig behindertes Arschloch. Wie soll ich denn jetzt da rein... Kim, das ist weg. So, da müssen wir jetzt kurz auf Zeiten tun. Jetzt muss ich Elektro sagen mal. Jetzt kommt der Elektriker. Achtung, ich bin der Elektriker. Das Leben ist zu kurz zum Erwachsensein und für Kinder haben. Das ist richtig. Ja, ich bin da auch gern, nennt mich egoistisch, keine Ahnung. Ich bin ein typisches Einzelarschlochkind. Ich bin zu kurz durch meine Raucherei, Sauferei, Dampferei und generell Nichtbewegerei und den ganzen Tag eigentlich in jeder freien Minute am Zocken und sonst irgendwas. Werde das nicht lang machen auf dem Planeten, seien wir uns mal ehrlich. Und da habe ich einfach keine Zeit, dass ich meine Zeit für irgendwelche Arschlochkinder verschwende. Und wieder her so als Geschirr. Und ich sage das jetzt, wie es ist, ich möchte mich, glaube ich, nicht als Kind. Sage ich dir jetzt, wie es ist. Ich sag bloß, beim Erstgastzeugnis steht wortwörtlich drin, Birger konnte es nicht lassen, anderen Kindern etwas anzutun. Habe ich das jemals erzählt? Ich glaube schon, in How to Birger, glaube ich, habe ich das erzählt. So, Kabel ist drin. Dann wird das Ding aufgesteckt. Habe ich es im Podcast erzählt? Also ich bin mir sicher, dass ich es schon mal irgendwo erzählt habe. Ich weiß bloß nicht wo und wann. Kann dein How to Birger gewesen sein, könnte sein, sprichwörtlich in meinem Erstklasszeugnis drin stand. Das habe ich dann auch gleich gepflegt. Oh, ich habe mir fast was aufgearbeitet. Jetzt könnte es sein, dass ich das Kabel kaputt gemacht habe, aber die haben ja doch relativ stabil. Das habe ich dann auch gleich schön brav die Retourkutsche kassiert, was diese Mobberei-Geschichte betrifft und so. Darum darf ich mich nicht beschweren. Ja, ich war halt einfach ein Hurensohn. So ein richtiges Arschlochkind, das hilft nicht. Der seine Fotzen schon kassiert oder? Ja, aber das war ihm irgendwie... was selber ist. Und ja. Und da ich mein Leben lang immer mich so viel Witze gemacht habe, die mich definitiv in die Hölle bringen werden, muss ich sagen, lassen wir das mit den Kindern sein. Weil bei meinem Glück, das mag ich jetzt nicht aussprechen. Eventuell wissen sie, auf was ich hinaus will. Haben die Kinder haben eventuell noch so gut erzogen? Nein, sind sie nicht. Da hast du wenigstens keine Heizkosten. Kurzschlussmechaniker Birger. Ja, mich wundert, dass ich einen Stromschlag nicht gekriegt habe. So, wo sind wir? Jetzt brauchen wir Gitter. Gitter. Und so oranges Ding. Oh, jetzt kommt wieder Farbe ins Spiel. Ein bisschen Farbe, ein bisschen... Jetzt muss ich schnell was schauen. Der hat jetzt gerade der Gnädel beit und das macht keinen Sinn, weil der eigentlich nicht da sein soll. Bin jetzt vollkommen... Warte mal. Da hat der Gnädel gerade beit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jetzt die Birgerin gerade heimgekommen ist und dann wieder fortfährt. Oder... So, installiert. Oder ob ich nicht ganz dicht bin. Lassen wir mal, ja, lassen wir ein Gnädel mal ein Gnädel sein. Gut aus. Jetzt müssen wir das aber ein bisschen Vierer rein, weil sonst finde ich zuerst nichts mehr. Musik ist schon entspannend. Geht nichts über Lo-Fi. Ab und zu. Wobei wir uns da auch mal neue Musik suchen dürfen. Wenn es unter mir tropft, dann bin ich undicht. That's what she said.
Aber wir nähern uns gleich dem Ende der ersten Anleitung, Kinder. Merkt ihr noch was? Das Ding eigentlich gleich installiert geht irgendwo? Ja. Machen wir da mit die Haustür wieder zu. Große Gap dazwischen, ja, weil der Stor so schief ist. Weil der Stor so schief ist. So, jetzt kommt Stabilität. Achtung. So. Gar nicht so viel Stabilität. Jetzt Stabilität. Stabilität. So, jetzt wird es dann gleich zum Herzogen, was wir eigentlich gebastelt haben. Weil wir da liegt schon noch einiges umeinander. So ist das nicht. So ist das nicht. Vielleicht beides. Aha, Bürgerin nicht daheim. Spontaner allgemeiner Getränkeunfall beim Bürger daheim. Hat bestimmt auch wieder seine Geisterstunde möglich. In meinem Bekanntenkreis waren viele nicht bereit zum Kinderkriegen, stellen sich aber bis jetzt nicht schlecht an. Ja, das ist, ich glaube, dass man sich vorher nie bereit fühlt, Kinder zu kriegen, sondern du wirst dann einfach so, du musst ja auch irgendwo. Und manche kriegen es halt besser hin, manche kriegen es nicht. Aber das ist none of my business. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. This is none of my business. Warum? Das muss einfach jeder selbst. Muss jeder selbst. Die Leute werden es schon wissen. Du. Die Leute werden es schon wissen. So, Installation. Da ist wieder so ein rundes Ding. Und, jetzt geht dieser... Das muss ich euch dann jetzt schnell sagen. Jetzt machen wir das noch schnell fertig. Da. Das ist ein 2x6 und 2x4. Das ist der 4. 2x6. So. Das haben wir jetzt noch schnell zusammengeklebt. Jetzt pass auf. Der Mechanismus. Sehr cooler Mechanismus. Und zwar, das geht so auf. Man, das sieht man. Da drin spricht es übrigens vor Details. Ja, da hängt der Gickel drin, das ganze Essen und so weiter und so fort. Und da, das haben wir letztes Mal schon bastelt. Dann hängt da das Feuer hängt da drin umeinander. Und jetzt kann man das dazu machen, so. Und da schnappt das so ein bisschen ein. So, aber richtig geschmeidig. Zack, zack, zack. Damit das nicht da lose umeinander wedelt. Geil. Cool gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Ja, mag den einen oder anderen Lego-Narischen vielleicht nicht begeistern. Mich begeistert. Also halt er im Maul. Halt im Maul! Haben wir alles schon mal gehört. So, jetzt kommen da wieder so flache zum Zusammenstipsel. Oh, das war falsch. Da haben wir den falschen zusammengepimmelt. Falsch zusammengepimmelt, brauchen wir den längeren. Geht da hin. Der geht da hin, dann geht der kurze da rein. Und dann geht der da rein. So, und der geht auch gleich wieder da so drüber. Kriege ich das richtig? Ja, tatsächlich. Ja, jetzt wird da herum wieder alles flach. Ich bin jetzt gespannt, warum da herum alles flach ist. Das ist normalerweise immer, habe ich zumindest gedacht, dass das oben wieder bewegbare Teile sind. Oder dass man einfach die Nippel nicht sieht, damit es schön ausschaut. Who knows? Who knows? Whose knows? My nose? His nose? Everybody's nose. Der Cam flackert, addieren wir mal ganz kurz grün-schwarz. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich habe irgendwie Probleme, wenn da beide... Ich habe eine Logitech Brio. Das ist meine Webcam. Wenn ich die beide angesteckt habe und mit fast voller Auflösung laufen los, dann kackt das gern mal ab. Und kennen sie nicht mehr aus. Und deswegen wird das wahrscheinlich ab und zu einmal flackern, weil mein USB-Port sagt, Alter, chill mal die Kniescheibe jetzt, weil sonst krieg ich einen Vogel. Da fällt mir ein, ich habe ja mittlerweile einen Camlink. Das bedeutet, da kann ich meine Spiegelreflexkamera. Das ist das neu oder angepasste Setup für einen Podcast. Wo sind die Podcast-Hörer? Hast du am gleichen Port USB-Hub? Nein. Habe ich nicht. Die haben eine Verlängerung. Ich weiß, dass USB keine unendliche Verlängerung hat. Ich weiß das alles 1000-mal schon probiert. Es ist nicht reproduzierbar. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und heute funktioniert es nicht. Die stecken am gleichen Port wie beim letzten Mal. Und beim letzten Mal hat nichts gefeit. So, jetzt muss ich kurz aufpassen, wo ich da jetzt was hinstepselt. Ich glaube...
Habe ich da jetzt wieder die Hälfte vergessen? Warte mal. Also das haben wir. Ja, da muss ich jetzt schnell schauen. Irgendwas passt nicht. Irgendwas passt hier nicht. Moment, ich erzähle gleich weiter. Da kommt nämlich jetzt dann noch ein wichtiger Teil, was den Podcast betrifft. Habe halt 5 Folgen Podcast nachgeschaut, ist dann ein bisschen viel. Rotorex, du bringst es auf den Punkt. Genau darauf will ich hinaus. Jetzt erstmal über das alte neue Setup. Das alte neue Setup. Ich bin noch nicht fertig, ich muss erst schauen. Moment. Jetzt Muase Nomo Yufrong, via Host C dende Leihwande Hintergrundmuse. Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Warte, ich schau da noch. Wer war das? Humperter? Moment, ich schau noch. Nur für die. Da suchst du jetzt noch. Pass auf. Die kopierst du in den Chat rein. Das ist aus einem YouTube-Video. Ich hab's in den Chat reingeschissen. Kopiert den Text, sucht danach und das müsste es sein. Also das hat keinen spezifischen Namen nicht. Ich hänge tatsächlich auch 4 oder 5 Podcast-Folgen hinterher. Lieber nie wieder Leberkäse oder nie wieder Schweinsbraten. Bollig. Lieber nie wieder Schweinsbraten, glaube ich. Weil eine verschissene Leberkäse geht immer. Immer. Und Schweinsbraten gibt es doch nicht so oft. Da werde ich wahrscheinlich eher darauf verzichten. Aber wieder, da stimmt doch alles, da stimmt doch überhaupt nichts mehr zusammen da. Jetzt warte mich vor lauter Laberscheiße. Jetzt ergibt es Sinn, dass wir da den anderen drüber stäbseln. Da muss ich jetzt schnell aufpassen, sonst mache ich was kaputt. Au. Jetzt haben wir stabil. Kinder, jetzt haben wir stabil. Jetzt hat die Gaudi ein Gesicht. Die Gaudi hat ein Gesicht. Schaut stabil aus, passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Find's unser Podcast richtig geil? Ja, dann habe ich eventuell eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar, also nochmal zurück zum Setup. Ich hab mir einen Camlink gekauft. Camlink, was ist ein Camlink? Normalerweise kann man eine Spiegelreflexkamera, die ich schon seit bevor ich mit YouTube angefangen habe ich diese Canon EOS 200D. Und ich habe mich immer gefragt, wie zur Hölle wie zur Hölle kann man die Spiegelreflex eventuell als Webcam hernehmen, wenn ich schon eine habe. Und es ist halt nie gegangen. Brauchst du spezielle Gerätschaft dazu, die das Signal von deiner Spiegelreflexkamera, das du auf dem Vorschau-Ding siehst, abfängt und auf dem Monitor darstellt. Und so ein Ding habe ich mir gegönnt, weil ich mir gedacht habe, der Podcast ist immer, mich nervt das mit der Pause. Mich nervt beim Podcast das mit, ich muss dann das ewig von der Kamera runterziehen. Das sind, weiß ich nicht, 8 GB große Videodateien, meistens 3 oder 4 Stück. Dann werden die mit einer separat aufgenommenen Tondatei gesynkt und lauter so ein Mist. Und abgesehen, dass das eine Arbeit macht, ist es auch sehr fehleranfällig. Und dann musst du 4 verschiedene Videospuren mit einer Tonspur synchronisieren, Schnipsel ausschneiden, wo die Pausen waren, das nicht und lauter so einen unnötig depperten Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und das hat mich genervt und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt kaufst du diesen Camlink, dann kannst du eventuell einen Podcast direkt mit der OBS aufnehmen und dann ist Ton und Bild in einem. Und du brauchst es nicht mehr zusammenschneiden, nicht mehr jetzt mal sinken, nicht mehr das, nicht mehr das, nicht mehr das. Und jetzt muss ich schnell gucken, wo das Ding geht. Da geht es. Schöne detaillierte Front ist das, schaut echt cool aus. Gefällt mir gut. Schön detailliert. Muss ich kurz in die Kamera halten. Oh, sehe ich mich selber nicht mehr.
Folgendes Problem ergab sich dann aus dem neuen oder erweiterten Setup. Recht viel neuer ist es nicht. Erstens, Soundqualität schlechter. Zweitens, also warum auch immer, es sind dieselben Mikrofone, selbes alles, aber anscheinend mischt die Rode-Software, die bei diesen kleinen Mikrofonen dabei ist, speziell für einen Podcast, die das automatisch abmischt und automatisch in 3 Spuren aufteilt und lalelu, mischt das grundsätzlich besser ab, als wenn du die 3 alle miteinander aufnimmst. Nachteil Nummer 2. Die Bildqualität ist um Welten schlechter, als wenn ich das Ding nativ mit der Spiegelreflex aufnehme. Sag ich dir, wie es ist, spart man aber so viel Arbeit. Und so viel vor allem nervige Arbeit. Es ist ja noch nicht einmal das. Es dauert ja nicht lang, aber es nervt. Es nervt so hart. Dass mir einfach genervt hat und ich keinen Bock mehr gehabt habe. Das sind einmal diese beiden Dinge. Aber gut. In Zukunft kann ich es eventuell als Webcam hernehmen. Schauen wir mal. Ja, schaut das Battle einfach schärfer aus, schaut einfach besser aus, Belichtung ist einfach besser, ein Spiegelreflex ist auch klar. Ich meine, das ist eine Webcam, was zur verfickten Hölle erwarten wir. Twitch Farming macht das über irgend so ein Programm. Der Flocki hätte das bestimmt besser erklärt. Geht das mit der Spiegelreflex nicht mit einem Raspberry Pi? Dachte ich, hätte da mal ein Tutorial gesehen. Ja, ob ich mir jetzt einen Raspberry Pi kaufe oder irgendwas anderes. Was ist da schon wieder? Batman! Hungerhozefix! Batman, jetzt hätte ich halt auf! Jetzt habe ich gerade vergessen, dass ich Hunger habe, du Affenarsch! Merci dir! Aber Affenarsch! So. Und jetzt erzähle ich euch was, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Fällt mir bei mir selber die letzten Wochen sehr verstärkt auf. Und das ist jetzt sehr interessant, dass einige Leute herin schreiben, sie haben viele Folgen hinten noch und so weiter und so fort und bla bla bla. Und ich sage es jetzt einfach gerade aus, wie es ist. Der Podcast macht nicht mehr so viel Spaß, wie das vor einem Jahr der Fall war. Nicht, weil es Arbeit ist oder weil keine Ahnung was. Es ist einfach immer das Gleiche. Das ist da sitzen, Scheißdreck labern und das war's dann. Und zirkt dann doch einen kleinen Bratenschwanz hinten noch in Mitarbeit und ich erwische mich schon eine ziemlich lange Zeit dabei mittlerweile, dass ich immer wieder da sitze ich meine, das mache alles ich, die anderen zwei sind bloß da, labern in einen Scheißdreck und gehen dann heim. Und schauen wir dann die Folge nochmal an. Und schreibt die Beschreibungstexte aus. Ich setze die Kapitelmarke. Ich rendert das Ding einmal an. Ja, schneiden, rendern, hochladen. Etc. etc. Und so Mitte des Jahres hat es so ein bisschen angefangen so mit so. Oh Gott, wann ist denn fertig? Oh, Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt kommt dann die Sommerpause, dann ist wieder etwas frischer Wind gegebenenfalls da, bla bla bla. Das hat ja kurz angehalten, sage ich dir, was es ist. Es hat kurz angehalten, da habe ich mir dann eben auch dieses Stream Deck, also den Camlink dazu gekauft. War dann um einiges einfacher, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich während des Schneideprozesses, während des Aufbauens, während des Abbauens, während der Folge anschauen, während des ganzen Prozederes mit jeder Faser meines Körpers und meines Gehirns da sitze und mir denke, mach fertig, kommen wir fertig, ja, ich schaue mir die Folgen nicht mehr ganz an selber. Ich lese Kommentare noch, kommentiere aber, also beantworte aber nicht mehr alles und. Und ich glaube, ihr wisst, wo der Hase hinläuft, oder? Ich fürchte, dass die Speziwirtschaft demnächst irgendwann eine längere, nicht abzusehen, wann endende Pause einlegt. So hätte der Flocki auch mal was arbeiten. Nur wenn ich den irgendeine Folge zusammenschneiden lasse, dann weiß ich nicht, kann ich mit dem PC gleich ziehen. Wo kehrt jetzt das drum hin? Was ist das für ein Anleitungsabschnitt da? Blau von unten. Du, Entschuldigung, von unten ist alles blau. Was ist, machen Sachen? Da gehört es ohne geschissen. Wo gehört das ohne geschissen? Das gehört da unten eingeschissen. Aber, Warte mal.
Jetzt muss ich luren. Und ich sage das ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe mir immer geschworen, und ihr wisst das auch, wenn dieser Zustand einmal eintritt, dann tue ich da nicht mit Gewalt weiter. Es ist jetzt noch nicht am Zenit, dass ich sage, oh Gott, aber ich erwische mich des Öfteren die letzten Wochen, jede Woche, um ehrlich zu sein, das ist nicht mehr so viel Spaß. Wenn wir dann zusammensitzen, dann macht es Spaß. Ja, das ist immer so. Aber vorher erwische ich mich oft so mit, ach Gott, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Wieder eine Stunde, vorher alles herrichten, alles aufbauen, abbauen, zusammenhocken, Scheißdreck labern, bla. Und das ist nicht gut. Ja, das werdet ihr früher oder später, werdet es in die Folgen gesponnen. Vielleicht auch noch nicht, keine Ahnung, vielleicht kann ich mich nur einigermaßen zusammenreißen. Ich finde, auch während der Folge ist ja nicht das Problem, sondern einfach das ganze Prozedere, das ganze rundherum. Das ist einfach, oh, schau hier, ja, coole Mechanik. Wie schnell das dieser Form mit ist. Bitte, danke. Der Gürtel sagt, was sagen die anderen zwei dazu? Du, das ist, wenn's hart auf hart kommt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was die anderen zwei dazu sagen. Es ist mein Podcast. Ja, die anderen zwei sind selbstverständlich da auch Teil davon, das ist mir schon klar. Und die werden da auch beteiligt. Das ist immer das Allerwichtigste, etc. etc. Aber wenn ich meine, die ganze Geschichte, das alles aufziehen, Dings, mein Name steht drauf, das etc. etc. Ich entscheide, was damit passiert und so weiter und so fort. Macht's halt nur einmal im Monat an. Es kehrt eine Pause her. Ich sag das, was es ist. Wir beenden den Podcast nicht. Okay? Ich mag allerdings auch nicht sagen, dass er irgendwann wieder. Ich kann noch nicht einmal sagen, wann wir die Pause machen. Ich sage, ich werde mir das jetzt noch eine Zeit lang anschauen. Ich werde sehr gezielt darauf aufpassen, wie ich mich. Ja, fühle ich oder fühle ich nicht? Und. Hey, wir haben mit der Anleitung fertig! Hat eigentlich irgendjemand was gespannt, dass ich da was zusammenstöpselt, Kinder? Kriminalfeier! Zweiter Abschnitt, fertig, 10 an 9 ist, 2 Stunden, reintüdeln. Ich weiß, übrigens, das werden einige schade finden. Sag ich dir, was ist? Das ist mir ja klar. Irgendwo finde ich es auch schade, weil da steckt sehr viel Liebe und mittlerweile sehr viel Arbeit drin. Am Sonntag kommt die 42. Folge. Aber ich hab's heute wieder gespannt. So. Bin wieder da gesessen, das Ding schnell zusammengerendet, aufgeladen, ja, wird schon passen. Dann ist wieder mitten unter dem Video halt der Ton wieder auf einmal 10 Minuten lang und keiner weiß warum. Dann ist die Farbe vom Beutel wieder an. Lauter so Sachen und es nervt einfach nur. Es nervt nur. Ich sitze da, Gott, mach fertig, Ding, schreib irgendeinen Scheiß zusammen, lad auf, passt schon. Und das ist eigentlich nicht, wie ich meine Content-Sachen machen will. Und ich weiß auch nicht, an was das liegt. Ich sag das, es ist halt einfach nichts Neues mehr. Am Anfang war das sehr spaßig. Hier sitzen Plätzchen schmerzen, aber mittlerweile schwierig irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Mir hat auch mehr andere Themen, das ist auch so ein Ding. Ich darf mich viel lieber mal. Wir unterhalten uns viel über Gaming. Haben wir uns heute sehr viel über Gaming unterhalten. Und es ist ja mit den anderen zwei auch immer schwierig. Der eine spielt nur das Nintendo-Spiele, der andere spielt nur LOL. Was soll ich jetzt mit denen labern, Alter? Und ja, es ist Super Mario, okay, nice. Zelda, ja, nice. Ende des Gesprächs. Weißt du, wie man? Einfach einen Podcast immer live machen. Ja, was? Überlegung, aber. Na. So wie bei den ersten Folgen halt irgendein Thema ob von früher oder sonst was. Ja, Mr. Wachser, gib mir welche. Über welche von früher haben wir nicht geredet. Mach halt einen Podcast allein, ein bisschen besoffen. Also, ich darf es hinkriegen. Was tue ich da gerade? Im Prinzip ist das hier nichts anderes wie ein Podcast. Ja. Ich wundere mich immer, wie wir auf eine Woche so viel zum Verzeihen haben. Das ist noch das Nächste, mit dem wir uns mit jeder Woche schwerer. Das ist schnell gegangen. Sag ich dir, was es ist. Das müsste ganz anders aufgezogen werden, auch wenn das auch richtig vorwärts gehen soll. Es müssten da aus einem Podcast mindestens 5, 6, 7 Shorts ausgeschnitten werden, auf alle Plattformen verteilt. Es können Fotos gemacht für sämtliche Plattformen, die können alle bespielt.
Dann, was Gerhard noch gemacht? Dann Gerhard auf alle Fälle ja natürlich jede Woche eine Folge, das ist klar, und zwar auf gut Spotify und YouTube. Das war jetzt wurscht, das ist nicht mehr oder weniger Arbeit. Lauter solche Dinge. Was Gerhard noch gemacht? Ja, das mit dem Ton und mit dem Beutel muss halt immer passen. Ich muss jedes Mal da herin das ganze Setup aufbauen, abbauen. Es ist halt einfach nur nervig. Es ist so, ich weiß es auch nicht. Dann gehören Themen vorbereitet. Es gehören Themen für die Community vorbereitet. Es gehören die Mimis aus dem Mimi-Channel eingeschnitten. Es gehört unerwähnt und so weiter, damit das ins Rollen kommt. Aber, und das ist was, das verstehe ich, das habe ich auch nicht gesehen, sage ich, aber es ist, und jetzt mache ich das doch schon ein paar Jahre lang, alles in allem da. Das zirkt einen Rattenschwanz an, dann wird es richtig ekelhaft für Arbeit. Dann wird's, und das hört sich jetzt alles so lapidar an, das kann auch jeder mal gerne selber ausprobieren. Wäre sehr schnell gespannt so, oh fuck, der fette Trottel aus dem Internet hat doch recht gehabt. Und da bin ich, was einen Podcast betrifft, zu unmotiviert. Die Zeit, die ich da im Podcast einpimmelt, die stecke ich lieber wieder woanders ein. So, was diese YouTube-Geschichte betrifft. So denke ich momentan. Ja? Ich therapiere mich gerade selber mit einer Kamera. Herzlichen Glückwunsch. Erwachsener Mann sitzt am Freitag um 9 Uhr auf die Nacht da, klebt für die Nippelklötze zusammen und unterhält sich mit Text. Schneiden, rendern, hochladen. Richtig. Ja, mehr ist er nicht. Sitzt ihr mal ein wenig hier, ein bisschen Scheißdreck glauben, das kann ich auch. Ja, mach doch dann. Mach doch dann. Mach halt dann endlich. Ich weiß es nicht. Ja. Und wenn du jemanden einstellst zum Schneiden etc., mach noch mehr ein Minus, aber dann müsst ihr das nicht mehr tun. Deswegen muss ich das Ding auch aufbauen, abbauen, bis das Zeug auf die Festplatten gezogen ist. Dann sitze ich schon davor, dann kann ich es gleich selber machen. Das ist, natürlich denkt man da mal drüber nach, stell dir jemanden an oder zu irgendeinen Freiberufler, der es regelt, keine Ahnung. Foxyboy, mach doch mal einen Podcast mit deinen Mods. Wäre sicher überhaupt kein Chaos, ja. Aber die kennen sich teils gut mit Gaming aus. Das ist richtig, aber habt ihr ein Großmembranmikrofon daheim mit einem Headset, nehme ich euch nicht auf, das will keiner hören. Habt ihr anständige Kameras daheim, ohne Bild will ich's nicht haben. Etc., etc., etc. Stefan! Was ist, wenn man andere Gäste kommen? Zum Beispiel mal der Chris vom Trachtmann. Mit dem habe ich schon sehr oft geredet. Es wird der Zeitpunkt kommen, da wird er kommen. Da brauchen wir aber ein bestimmtes Thema, das wir noch abwarten müssen. Der Chris wohnt von mir ungefähr 300 Kilometer weit weg. Der kann nicht jedes Mal da kommen und Dings. Der hat auch kein gescheites Mikrofon daheim. Das ist noch das Nächste. Beim Chris da ich da eine Ausnahme machen, da backelt die eins ein, dem schick ist, hey, nimm das her. Ich schicke dir noch mal zweite Webcam dazu. Die ist auch nicht perfekt, aber die ist besser wie jede eingebaute Handykamera oder sonst irgendwas. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hingepimmelt. Aber wenn du das jede Woche machst, dann kriegst du einen Vogel. Rote Mikro ist da, ein Wölfchen machen wir einfach zur VTuberin. Bestimmtes Ereignis, Marvel-Verfilmung vom Trachtmann. Oh, Springi, da bist du gar nicht so weit weg. Was? Er hat nichts gesagt. Ey, was tun die da eigentlich? Ich richte die ganze Zeit her und labert. Was ist mit mir jetzt der? Wir machen noch mehr eine Raucherpause. So sieht's aus, Freunde der Sonne. Aber vorher pimmelt die jetzt da mal den zweiten Teil von der Anleitung aus, weil das 6er backelt, das verbackelt man mir, Alter. Ob es euch passt oder nicht, ist mir scheißegal. Dafür möchte ich bitte ein Like auf dem Video, Like Battle, bitte, danke. So, bitte, danke, sind wir schon da. So, schauen wir gleich noch, ob wir im neuen Kapitel. Ja, wir brauchen Elektroteile, natürlich, weil ich es gerade aus von der Schachtel. Weißt du es eh. Nummer 4. Wo ist 4? Wo 4, da 4. Haben wir überhaupt schon. Überhaupt alle Teile. Übrigens, danke für die Donations. Ich habe mich gerade nicht bedankt. So nicht. Oh mein Gott, was brauchen wir jetzt für einen verrückten Scheiß? Was ist das wieder? Gottes Willen, was ist das wieder? Weiß kein Mensch. Wir haben einen zusammengeklebt, Finn. Sag dir, was es ist. Da sind wir, da sind wir. Aber vorher holen wir uns was zum Trinken. Braucht man nicht. Reisinger Max, 50 Monate, Alter. Bussi aufs Nussi, merci für den Resub. Habe die Ehre, habe ich was verpasst. Mr. VMG, pass auf, ich halte es nochmal in die Kamera. Extra für die. Wir haben schon ziemlich weit. Wir haben das ganze Stockwerk zusammengeschustert. Schau dir das an. So. Schauen wir gut aus, schauen wir stabil aus. Haben wir eine Küche eingebaut. Markisen haben wir eingebaut. Einen Haufen Elektro haben wir eingebaut. Achtung, Schwenktür. Achtung, Flügeltür. Haben wir eingebaut. Da kommt so eine Küche. Achtung. In die Küche geglotzt, da hängt sogar Gickel drin, Alter.
Und wieder zugeschissen. Und da haben wir auch zugebaut. Beziehungsweise wir haben Balken eingebaut. Easy peasy lemon squeezy. So, vielleicht ein paar Themen zur Community als Abstimmung geben und dann das meistgewählte nehmen und drüber reden. Es ist auch das Thema, das ist jetzt auch gelungen ein bisschen, wenn ich sage, das Thema im Podcast ist ein Problem. Wir fragen uns jedes Mal, oh Gott, ich habe keine Ahnung, über was wir heute schmerzen, dann sitzen wir uns hier und wir labern einfach und es funktioniert jedes Mal. Es ist einfach so, es macht einfach, auf gut Deutsch gesagt, es macht einfach nicht mehr so viel Spaß wie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, wie wir wöchentlich angefangen haben. Es wird so Routine. Und es ist dasselbe mit meinen Videos übrigens. Da hat da auch einfach irgendwann angefangen, so, Alter, ich habe jetzt keinen Bock mehr zum 100.000. Mal dasselbe Scheiß How-To zum Schneiden über irgendeinen Dreck, keine Ahnung. Das ist da bin ich ganz anfällig dafür, wenn Dinge Routine werden, dass ich irgendwann abbiege. Es ist einfach so. Und momentan kommt dieses Gefühl auf, es ist noch nicht so weit, dass wir die Pause, wenn wir überhaupt die Pause machen, vielleicht ändert es sich auch wieder, vielleicht rutsche ich gerade in den Herbstblues und habe einfach generell keinen Bock auf irgendwas, die typische Winterdepression, ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht rede ich auch einfach bloß Scheiße, keine Ahnung, aber ich lasse euch dann schon wissen, falls es wirklich eine längere Pause des Podcasts geben sollte. Jetzt ist das heute ein Muss und das ist einfach nicht mehr so schön. Erfahren, das kommt auch noch dazu. Ja? Das unter Druck sei so, wir müssen diese Woche aufnehmen. Dann musst du jetzt mit 3 erwachsenen Leuten koordinieren. Nicht jeder hat immer Zeit. Immer Zeit. Wir haben zum Beispiel heute Mittag gemacht. Ich bin den ganzen Tag schon nichts anderes da wie. Ich habe heute Vormittag gezeichnet und koloriert. Dann haben wir einen Podcast, habe ich aufgebaut, dann haben wir aufgenommen, dann habe ich ihn abgebaut, dann habe ich die Fotos dafür bearbeitet, ich habe die Folge zusammengeschnitten, alles aufgenommen, die Texte dafür geschrieben, alles fertig gemacht. Dann bin ich weggegangen, habe einen Stream angekündigt für heute. Dann habe ich weiterzeichnet und dann habe ich gespannt, so, oh, mir haut es langsam ein bisschen das Gestell zusammen, ich bin ein wenig alarmiert, weißt du was, fangen wir früher zum Streamen an, weil sonst dreht es mich vom Hocker ab. Ich habe den ganzen Tag, ich habe normalerweise am Freitag frei, ja, da schlafe ich normal auch länger, und dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun wie das hier, oder vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem, keine Ahnung. Mal gucken. Und das, du musst, spielt sicher auch eine Rolle. Ja, ist bei mir auch so. Ja, aber das war bei den Streams war das auch so. Und da ist es nicht so. Natürlich habe ich auch mal einen Tag so mit, oh Gott, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf Streaming, da liege ich auf der Couch liegen oder sonst was. Und dann schalte ich ein und nach einer Sekunde ist das weg. Nach einer Sekunde, sobald ich auf Stream starten gedrückt habe, ist das weg. Beim Streamen. Beim Podcast nicht. Ja, beim Podcast auch, sobald man sich umdrehen und habe ich die in der Bier, so kann ist der Flug, ist Spezi-Wirtschaft, da ist es auch weg. Aber da habe ich dann das hinten noch, oh Gott, jetzt muss zum 1000. Mal. Das bettelt zusammen. Und dann biege ich schon wieder ab und denke mir so, oh Gott, jetzt sitze ich wieder eine Stunde lang umeinander und tue nur Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Und ja. Der G-Side-Champ sagt, es hätte sicher nicht schaden, wenn du ab und zu was anderes siehst als dein, da kann ich nicht hinlesen, weil das Herzl davor ist, aber wahrscheinlich meine Bude von innen. Das stimmt. Ich bin einfach ein Homeoffice-Mensch. Das ist einfach so. Ich verbringe die meiste Zeit vor dem Rechner und da hast du schon nicht ganz unrecht. Aber den inneren Schweinehund überwinden, ich drehe mir jetzt übrigens einmal nebenbei langsam an. Ist das in Ordnung? Und dann machen wir ein kurzes Päuschen und dann bastelt man weiter. Den inneren Schweinehund überwinden, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, mit wieder Sport machen und Ding und natürlich und bla. Natürlich, brauchen wir nicht schmerzen. Da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige, dem es so geht. Und vielleicht schaut das auch gar nicht, dass das vielleicht ihr mal von mir Herz, dass ich auch nur, das ist normal. Mir geht's genauso. Dass ich nicht immer mit einem sehr Grinsen alles tue, was ich tue. Und ich mag das normalerweise. Ich mag ja das daheim in der Bude hocken. Ja, da habe ich nichts dagegen. Da war Corona das Beste, was passieren hat können. Sonst hätte es kein Homeoffice geben. Und dann so mit, hey, Moment mal, ich bin eigentlich 5-mal so effizient im scheiß Homeoffice, kann ich das immer mal. Ja, nicht so gern, ja, aber dann gehe ich einfach. Ja gut, dann kannst du es immer mal. Und seitdem ist das halt so. Das ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht aus der Bude rauskomme. Das ist so krass, das ist jetzt auch nicht. Aber es ist schon teilweise, sitze ich schon tagelang da herin und verlasse das Haus nicht. So, das kommt schon auch vor. Aber das tut mir in der Regel nichts, glaube ich. Weiß jetzt auch nicht. Glaube ich nicht, dass das ist. Spielt vielleicht ein bisschen eine Rolle, ja. Diese Beste. Ich wollte es nicht so dermaßen in die Kamera halten. Tu das weg. Da habe ich mich vertraut. Kruzifix. So. Seltenes Bild, dass man wieder mit einer Zigaretten
Nur in die Freitagsstreams, in die gemütlichen, die dann auf nicht gelistet gesetzt werden, weiterhin. So, beim Streamen sind halt die Leute da, es ist interaktiv. Ja, stimmt, es spielt eine große Rolle, dass ihr da seid. Schaden würde Fitnessstudio nicht. Nein, bevor ich in ein Fitnessstudio gehe, bringe ich mich lieber um. Wenn ich Sport mache, dann bin ich mehr so ich gehe aus und laufe. Das ist mein Ding so. Aber das habe ich das ja auch wie oft 3-mal geschafft, weiß ich nicht. Ich kenne das Problem, war bei mir als selbe, schau, dass du mehr hinausgehst, auch im Alltag. Ja, das haben wir ja schon einmal da und ich weiß, dass es was bringt. Aber das Anfangen ist das Problem. Bist ja keine KI, die das alles immer stumpf immer macht, das ist richtig. Es kann auch jeder gerne mal in einem kreativen Beruf arbeiten und nach 2-3 Jahren kann man, es gibt ja immer auch die Biffen, die sagen so, Büro ist keine Arbeit, etc. etc. Ja. Gibt auch genügend, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, das ist da wie immer lästig, wenn irgendwelche Leute unter richtig große Streamer oder YouTuber schreiben so, was kann der eigentlich, bla bla bla. Gut, ich schreibe dasselbe bei TikTok, aber die kennen wirklich nichts. Aber es ist wieder was anderes. Der Unkrautbahner schreibt, du brauchst einen, der dich mitzieht. Ich hätte sogar jemanden, der es immer wieder versucht und nicht aufhört. Und er gibt tatsächlich auch nicht auf. Ich glaube, dass ich schon 20 Mal gesagt habe, so, nein, halt nicht. Und er hört nicht auf. Da bin ich immer sehr dankbar, weil irgendwann kommt der Tag, wo ich sage, weißt du was? Und jetzt ja. Los geht's. Sind bei mir sogar 2 Probleme, das Anfangen und das Durchhalten. Ja, okay, das Problem kommt auch noch dazu, weil einmal laufen gehe, mit dem ist es halt nicht abgetan. Du müsstest das eigentlich mindestens, wenn du klar anfängst, einmal in der Woche. Ansonsten bin ich aber 2-mal in der Woche gelaufen. Und das hat schon gebracht. Natürlich, wenn du das durchgezogen hast, fühlst du dich gut, es ist mir schon klar. Aber ja, irgendwas als Ausgleich vom PC weg gehört sich vielleicht gesucht, vielleicht ist es auch dieser Ding. Aber mir fuckt ja Streamen und das Zocken und so weiter, fuckt mich ja auch nicht an. Also in keinster Weise. Ich weiß es auch nicht. Ich arbeite im Büro, habe vorher auch auf dem Bau gelernt und gearbeitet, kann nicht mehr zurück wollen. Ich würde nicht mehr zurück wollen, aber anstrengend ist es auf jeden Fall als Büro. Ja, und es ist ja körperlich anstrengend. Aber wenn du da mal auf Dauer im Crunch bist im Büro, dann bist halt du da psychisch kaputt. Nicht körperlich. Körperlich vielleicht auch irgendwann, weil du den ganzen Tag da sitzt, wieder quasi Modo. Naja. Jetzt gehen wir mal eine rauchen. Kinder, jetzt geht's mal bisseln. Wir machen mal kurz die Pause, lass das Video von vorher nachlaufen oder weiterlaufen. Gehen wir mal in die Raucher, gehen wir bisseln, holt euch was zum Trinken, holt euch eine halbe, keine Ahnung, was jetzt. Und dann schließen wir Bauabschnitt 6 ab, damit da mal ein paar Meter gemacht werden. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. So, und wer ihr habt Futter noch, dann hau ich euch einen knockerten Arsch. So schaut's aus. Ja? So sieht's aus, Freunde der Sonne. So, ich stelle jetzt da um. Ihr dürft jetzt mich noch hören. Da haben wir vorher stehen bleiben. Oh, das ist ein schönes Gesicht. Ah, da habe ich einen schönen Batesboard da im Gesicht. Das ist mein Warhammer How to kein Bock. Wer am Anfang nicht gesehen hat. Ich lasse jetzt da einfach weiterlaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin in, wie lange war es vorher? 3 bis 5 Minuten. Bin ich wieder da. Kurzes Päuschen. Schleicht euch. Sehen wir uns gleich wieder. Da ich jetzt gerne einfach mal ein paar Testfotos machen. Eine ganze Zeit lang. Um da ein bisschen reinzukommen, sich trotzdem gewohnen, zum Fühlen, wenn man so will. Was tut Blende eigentlich, was tut Belichtungszeit und macht das was, wie das Quali von die Beutel, blablabla, blubeli. Kennst mit Sicherheit, du machst irgendwelche Sachen, es ist scheißegal was, zeichnen oder Fotos machen da jetzt. Machst dann das 30 Mal und beim 30. Mal stellst du fest, wow, das erste ist voll beschissen, eigentlich kann man noch mehr anfangen. Und diesen Prozess überspringen wir jetzt also ein bisschen, hoffe ich zumindest, indem dass wir einfach mal ausprobieren. Schwarzer Hintergrund, manchmal hingestellt und einfach einmal mit den Einstellungen gespielt und geschaut, was dabei rauskommt und schaut, was man lernt dabei. Keine Ahnung, we will see. Für diese Testshots nehme ich mir eins von meinen etwas neueren Figuren her, da die relativ tief sind. Und ich darf mich gerne damit spielen, wie man Tiefenschärfe hinkriegt. Ich nehme jetzt da einfach mal irgendeinen einen alten Hintergrund von einer Warhammer-Schachtel, da stellen wir das Ding da hin und dann machen wir einfach mal ein paar Fotos. Wir haben sicher professionelle Fotografen dabei, die mir jetzt gerade zuschauen und die vermutlich bei allem, was jetzt gleich kommt, 14 Schlaganfälle kriegen. Hey Alter, ist mir wurscht, Versuch macht klug, irgendwann hat jeder mal angefangen. Ich weiß natürlich, dass das Licht wichtig ist, das kommt jetzt fürs erste Mal von links. Und nachdem ich dann 30, 40 Fotos gemacht habe, präsentiere ich jetzt mal meine Erkenntnisse. Ob das so stimmt, weiß ich selber nicht. Erkenntnis 1.
Fokus lege auf Brust und Gesicht. Blende F ist so niedrig wie es geht, was die größte Tiefenschärfe ermöglicht und das Beutel sehr hell macht. Darum ist der verschwommene Hintergrund sehr schön zu sehen. Problem! Sein Schwertspitzel ganz hervorn und sein Teil vom Backpack hinten ist ebenfalls unscharf. Und das wollen wir nicht. Das heißt für mich, der Schärfebereich ist zu klein und dafür ist einfach der Blendenwert verantwortlich. Erkenntnis 2. An Fokus lege ich diesmal auf das am sich weitesten an der Kamera befindende Objekt, sei Schwertspitzen. Dann drehen wir die Blende nach oben, um den Schärfebereich größer zu machen, damit die ganze Figur von vorn bis hinten scharf ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux rauszufinden, was ist der richtige Wert, dass die Figur scharf ist, der Hintergrund aber nicht. Ich hab mich dann ein bisschen gespielt. Nicht 10 Minuten, sondern ein paar Tage lang immer wieder. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und siehe da, zum ersten Mal in meinem Leben kann ich mir einigermaßen merken, was ISO, Blende und Belichtung in meiner Kamera bedeuten. Und deren, ohne dass ich mir jetzt mal ein Video anschauen muss, wenn ich die Cam rausziehe. Was haben wir jetzt gelernt bei den ersten Testbattle? ISO, Sensorempfindlichkeit. Ab 1600 fangen die Beutel zum Rauschen an. Blende ist gleich Tiefenschärfe. Belichtung, Beutel heller oder dunkler. Ich glaube, das Gefühl für Licht, Kamera und deren Einstellungen ist auf alle Fälle besser geworden und das wollte ich damit bezwecken. Hauptsächlich habe ich allerdings gelernt, dass meine Figuren sternsvoll träge sind und man offensichtlich jetzt Staubkerntel und Haarsäck und mir die vielleicht abstauben sollten, bevor wir ernsthaft Fotos machen. In dem Prozess des Abstaubens nehme ich euch jetzt nicht mit, das glaube ich ist eher mittelmäßig interessant. Was aber ganz interessant ist, dass wir mir zum einen einmal, glaube ich, in der Lage sind, jetzt einigermaßen brauchbare Fotos zu machen, zumindest für einen Laien. Und zweitens, was ich ganz spannend gefunden habe, ist so kleine Szenen zusammenbauen. Sofort gemerkt mit Hintergrund und so weiter und dafür haben wir ein paar Sachen hergekriegt. Zum einen einmal das pinke Licht da, das mir schon die ganze Zeit anstrahlt. Achtung, Flashbang, Flashbang! Amazon zugeschlagen, kostet 30 €. Wen das interessiert, die Hauser sind Beschreibung ein. Kommt Farbe wechseln und damit lässt sich vielleicht ein bisschen Stimmung erzeugen und das Battle ein bisschen interessanter machen. Dann habe ich mir einen schwarzen Hintergrund aus Stoff besorgt. Das ist so ein Fotohintergrund, ich hoffe, der spiegelt nicht zu fein. Außerdem habe ich ein paar alte, gemachte, so Geländesachen, Dinge dabei, die man benutzen kann in alle Richtungen, damit alles ein bisschen unterschiedlich ausschaut. Und ein paar so Hintergründe. Und wie man schon sagt, die spiegeln wie die Hölle, die haben halt nicht matt gedruckt. Sicher kann man sich, weiß ich nicht, vielleicht auch in einer Online-Druckerei irgendwie drucken lassen in matt. Und aus dem bauen wir jetzt halt einfach mal was zusammen. Ich würde fast vorschlagen, einmal aus einer Gruppe von meinen alten Minis und aus einer Gruppe von meinen neuen Minis einfach mal da so eine Szene zusammenbauen. Das labert nicht lang, du fetter Trottel, fang an. Erstmal richte ich meine Graffe her, die ich für meine Szene brauche. Minis, Gelände, Hintergrund. Fokus ist auf dem Sergeant Castus, so heißt die Figur, der ein paar Necrons zerpimmelt. Damit das Beutel ein wenig Tiefe kriegt, schauen die von hinten ein wenig Vierer, links und rechts, sollen später zwar erkennbar sein, aber leicht verschwimmen mit der Tiefenschärfe. Wenn alles richtig steht, der Kamerawinkel passt, das farbige Licht, nicht zu viel, nicht zu wenig leicht, mache ich mal 10, 20 Fotos, die dann erstmal so ausschauen. Als Action-Foto gehört natürlich ein bisschen bearbeitet. Dafür importiere ich es mir erstmal in Lightroom und suche mir das aus, was mir am besten gefällt. Für Instagram brauchen wir ein quadratisches Format. Das ist jetzt fürs Video ein bisschen blöd, aber ist ja wurscht. Und dann gehe ich mir meine Presets durch, nimm, was auf Anhieb brauchbar ausschaut und passe dann selber so lange an, bis mir halt gefällt. Ich korrigiere ein paar Fehler, Fusel und Klarzeug, das nicht hinpasst. Und wenn ich meine, dass ich es dann hab, kommt das dabei raus. Dass ich bei meiner absoluten Ahnungslosigkeit ein einigermaßen passables Battle zusammenkriege, das so ausschaut, habe ich ehrlich gesagt auch nicht können sehen. Aber ganz ehrlich, das klang für mich überall hin und genauso, wo ich es habe. Dass wir jetzt die... Wunderbar, bin ich wieder da. Wer ist noch da? Ist überhaupt irgendjemand da? Keine Ahnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Mein Name ist Birger. Sie sahen einen Videoausschnitt aus How to Kornbock. Wir fahren fort mit ASMR. Zauberhaft. Anwesend, schreibt Leute, so ist recht. So. Deckzeps, Herzzeps, das Mikrofon da, ja, alles ist da, passt. So, ausgeschüttet die Scheiße. Ölleimer. Jetzt wird ein Meter gemacht. Da haben wieder ein Haufen, das. Ein Haufen Glatteile, das ist schon 6. Ja, wird schon passen. WB gehen, wenn das Wölfchen WB schreibt, dann klangt das. Dann klangt ihm das. Dann klangt ihm das. Dann klangt ihm das. So, ich bin jetzt gespannt, was wir jetzt zusammenschustern. Da muss ich muss wahrscheinlich wieder einmal in die Schachtel rein, weil das große Schiffsteil
Das habe ich nicht hier. Das ist ja, die sind aber... Ja, die verteilen wir jetzt da ein bisschen. Seht ihr dann zwar nicht so, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Das sind alles die große Platten. Ist aber irgendwo wurscht. Hoppala. Das schütten wir nicht da hinten. Und wir werfen auch keine Tüten mit Teile drin, schmeißt man nicht weg. Jeder Raver im Alcatraz 1990 ever. Ich geh kurz pissen, bis gleich. Kev, für das war die Pause gerade gewesen. Ich höre nichts und sag nichts. Ja, noch da, einer da. Frische Höhe aufgeschossen und weiterbaut. So schaut's gut aus, Herr Schulkrem Sepp. So ist recht. So, pimmelt mir gar nicht lang umeinander. 4x12, das schaut mir gut an. 4x12 und dann brauchen wir... Ja, jetzt sagen wir, das ist schon ein Haufen Zeug da, das müssen wir jetzt ein bisschen da tun. Weil sonst geht das da durcheinander. Und sehen tue ich wieder gar nichts. Elektroteile, die haben wir da aufzeichnen. Das die haben wir da auf. Oh, ich sehe Weintrauben. Schönes Teil. Ah, hier, Weintrauben. Zauberhaft. So, dann brauchen wir 3 auf 2 dunkelbraun. Kennst du dunkelbraun? Ich kenne dunkelbraun. Dann brauchen wir sogar 4 Mal. 4 Mal. Ja, zusammengeschissenen Schund. Dann wird das wie so und so. Haben wir schon so weit. Da runter haben wir 224. Kam eigentlich schon ziemlich weit. Es hat ja schon ziemlich schön Form angenommen. Und mir gefällt, dass man das da wubbeln kann. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir immer noch nicht die Elektroscheiße ausprobieren können. Am Schluss reise ich jetzt dann. Naja, das müssen wir uns zum Schluss aufheben. Hilft nicht? Nein, Kinder, hilft nicht. Nein, Kinder, das hilft nicht. Da braucht es gar nicht, du überhaupt nicht drinst. So, wo haben wir stehen bleiben überhaupt? Podcast. Ja, wir werden sehen. Ich wollte es bloß einmal so angemerkt haben, dass es einfach, ja, it is what it is. Es macht einfach nicht mehr so viel Spaß, wie das am Anfang war. Und so geht es mir schon eine Zeit lang. Also könnte es passieren, dass der Podcast ein Päuschen einlegt. Ich hoffe, da ist mir keiner böse. Keine böse Möse. Böse. Möses Böschen. Ich glaube, was ist denn da schon wieder passiert eigentlich? Duke! Servus aus Rom. Reisinger Max, habe ich nicht für seinen Resub gedankt. Dankeschön. Servus aus Rom. Was tust du denn um die Jahreszeit in Rom? Das Stani-Touris aus dem Weg gehen, wahrscheinlich. So, wir brauchen einen Vierer. Wo bloß 2 Nippel drauf sind. Ich sehe hier keinen Vierer. Sagt da irgendjemand einen Vierer in beige, der da reinpasst. Ich sehe keinen. Vielleicht soll jetzt da die Backel aufmachen, du ahnungsloser Trottel! Was ist denn mit dir, ey? Grütze, fix nochmal! Jetzt kriegen wir Platzprobleme. Na, Kinder, jetzt wird's eng. Hallo, fei Tütel und fei kleine Einzelteile. Grütze, fix, da sitzen wir noch mehr 1,5 Stunden. Ja, das hilft ja nicht. Das hilft ja nicht, das man sonst. Was tat man sonst? Hab ich eigentlich schon erzählt, dass ich in TFT einen Hyperrank hab? Was ist schon erzählt? Da sehe ich nur absolutes Pro-Gaming, Kinder. Absolutes Pro-Gaming. Nichts anderes möchte ich hören. Klar. Hm. Ob wir es in einem Stream einmal schaffen, dass man einfach mal 2 Minuten nichts sagt und nur in die Storndl umeinander greift? Weiß nicht, Digi. Ich glaube nicht. Bin ich nicht gewohnt. Nein, das bin ich nicht gewohnt. Und was müssen wir da jetzt zusammen? Müssen wir dasselbe Ding jetzt 2-mal bauen, oder was? Dann machen wir das jetzt drauf und dann brauchen wir einen flachen 1x4. Flacher 1x4. Es kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis man das aus den Haufen rauspimmelt. Warum machst du das nicht so, dass du den Podcast einfach bloß einmal im Monat machst? Ja, das war eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das eventuell geht man nach der Pause, wenn man überhaupt eine Pause macht, oder man geht wieder zurück auf alle 2 Wochen. Das war einfach auch, da ist mehr Zeit dazwischen. Jeder von uns arbeitet und ist nicht mehr. Nach einer Woche da passiert zu wenig, dass du was zum Schmerzen hast, so ein bisschen. Hab ich zumindest das Gefühl, also um Gottes Willen, mir schmerzt mir trotzdem jedes Mal über irgendeinen Scheißdreck, da wo ich mich jetzt mal wieder frage, was zur Hölle, oder? Und ich mag halt auch nicht aufhören damit,
weil es einfach ist, ich sehe es halt auch so, jetzt höre ich mehr oder weniger schon mit den Videos auf und jetzt kommt das auch noch, dass vielleicht irgendwann der Eindruck entsteht, oh, hat er generell keinen Bock mehr, der gute Mann? Nein. Also ja, er hat Bock. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber halt, ich bin halt so krass anfällig für, wenn es immer das Gleiche ist. Das ist irgendwann birge ich ab, das habe ich glaube ich auch schon oft erzählt. Wenn es immer das Gleiche ist und dann kommt ja jetzt muss ich dazu und das hat bei mir noch nie funktioniert so, fuck, jetzt muss ich. Und dann birge ich automatisch schon ab. Und wenn es der geilste Scheiß auf der ganzen Welt ist, dann birge ich ab. Weiß es auch nicht. Ja, mal schauen, wie sich's entwickelt. Ich lasse es euch selbstverständlich wissen. Ja, egal. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ja. Macht Sinn. Ich hoffe, da ist uns, also hauptsächlich die anderen zwei, die glaube die fühlen nicht so. Oder die sehen das nicht so. Glaube, keine Ahnung, es hat zumindest noch keiner was gesagt. Dass man mir da nicht sonderlich krass böse ist, weil bevor wir irgendeinen Scheißdreck machen und eigentlich keiner so wirklich Bock hat, machen wir lieber gar nichts und das war schon immer so und dann machen wir lieber eine Pause und dann stellt man die Regelmäßigkeit um oder wie auch immer. Der Bürger hat keinen Bock, der hat einen das stimmt. Ein Helchbock. Helchbock! So, ich suche Platten. Ist das wieder orange? Das ist ja nicht orange. Braun brauche ich. Braune, kleine Platten brauche ich. Braune Platte wo? 4x6. Das ist alles bloß nicht 4x6 da, das ist alles der Krampf. Ich sehe hier keine 4x6 Platten. Ist das jetzt hellbraun oder nicht? Oder da ist 4x6, Birger? Halt doch dein dummes Maul und mach deine brunstbläden Augen auf. Was ist mit dir? Warum ist der Podcast eigentlich nicht auf Audible? Das ist eine gute Frage. Ist Audible nicht kostenpflichtig? Ich höre selber kein Audible. Darum weiß ich es nicht. Aber unser Podcast-Hoster bietet kein Audible zum Hosten an. Darum gehe ich mir schwer davon aus, das ist mit Kosten verbunden. Unsererseits. Und der Shadowwolf schreibt, hey, auch aus Niederösterreich, schöne Grüß zurück aus Niederbayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unsere Lieblingsnachbarn. So, jetzt müssen wir mal schauen, passt das so? Ja, haben wir schon noch gut dabei. Ja, mittlerweile suchen wir uns die Teile nicht mehr aus, sondern wir klippen einfach zusammen, das passt schon. So, jetzt brauchen wir so einen beigen Flachen. Ja. Und dann brauchen wir einen beigen Flachen, der ums Eck geht. Und zwar so. Bin ja gespannt, was das wird da. Schauen wir mal. Warum ist der Podcast nicht auf Napster? Weil Napster benutze ich. Hört nur jemand Musik mit Napster? Es ist ja krass, wie dermaßen unterschiedlich die ganzen Hörer daherkommen. Es ist alles irrelevant, außer Spotify. Jeder hört mit Spotify. Also wirklich. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Quoten ist, aber gefühlt unendlich. Leg schon hin, wir haben da einen Riesendrum Platten geschustert, ohne dass wir es gespannt haben. Okay, haben wir aber Platten geschustert. Okay, die legen wir jetzt da weiter auf. Da kann es ja ungefähr hinkehren. Wissen wir noch nicht. Oder E-Mule. Ja, die guten alten. Habe ich schon mal erzählt, dass wir wegen E-Mule mal gefickt haben? Habe ich das schon mal erzählt? Bitte ab in den Chat. Lasst das mich wissen, dann habe ich nämlich gleich eine gute Geschichte. Habe ich das schon mal erzählt? Meine E-Mule-Geschichte? Habe ich nicht? Weiß ich nicht. Nein, habe ich nicht erzählt, okay. Das ist lang her, ist wirklich lang her. Da war ich Anfang der Internetzeit, keine Ahnung, Anfang der 2000er. Hatte der kleine Bürger, der saß also da und ist natürlich aufgewachsen im Zeitalter von Napster. Kazaa.
LimeWire. Nehme mir ein Nütchen Bayer, Brot, Jürgen, kannst du bitte doppelt so schnell reden? Haben wir in Zweifach-Speed nachgeschaut, seit 8. Bussi. Schön schaut's aus, die Busen zu werden. Ja, okay, ich versuche mich auch zum Strichen. Was ist das? Bayer, mir ist wieder ein Reset. Foxy! Ich bin altmodisch. Ich lade meine Songs runter und höre sie via VLC. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo auf irgendeiner uralten Festplatte, habe ich irgendwo, ungelogen, habe ich irgendwo MP3s. 100%ig. Okay, zurück, Dankeschön an alle. Okay, zurück zur Geschichte. Ich bin natürlich aufgewachsen so mit, jetzt pass mich an, Servus, grüß Gott. Ich bin eine kleine Birger und das ist das Internet und irgendwann kommt natürlich Napster und dann hat man sich in die Musik hinein verliebt und als, wie war ich da, keine Ahnung, 15-Jähriger, der sich mit dem Internet befasst und das generell ganz toll findet und viel zockt und bla bla bla. Ja geil, wie, kann man einfach runterladen. Ja easy, oder? Hat damals zwar noch ewig gedauert, aber scheißegal. Und dann ist der Piratenhut von Klein Birger ist irgendwann immer größer geworden. Der wurde immer größer und so jung wie man ist man auch gerne mal dumm. Irgendwann nach Napster etc. ist dann E-Mule gekommen. Wir haben die anderen geheißen, E-Mule war halt der Größte. Und das Problem an E-Mule und auch an Napster etc. war, ich glaube bei Napster hat man es noch ausschalten können. Bei E-Mule dann nimmer, irgendwie so. Du hast ja gleichzeitig, du hast ja immer einen Ordner gehabt mit deinen oberkleinen Sachen oder generell mit Dateien, das hat ja auch eine Textdatei sein können oder sonst irgendwas. Wo du Dateien zum Download anbieten konntest, automatisch. Also jeder, der E-Mule benutzt, der hat dann aus diesem Ordner im Prinzip halt die Sachen abladen können und hat dann die Sachen von dir abgeladen. Und bei E-Mule war neu, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt pass auf, da wo ich das noch richtig zusammenführen kann. Bei E-Mule war neu, jetzt muss ich kurz schnell überlegen, ich habe einen Scheißball. Bei E-Mule war neu, währenddessen, also du hast es natürlich ausgeschaltet, du warst ja ein kompletter Vollidiot, du hast es ausgeschaltet, dass man Sachen von dir runterlädt, damit du halt nicht gefunden wirst, das ist ja klar. Und noch dazu, damals war das Internet so neu, wer soll die da schon finden, blabldi blubbeldi. Hm? Ja genau. Bei E-Mule war neu, dass währenddessen du was runterlädst, bietest du Teile von der heruntergeladenen Datei schon wieder zum Download an. Das heißt, du bist gar nicht ausgekommen, dass du Sachen zum Download anbietest. Und damals, glaube ich, war es rechtlich irgendwie so geregelt, dass du nicht gefickt wirst für das, dass du was runterlädst. Also, ja, wirst du auch, aber da erwischt dir keiner, da geht keiner nach. Das waren so viele Leute damals, das war völlig utopisch, da rechtlich irgendwie dagegen anzugehen und wenn, dann lösche ich die Dateien und sage, fuck you. Du kannst nicht einfach auf Verdacht oder herkommen und meinen PC beschlagen, das ist ein Vollschlag. Aber für das Anbieten der Uploads, beziehungsweise das Anbieten der Downloads für andere, sehr wohl. Und irgendwann ist da so ein Brief im Briefkasten drin. Und ein kleiner Bürger nimmt sich so diesen Brief und schaut den so an. Und dann ist es ein Brief von einer Rechtsanwaltskanzlei. Ich hoffe, ich kann es so genauso wiedergeben. Ich muss gerade das in meinem Kopf ein bisschen rekonstruieren. Jetzt muss ich kurz schauen. Aufkleber Nummer 24, der da unten. Ich tue gerade Aufkleber verkleben übrigens. Ja, sind wir gerade wieder Holzplanken pickel. Und dann ist ein Schreiben von einer Anwaltskanzlei drin, die mir irgendwas erzählt, so von wegen, Urheberrechts, bla, irgendwas, Download, Scheiß und Klum. Da habe ich jetzt gelacht und gesagt, ja. Okay, jetzt auf, lösch alles, bla bla bla, passt schon, da kannst du mir überhaupt nichts nachweisen, fuck you. Und dann lese ich so weiter und lese dann sozusagen Seite 2. Und dann steht da eine exakte Auflistung. Ja genau, erst einmal noch steht dann drin, hier Schadenssatz und Klageding und was weiß ich. Utopischer Betrag, 20.000 Euro, 30.000 Euro, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt 400 Euro, glaube ich, waren's. Und 400 Euro für einen 15-Jährigen ist utopisch. Ist auch jetzt noch viel Geld, brauchen wir nicht schmerzen, aber es ist nicht mehr so viel wie 15, okay? Und
wenn du jetzt aber 400 € oder so zahlst, dann wird von der Klage abgesehen. Aber ich denke, ja, ihr könnt mir am Arsch lecken, ihr Wichser, fuck you. Und dann schaue ich auf Seite 2. Schau so auf Seite 2 und dann steht da eine exakte Auflistung von allen meinen angebotenen Downloads, die ich halt tatsächlich auch runtergeladen habe. Das war damals irgendein Rome Total War Spui, runtergeladen. Mit wann, wie oft, wer es runtergeladen hat und was weiß ich, und dann ist mir anders geworden. Dann habe ich gedacht so, oh, okay. Und dann habe ich gedacht, Mama, ich weiß nicht, was ich erklärt habe, was ich da tue. Auf alle Fälle haben wir das dann gezahlt und da war Ruhe. Und dann habe ich erst mal eine Zeit lang nichts mehr geladen. Da war Schluss. Da war die Piratenkarriere war rapide beendet und ich denke, nein, das tun wir nicht nochmal. Das ist nix. Also ich hab meine Hose geschissen, Alter, ich war 15. Und hab mir gedacht so, nein, das tun wir nicht mehr. Das ist eine schlechte Idee. Schlechte Idee, das ist nichts für mich. Bitte lassen Sie mich zufrieden. Auf Wiedersehen. Und drum gibt es heute VPNs, das ist richtig. Was? Was ist ein VPN? Keine Ahnung. Für das machen doch alle YouTuber-Bewerber. Schau hier, was wir gebaut haben! Eine Klappe haben wir gebaut. Ich weiß nicht, für was die Klappe ist. Aber sie geht ziemlich genau zu und sie schnappt da wieder Eis ein bisschen. Ja, damit das da nicht so umeinander pimmelt. Sehr schön. Ich glaube, es ist eine Falltür. Ja, Falltür, sehr gut. Da haben wir. Bauschritt 238. Deswegen immer bei einem Späßel in seinem WLAN oberklauen. Damit sie dann den ficken, weil der sagt bestimmt nicht, dass es du warst. Bin mir sicher. Freunde sind immer loyal, sobald es zum Anwalt geht. Immer. Das ist eine große, wichtige Erkenntnis. 6 mal 12, 6, ja, wird schon passen. Wird sich schon hingehen. Du, das wird sich eben schon hingehen. Oh, jetzt Zahnklebt. Mama, ich hab Kaka gemacht. Ja, ich glaube, ich hab's ja sogar erklärt, was ich da tue und Ding und Zeug und Klump. Kann auch sein, dass ich der Mama mal ein Queen-Album runtergeladen habe oder keine Ahnung was. Die hat halt auch gesagt, ja, du Volltrottel. Lass das bleiben. Lass das bleiben. Kinder, die Piraterie ist nichts. Kein sehr lukratives Geschäft. Ist das 14? 2, 4, 6, 8, 10, nein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja, tatsächlich. Das ist ja total falsch zusammengestipselt, Birger. Was tust du denn wieder? Ich muss mir eine Platte bauen. Eine Platte. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Weiß es nicht. 1 mit 12. Ist das auch 12? Das ist 12. Und der muss jetzt, ich muss das einmal richtig hindern, weil ich mir überhaupt keinen Stecker mehr auskenne. Der muss wie viel Nippel überstehen? 5. 5 Nippel überstehen. Dann ist aber da wieder so ein Gap drin, der mir nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir noch einen zweiten sehen, langer Teufel, passt. Da hat dann bei uns nichts mehr gefeit, schreibt der Tobi. Und später dann über den YouTube-Konverter, den muss ich aber geladen, da hat dann bei uns nichts mehr gefeit. Aber einen Spätzl haben sie mal zahlen lassen. Ich glaube, also, ich weiß ja nicht, das heißt, es gibt ja immer noch YouTube-Konverter. Das tut ja keiner mehr. Zu Zeiten, das ist immer so ein. Wann hat Netflix angefangen? Ja, es gibt ja die Filmoberladerei, Kino.to, der ganze Scheiß, die ganze Raubkopiererei von den Filmen und so weiter. Das war ja eine Zeit lang so einfach, dass das jeder Kinder hat. Also in meinem Bekannten, ich sag das, wie es ist, jeder einzelne, die ahnungslose von PC und Internet, ahnungslosesten Leute, die umeinander pimmelt haben gewusst, was Kino.to ist. Und haben sie da Filme anschauen können. Und ein Teil auch runterladen und was weiß ich. Ja, das ist ja alles Jahre her. Und dann kam Netflix. Und um die Piraterie von Filmen, Spielen und so weiter Herr zu werden, hat nur ein Service kommen müssen wie Netflix, der besser ist als die Filmoberladerei in irgendwelcher Kackqualität und was weiß ich, zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Und darum ist Netflix also groß. Aber Netflix ist halt riesengroß, sodass jetzt jeder andere, und das kriegt ja jeder mit, also wirklich jeder andere, größere Dienst da was abhaben will vom Kuchen.
Und Amazon Prime, Netflix, HBO, Disney Plus, Sky, keine Ahnung, zähl sie auf, es gibt sie noch und nöcher. Und ihr wisst es. Jetzt muss ich ein wenig aufpassen, weil ich glaube, ich baue schon wieder irgendeinen Scheißdreck zusammen, der überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Ja, passt schon. Passt schon, glaube ich. Und auf einmal war es ein bisschen vorbei mit dem Rumpiratisieren, weil es war einfach ein geiler Service und Netflix ist ja generell servicetechnisch immer noch geil. Du schaltest TV on Demand. Ja? Ich schaue, was ich will, wann ich will. Willkommen in der Zukunft, so quasi. Fick einmal die und dein scheiß Fernsehen, wo alle 5 Sekunden Werbung läuft, was jetzt auf YouTube ja langsam kommt, hier Anti-Ad-Blocker etc. Können wir uns gerne auch noch drüber unterhalten, das ist auch so ein Thema, da wo es eigentlich zum Ausflippen wird. Und siehe da, Netflix, riesengroß, geil. Ja, jetzt möchte jeder was von seinem Kuchen. Und ich sag das, wie es ist. Du musst, wie viel scheiß Abos brauche ich denn mittlerweile, dass ich mir die meisten guten Sachen anschauen kann. Ich möchte es ehrlich gesagt überhaupt gar nicht wissen, wie viel ich brauche. Und langsam aber sicher, ich weiß nicht, ob es da mehrere Leute so geht, mir geht es auf alle Fälle so, ich bin vielleicht hört man es auch aus dem Podcast aus, ich bin doch immer relativ sehr kritisch mit neuen Filmen etc. und sage jetzt meistens schon, bevor sie überhaupt raus sind, mir wird ja nur noch, also wirklich nur noch Scheißdreck hingeschissen. Es ist ja nur noch Scheißrotze, die produziert wird. Es ist unfassbar. Also unfassbar, eigentlich. Muss ich kurz einen Kontrollblick machen, ob ich da alles habe. Kurzer Kontrollblick. Du brauchst einen Abo-Manager für deine Abos. Ja, genau. Das ist so, das sage ich dir, was ist. Das ist das nächste große Ding, weil die Leute jetzt wieder anfangen mit der Rumpiraterisiererei. Ich garantiere es dir. Ich garantiere es dir. Weil das ein absoluter Witz ist, was das alles für eine Scheiße ist. Netflix ist nur noch Schrott. Zitronenbaum, merci dir, bevor der Richard im Chat verzweifelt. Kann es sein, dass du 232 vergessen hast? Ich gucke. Richie? Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte pressen Sie so viele Fs für den Richard im Chat, wie nur gerade irgendwie geht. Er hat den 1x1 brauner Mini-Nippelklotz bemerkt, dass ich den da vergessen habe. An dieser Stelle. Ich weiß nicht, wenigstens einer passt auf. Wenigstens einer. Richard, da kriegst du von mir diesen hier. Und der Zitronenbaum zückt seinen Euro wieder zurück. Bloß weil ich jetzt blöd zum Chat lesen bin. Aber ich tue halt auch nebenher, weißt du das eh. Man, ihr seht es ja. Ne? Richard, nur für dich. Nur für dich ist der kleine braune Nippel da, wo er hingeht. Ne? Hätten wir uns später wieder gewundert. Okay? So. Schick sehen. Respekt. Respekt. Schick sehen. Schick sehen. So, jetzt sind wir wieder bei den Orangen drüben. Da haben wir. Den müssen wir da ein bisschen rein. Das kriegen wir hin. Und dann brauchen wir einen braunen Dreier mit 2 Nippel. Das macht eigentlich irgendwie keinen so einen großen Sinn. Aber it is what it is. It is what it is. Ja, und dann brauchen wir den mit 2 Nippel vorn dran. Und der steht jetzt vorn über. Das ist das Ding. Und das brauchen wir mir 2-mal. Bin jetzt gespannt, wie das dann da drauf passt. 1 bahnfrei passt das da vorne drauf. So schaut's aus. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Und, nein, den brauchen wir nicht. Brauchen wir. Machen wir so. Ein Blick für Nippel. Flip Nasenmann, da hast du absolut recht. Absolutes Nippel-Pro-Gaming. Nippel-Pro-Gaming. Machen wir so. Das schaut auch gut aus, Und dann brauchen wir noch den braunen mit den 2 Nippler um. Ja. So.
Ja. Oder wegen. Ist eine Ding da, oder ein bisschen Schlagseite, das birgt es ein wenig, aber das werden wir schon. Hoppala, nicht auseinanderbrechen, Bürger. Nicht auseinanderbrechen. Sauber zusammenklebt. Sauber zusammenklebt! Mir nichts passiert! So, wo sind wir? Da rund sind wir. Die ganzen orangen Trümmer werden jetzt zusammengeschissen. So, wo haben wir stehen geblieben? Warum nicht zweibahnfrei? Das ist eine berechtigte Frage. Berechtigte Frage, warum nicht zweibahnfrei? Die zweite Bahn ist teuer. Und unpünktlich ist sie obendrein. So, oder dazwischen feit wieder drum. So einen orangen Vierer. Dann haben wir doch gerade irgendwo hingeschoben. Den habe ich doch gerade in der Bratzen gehabt. Da ist er. So, dann haben wir da Kristall. Ja, das schaut fast aus wie ein. Geht das so? Da zwei. Verstehe nicht. Geht nicht so. Oh, der Richard hat jetzt gesehen. Der Richard hat jetzt gesehen. Ja, das ist der Unterschied übrigens zwischen Pro- und Backseat Gaming, meine sehr verehrten Damen und Herren. Richard, haben wir wieder eine Lehrstunde in Pro Gaming gekriegt heute. Ja, wer das mitkriegt, der passt auf, der ist bei der Sache. Und lässt sich nicht anlenken. So schaut's aus. Ich find's krass, dass du das gesehen hast. Wie der, schaust du mir bei jedem. Ich verstehe es ja, wie viele Leute lassen das nebenbei laufen? Mache ich ja oft, mache ich eigentlich den ganzen Tag. Bei mir läuft YouTube nebenbei den ganzen Tag. Laufen ja einige Podcasts und einiges Zeug. Wieder mal was in die Kamera halten, was wir jetzt bauen haben. Schaut so ein bisschen nach Zaun aus. Da haben sie ja schönen sogar. So, wo haben wir stehen geblieben? Jede einzelne Influencerin macht Werbung dafür. Die Werbung davor ist schon wieder so zum Saugrausen. Was für Werbung, Tobi? Von was? Und Captain Marvel war schon so zum Saugrausen. Das einzige Gute an dem war das Katzenviech. Ich habe Miss Marvel gar nicht fertig geschaut und ich habe jetzt schon wieder gelesen, dass The Marvels eine absolute Todesgrütze sein soll. Und da wundert mich gar nichts. Und wenn ich jetzt schon wieder lese, sie wollen die alten Helden zurückbringen, weil bloß noch alles am Bauhobby geht bei Marvel. Ja, das wird es nicht ausreißen. Sagt euch, was ist, das wird es nicht rausreißen. Das wird es nicht rausreißen, Marvel. Da ist zu viel Scheiße passiert. Also ganz ehrlich, ich finde eigentlich fast alle Serien schlecht. Den Loki habe ich nicht gesehen. Was She-Hulk jetzt so in, das weiß keine alte Sau. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Absolute Scheißgrütze. Kannst du dir nicht anschauen. Was haben wir noch? Tor 4. Absolute Todesscheiße. Kannst du dir nicht anschauen. Ich habe nicht fertig schauen können vor lauter Fremdschäme und wir kommen einen coolen Charakter so verscheißen, dass er bloß noch eine peinliche Lachnummern-Scheiße ist. Was soll das, Marvel? Warum? Wer macht das? Wer sagt, ich glaube, das ist eine gute Idee? Ich meine, ich kann auch keine besseren Geschichten schreiben. Ja, brauchen wir nicht schmerzen. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder Kaka gemacht. Da können 2 auf. Da können sogar 3 auf. Warte mal. Da wieder aus, oder? Oh. Zweimal brauchen wir diese so. Wenn wir, jetzt muss ich kurz Obacht geben. Bürger, gib ihm Obacht. Bürger, bitte Obacht geben. Irgendwo muss noch so ein Runder sein. Irgendwo, den müssen wir 2-mal bauen da. 2-mal 8-mal 2-mal. 1, 2. Und dann müssen die braunen Dinge sie so verbinden. Ja, seit Endgame ist Marvel eigentlich tot. Das sehe ich sehr ähnlich. Das ist wirklich sehr ähnlich. Trotzdem muss man so ehrlich sein, ich bin Spider-Man-Fanboy so ein bisschen. Darum gefällt mir No Way Home ganz gut, wo die alten Spider-Mans drin sind. Vor allem, mir gefällt vor allem der Amazing Spider-Man ganz gut, weil es endlich einmal der arrogante, coole Peter Parker ist und nicht immer dieser kleine Volltrottel, der auch seine Daseinsberechtigung hat. So ist das nicht. Mir geht der Storndl an! Wo ist der Storndl? Das Runde! Wo ist das Runde? Warte, ich muss suchen.
Ich gehe Storn los. Sag ich, was ist? Ich sehe das braune Runde nicht. Außer ich halte jetzt mein Arschloch in den Spiegel, dann vielleicht schon. Das bei Tor 4 war bestimmt der Diversity-Beauftragte. Ja, war er. Sag ich, was ist? Also das, wie gesagt, nichts gegen Schwule. Aber in Tor 4, schwuler wird's nicht. Also schlimmer und schwuler wird's nicht. Wird sie zum Tor? Ich glaube, dass ich einen Brechreizanfall kriege. Hier ist halt bei den anderen Steinl jetzt. Warte mal, wir haben doch. Fuck, ich finde. Jetzt haben wir. Jetzt geht. Ich sag das, was ist jetzt? Geht der Stab. Da hinten ist er! Alter, der ist so schräg kling, dass er so krass spiegelt. Was haben wir mir da zusammengebaut, Alter? Wir haben total einen Cast zusammengebaut. Hä? Was bauen die da für einen Scheiß zusammen? Ich brauche überhaupt keinen runden Brauner mehr. Was machst denn du, Bier? Du laberst wieder so viel Mist, dass die kann Stecken nicht ausgehen. Was machen Sachen denn? So, jetzt sind wir beieinander. Jetzt schaut das aus wie das da hier unten. So, und jetzt kommt 2 mehr Platten oben auf. So, Platte 1, Platte 2. Also geht jetzt die, geht schon auf, passt schon. So, das Ding habe ich die ganze Zeit schon in der Reißen. Und das kommt umdrehen auf. Was er immer es macht, wir wissen es nicht. Okay. So. Und das. Jetzt haben wir das. Okay, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir das andere runde Ding. Kommt da auf. Und da kommt das auf. So, jetzt sind wir bei 2,52. Richard, du darfst aufpassen, ich verlasse mich auf die. Was ist da? Aber sie ist ja Dr. Jane. Jetzt hab ich schon verstanden. Ja, war auf alle Fälle nicht cool. Hab ich nicht fertig schauen können. Und was ganz geil war, weiß ich, mir hat mit Sicherheit auch jemand in den Chat geschrieben, weil da bin ich mit Sicherheit nicht alleine, der den gut findet. Der dritte Guardians of the Galaxy. Wo auch klar ist, okay, ich mag nicht spoilern. Aber wo klar ist, wo der Hase hinläuft. So, das gehört jetzt zusammenpimmelt da, oder was? Soll ich das rieren, oder wie läuft das? Ich weiß es nicht. Was haben wir mit der Bau? Eine kleine Handgranaten, oder was? Keine Ahnung. Kommt auf die Habenseite. Auf die Habenseite, Kinder. So, wir nähern uns dem Bauabschnitt. Ja, Ende noch nicht ganz, aber es geht so in die Richtung. In Richtung Ende. Wenn wir das da sehen, dann brauchen wir 2 Einser mit einem Henkel. Gibst du mir einen Henkel? Hast du einen Henkel? Hast du einen Henkel für mich, bitte? Henkel, ja, 2 Henkel. Und dann haben wir noch das Ding da. So. Müssen wir wieder Klarfuselzeug zusammenstöpseln, damit nichts passiert. Also, kommt da der Henkel auf. Warum kommt denn der? Okay. Geht der da einer? Okay. Ach, das kann sie dann drehen. Okay. Mal falsch auf da. Haben wir da, das sind wahrscheinlich so zum Zusammenstöpseln. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir das Ding. Wo gehört das hin? Ach, ja, das ist gar kein Zaun oder Glander. Es ist. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Please tell me, what is it? Can it roll? Oh, it can roll. Look at this. It can roll a lot. So ein roll a lot. Und sogar mit ein bisschen Widerstand. Also es ist nicht vollkommen Ding gemacht. Da haben sie sich was ausgedacht. Da haben sich die Herren vom Nippelklötzes Head etwas ausgedacht. Aber wir haben ja immer noch lange nicht fertig. Es sind nämlich 100.000 kleine Pimmelteile. So wie ich die Star Wars Filme, die von dem George, so macht man starke weibliche Charaktere. Du weißt, was für mich eines der jüngsten Beispiele, das mir jetzt auf Anhieb einfällt, beste Beispiel für einen starken Frauencharakter, den ich eigentlich, wenn man mir
gnadenlose, absichtliche Anti-Wokeness vorwirft, den ich richtig hart feiert, weil er richtig gut geschrieben ist, richtig gut nachvollziehbar geschrieben ist und ein richtig cooler, nicht übertrieben zaubert's krasser Charakter ist. Zwei aus Arcane. Was ist Arcane? Das ist die, ich nenne es einfach mal Spieleverfilmung in Form einer Serie von League of Legends. Jemand gesehen? Heiliges Kanonenrohr Batman ist diese Serie gut. Bist du gelähmt, Alter? Ich kann nachvollziehen, warum Jinx nicht ganz dicht ist. Ich finde, es gibt eine Kampfszene auf YouTube, die habe ich gerade erst einem Kumpel empfohlen. Gestern auf die Nacht oder vorgestern auf die Nacht. Der hat es nicht kennt. Dann habe ich gesagt, bist du behindert? Warte, ich suche was aus, damit ich die anfixen kann. Dann habe ich ihm die Kampfszene von der Vi und vom Jace geschickt. Wo sie runterkommt aus dem Nix. Die Serie hat einen Artstyle, der ist so unique und so einzigartig und so gut. Das habe ich so noch nie gesehen. Irgendwo. Wir haben jetzt da übrigens ein Rad dran, an dem kann man aber leider nicht drehen. Also das übertragt sich nicht auf diese Rolle da. Und was das da so soll, ich kann es nicht so richtig identifizieren, was das darstellen soll. Um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Also eine Sperre auf alle Fälle, dass man es nicht übertragen kann. Aber da kann man dran. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was das ist. Kannst du das uns auch kurz zeigen? Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich Inhalte von Netflix-Filmen herzeigen kann. Die dauert lang, die dauert 2 Minuten. Einfach nach Arcane. Wie schreibt man das? Wenn ich Englisch kann, ist ja keine Tragik nicht. A-R-C-A-N-E. Arcane mit C. Und da müsst ihr Fighting Scene. Und dann schreibst du vielleicht dazu V und Jace. V-I und J A-Y-C-E. Soundtrack, Artstyle. Dann, wenn sie einer kommt, da oben rutscht, mit ihren, die hat zwar so, ihre Waffen sind zwar so Steampunk, Hextech-Handschuhe, und dem anderen die Fresse verprügelt. Und der Jace mit seinem Hextech-Hammer-Schießding rummal. Der Soundtrack dazu, die Animation dazu, wie wuchtig, schnell und Dinge, die anschauen und anfühlen und keine Ahnung. It's a fucking masterpiece. Und dazu noch eine richtig gute Geschichte in einem richtig guten Universum, die sie von LOL, und ich kenne LOL und ich hasse LOL, so niemals erwartet. Niemals. Sag ich dir, was es ist. Das war für mich eins der Serien-Highlights, unerwarteterweise seit sehr langer Zeit, und ist es immer noch. Und Vi, ja, es ist jetzt kein Spoiler in dem Sinn, Vi ist eine typische pinkhaarige mit Undercut, sie ist lesbisch und sie ist super cool und so. Jetzt ist mein Chat wieder kaputt. Na, jetzt geht er wieder. Und so weiter. Und es ist einfach egal. Es ist einfach egal, weil es ein unfassbar guter Charakter ist, dem ich glaube, was sie erzählt kriegt und was sie tut, wie sie handelt, wie sie ist, etc. Tja, so kann man es auch machen. Oder man macht einfach wie in Star Wars Rey, die 4 Sekunden in ihrem Leben, Lichtschwert, hey, ich mach einen sprichwörtlich den Nachkommen vom Vader im ersten Kampf fertig, wo ich jemals ein Lichtschwert in den kann. Halt dein Maul! Der Palpatine ist irgendwie zurückgekehrt. Kim, halt dein Maul! Wer schreibt denn das? Ein 4-jähriges Kindergartenkind! Und ihr habt, nicht bloß ihr, sondern auch ich, hab gemeint, dass der Indiana Jones von 2008 die Vergewaltigung des Todes war. Ja, nein, war's nicht. So rückwirkend betrachtend auf den neuen Indiana Jones war gar nicht so schlimm. Ja, war gar nicht so tragisch im Nachhinein, muss ich sagen. Da brauchen wir Elektroteile.
Du scheinst bei 253 was vergessen zu haben. Aussist. Nein, aber nicht. Nein, ich glaube nicht, weil sonst hat die Rolle nicht funktionieren. Das Ding ist drin, sonst hätte ich es nicht aufhängen können. Das ist 253. Muss schon passen. Das haben wir. Die 2 Dinger haben wir dran. Ah, muss schon passen. Ich glaube, das passt. Da haben wir nichts vergessen, haben wir auch nichts vergessen. Nein, ich glaube nicht, dass wir was vergessen haben. Nein, glaube nicht. Nein. Ich bin zuversichtlich. Sieht gut aus. Zurück zu den Elektroteilen. Oh, da ist wieder so eine Schaltplatine. Was heißt Schaltplatine? Das ist einfach nur ein Stecker. Das brauchen wir noch nicht und das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die. Ja, genau. Das, was wir da haben. Oder? Ist da noch mehr dabei? Auch wieder. Moni hat sich was verwurstelt. Da müssen wir kurz mal auseinander wursteln. 253 schreibt jemand. Das war 253. Da ist 253. Weit nix. Hab beide Teile. Müsste schon passen. Der kleine Runde auf dem großen Runden vom 253 fehlt. Was? Fick die Scheiße, Mann, das stimmt. Verfickte Scheiße, Mann, es stimmt. Wer war denn das? War das wieder der Richard? Ich komm schon mit dem. Mir einen Autisten herin. Hol mir einen Autisten, das gibt's ja nicht! Sag mal! Vielleicht bin aber ich der Autist. Wieso kriege ich jetzt das da nicht gescheit eine? Dann müssen wir noch zurück zu 253 gehen. Erst gehört das Ding an. Und dann gehört das Ding eingesteckt. Okay. This was my mistake. I'm sorry. I'm sorry. Der Lindner schleicht sich jetzt ins Bett. Herr Lindner, schlafen's gut. Allzu lang sind wir auch nicht mehr da. Tun Sie sich nicht hinunter. Ansonsten grüße ich in den Nachschau-Squad. Wobei ich natürlich verstehen kann, ob jetzt der Lego-Stream im Nachschau-Squad so massiv ankommt, ist jetzt die Frage. Darum stehen die. Übrigens, Press 8-fach F. Da meine ich, kickt wieder irgendein. Jetzt, was ist denn diese. Haben wir es jetzt auseinandergefriemelt, ja? Und das brauchen wir zurück. Machen wir wieder zu. Und das lange drum da. Nein, nicht das in meiner Hose. Oh Gott. Geht jetzt da so und eingespackst. Und dann geht das Kabel. Ich weiß jetzt nicht, was man das sagen soll. Ja, geht halt einfach da so vorbeigeführt. Gut, so lassen wir es dabei da einmal liegen. Es wäre geil, wenn dieser elektrische, weiß ich nicht, was ist denn das? Ich kann es nicht identifizieren, was es sein soll. Werden wir herausfinden. So, dann müssen wir gar nicht Verkleidung bauen. Haben wir mit das Ding. Und diesen komischen abgewinkelten Stor, den habe ich vorher schon mal in der Reißen gehabt. Da haben wir sogar zweimal. Machen wir jetzt diesen hier und diesen hier und diesen hier. Dann ein wenig eine Verkleidung bauen, damit man das Kabel nicht so stark sieht, habe ich den Eindruck. Dann brauchen wir einmal 2x6. 2x6 wo? 2x6 wo? 2x6 wo? Der muss nicht flach. 2x6 habe ich schon, ich brauche 2x6 flach. Bier, du Trottel. Bier, du Trottel! So, da gehen wir jetzt ein bisschen Spannung geben. Damit nichts passiert. So, KB ist eingezwickt. So. Da unten, da ist auch wieder so. Da schau hin. Schau hin. Ich riech's. Ich kann es riechen. Da haben zwei Stifte. Dann so Kontaktstifte. Und ich habe den Eindruck, wenn wir später da, kann man da ein Tier auf und zu machen und dann geht's Licht aus. Nein. Das ist ja cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Ja, Funktion, wunderschön. Zauberhaft, wunderbar. Ja. 2x6.
Dann so ein Drum mit einer Schiene. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt warte mal. Was und da soll ich jetzt das Zeug durchpimmeln? Habt ihr einen Vollschlag, Leute? Soll das denn gehen? Okay, da haben 2 Einser. Jetzt warte mal. Bitte warten Sie einmal ab. Was ist hier los? Ich muss gucken. Da soll jetzt. Und dann Claudia! Claudia! Du bist die Einzige, die mir Leben tut. Und Jacqueline auch! Kennt das noch jemand? Oh God, please kill me. And everybody around me. Claudia, danke für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Ein neues Mitglied. Küsschen auf das Nüsschen und auf die Bandscheiben auch. Hab leider keine Tröte. Dafür einen Riesenschlauch. Was? Nein, ich weiß nicht, ob die Frau minderjährig ist oder nicht. Oh. Bürger ab in den Knast mit dir. So. Durchpfrimmelt. Scheiß an. Sauers Kai verlegt. Elektromeister ist mir schon sicher. Brauchst du mich nicht hin und tun. So. Ein Vierer mit Nippel. Ein Vierer glatt. Jetzt habe ich schon wieder zusammengesteckt, obwohl man es gar nicht zusammenstecken muss. Ah, Kinder, das ist der Endspurt. Kinder, das ist der Endspurt. Endspurt. Das muss ich tatsächlich auch ein bisschen schauen, dass ich die Anleitung da ein wenig alleine tue, damit der Richard was zum Schauen hat, wenn ich wieder irgendeinen Scheißdreck mache. Ja? So nicht. Sag's noch. Birger, so nicht. Dieses amateurhafte Nippelstäbseln. Wirklich eine Frevelei. Übrigens, ab in den Chat habe ich die Ehre, Claudia, wenn ihr mitmacht, Nippelklötze ahnungsloser. Wieso braucht man jetzt den Schiffsrumpf, Alter? Wo ist denn der wieder? Muss jetzt wieder in eine Schachtel rein? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Haben wir schon, tu dich nicht an. Tu dich halt nicht an. Haben wir nicht mehr fähig. Oder nicht mehr fähig. Du, wir haben nicht mehr fähig. Jetzt beißen sie ihm auf. So. Zauberhaft. Ja. So, Schiff halt zusammengeklebt. Und siehst du, jetzt haben wir da oben auf die Habenseite. Ich muss mal mein Mikrofon da winkeln. Ich fahrt das ganze Zeit im Board aneinander. Das ist nix. Ich habe jetzt die Scene of Arcane gerade angeschaut und den Hammer-Typen zum Schluss ist ja voll OP. Der Hammer-Typ ist der Jace. Den gibt es auch im Spiel. Also, es ist auch einer von den Hauptcharaktere. Es spielen da mehrere Handlungsstränge gleichzeitig. Und ja, mehr mag ich schon gar nicht sagen. Ich kann es nur empfehlen, wenn du Bock auf eine geil animierte Serie mit einer coolen Story hast, schau dir Arcane auf Netflix an. Absolut geil und mit Abstand die beste Spielverfilmung sowieso, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Und wenn ihr da schon dabei seid, könnt ihr euch übrigens auch auf Netflix, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber ich glaube schon, weil es eine Netflix-Produktion ist, glaube ich. Und zwar, jetzt muss ich schnell mal was schauen, warte mal. Wie so heftig Verkehr darum aufgepickt. Cyberpunk Edge Runners. Ebenfalls grandiose Serie. So beschissen wie das Spiel bei Release war. Die Serie hat nochmal ein paar Spieler reingeholt. Im Übrigen. Hat die jemand gesehen? Starke Nummer. Kannst du sagen, was du willst. War auch sehr cool. Und sehr kurzweilig. Ist auch nicht recht lang, muss man auch dazu sagen. Ist nicht recht lang, aber ist ja wurscht. Ja, wenn ich mache, danke für den Tipp. Ja, und das Allerwichtigste, das hat mich nämlich auch abgeschreckt zuerst, wo ich mir zuerst denkt habe, so, oh Gott im Himmel, Alter, ich weiß auch nicht. Nicht abschrecken lassen, dass da League of Legends draufsteht. Völlig Banane, du musst das Spiel nicht kennen, um bei der Serie was zum Verstehen. Richtig geil. Ja, keine Ahnung. Flasht mich immer noch. Ich hab schon es kommt ganz selten vor, dass ich überhaupt eine Serie fertig schaue und die habe ich sogar 2-mal angeschaut. Ja. Falscher Klotz. Falscher Klotz, Birger, was machst du? Blinder Jetzt nicht schlampig werden am Schluss aussehen.
Richard schimpft nicht. Der Richard wird kantig. Der wird nur kantig. Zu Recht übrigens. Da haben wir wieder so komische... Mal wieder was mit Bewegung. Das ist immer faszinierend, wenn sowas drin ist. Und auf einmal steckst du das... Vor mir steckst du es ein und auf einmal macht es einen Sinn. Okay. Das muss so leicht schräg sein, warum auch immer. Wir werden sehen. Bauschritt 266. Nice. So. Dann brauchen wir die zwei. Dann brauchen wir den einzelnen und den einzelnen. Wie gehört jetzt der wieder zusammengeklebt? Weiß kein Mensch nicht. Müssen wir das zweimal machen, nehme ich an, ja. So eingeschissen und so eingeschissen. Cyberpunk, Edge Runner kenne ich und habe ich auch schon durchgeschaut. Hey Birger, kennst du das Musikvideo zu Get Jinxed? Bin mir nicht sicher, wenn ich sage, eventuell, ja, da kann ich jetzt keine das sieht jetzt vielleicht ein bisschen behindert ist, vielleicht auch, da kann ich jetzt keine konkrete Antwort drauf geben. Ich glaube ja. Oh, eine große Zusammenführung findet statt. Achtung. Was auch immer mir da zusammen... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Warum kann ich das bewegen? Da. What the fuck ist das? Der Bruder stinkt. Ich weiß. USB-Problem. Habe ich heute, weiß ich nicht, das spinnt halt einfach ein wenig. Machen wir mir die Taverne heute fertig. Batman, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich fürchte... Also ich bin schon fast halb elf, ich bin ein bisschen besoffen. Ich fürchte, dass wir mir jetzt diese Storndal da noch zusammenbasteln und schaffen wir nicht. Ja, im Schnitt haben wir in den 4 Stunden, wo wir... Oder wie lange haben wir da? Fast 4 Stunden. Haben wir genauso weit gekommen wie beim letzten Mal. Wir haben ungefähr 130, 140 Seiten geschafft. Und es geht noch bis... Das sind ja nochmal über 250, knapp 250 Bauschritte. Das heißt, wir brauchen noch entweder noch einen wirklich langen Stream mit 5 oder 6 Stunden. Also einen Stream brauchen wir auf alle Fälle noch. Schaffen wir so nicht. Das ist mir zu viel heute. Sag ich dir, wie es ist? Das ist mir zu viel. Deswegen haben wir übrigens auch früher angefangen. Weil ich ein bisschen müde bin. Oder beziehungsweise dachte, ich werde ein bisschen müde. Und bin's langsamer und ich hab Hunger wie ein Arschloch. Ich hab Hunger wie der Schwein. Wenn es einen Schweinebärmann gibt, dann hat der irgendwann Hunger. Und wenn es einen Schweinebärmann gibt, dann habe ich so Hunger wie der Schweinebärmann, wenn er Hunger hat. War das einigermaßen akkurat erklärt? Wir haben ja schon ein bisschen was vor uns, ja? Also es kommt noch mehr Stream, bis wir fertig sind. Und da werden wir dann durchziehen müssen, weil dann kommen wir genau so hin, wahrscheinlich mit der Menge an... Moment mal, jetzt muss ich was zusammenbauen. Moment mal, jetzt kurz aufpassen, sonst kann ich schmaler sein. Achtung. Ja, dann müssen wir so machen, dann müssen wir so machen, dann müssen wir so machen. Was ist denn das wieder für eine verrückte Konstruktion da? Achtung, da muss eins mit Scharnierleine. So. Warum? Ja. Ja. Dann geht das da so rein. Oh, das ist nicht ganz zu. Jetzt haben wir da so. Okay. Muss passen. Dann haben wir das Ding noch. Und dann müssen wir so eine Schüssel draus machen. Also eine silberne, was auch immer das da ist. Silberne Schüssel. Und wir zusammengeklebt. Zusammengeklebt gefällt mir so gut. Gott, ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Wer baut sowas? Wer lässt sich das einfallen, dass das so passgenau ist, dass das 2 Klinker hat und so? Das müssen absolute Lego-Geniuses sein. Das gibt's nicht anders. So. Und das Ding so. Moment mal, das muss man zweimal machen. Das muss er senkrecht nach oben zeigen. Jetzt warte mal, Digi. Jetzt warte mal, wir sind ja noch nicht fertig. Da schimpft mir der Richard wieder. Ich hab schon gespannt.
ich hab schon gespannt. Da gehört noch eine Klinke. Sagt der was ist. Damit das senkrecht nach oben zeigen kann. So. Noch verrückter. Wer baut dieses Gelenk so? Schau dir so. Mit automatischen Job, das fühlt sich so schön an, wenn man das tut. Das machen wir jetzt eine Viertelstunde lang. Ah, schönes ASMR. Ich hoffe, man hört's. Moment. Ah. Very satisfying. So, wie können wir das jetzt da draufstipseln? So. Ich weiß nicht so ganz, was das wird da. Nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, wie viel dass wir da heute noch davon sehen. Ja, ein bisschen einen Cliffhanger braucht's. So, jetzt haben wir da. Jetzt kommt das Ding da daneben hier, oder was? Moment. So, Kabel gehört da 4. Das Ding gehört jetzt da so ohne gestipselt, oder was? Da müssen 2 Nippels ausschauen, ja. Ich hoffe, dass wir mir das Teil halt da noch irgendwie verbauen, weil das jetzt wieder natürlich 2-4 Wochen umeinander steht und blöd schaut. Das ist natürlich nichts. So, jetzt müssen wir das miteinander verbinden. Ja. Das sieht gut aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da eine Tüten aufgerissen habe, die wir mir nicht braucht hätten. Ich habe da so ein Gefühl. Was ist das hier? Wir haben doch das Ding da extra zusammenpümmelt. Wo ist denn das gleich wieder her? Jetzt warte mal. Das gehört da vorne als Kabelverkleidung hin. Birger, was machst du? Das ist runtergefallen. Gut. Geht da so hin und da so hin. Ja, wenn man es hinstellt, dann birgt es das nämlich runter. Ja, hab schon verstanden. So. Wo sind wir? Nein, wir kommen noch zu den Trauben und zu dem Zeit. Was ist das? Oh mein Gott, das? So weit waren wir noch gar nicht. Jetzt mal langsam. Bruder, da waren wir. Um Gottes Willen. So, jetzt. Da haben wir. 275. So schauen wir aus. Wunderbar, schön schauen wir aus. Okay. Dann wir das hier, bleiben wir um. Dann wir umbleiben. Ein wenig umbleiben, jawohl. So, müssen wir das so umdrehen. Das stellen wir jetzt mal hier und hoffen wir, dass nichts abbricht. Dann brauchen wir 4 mal 2 mal 6. Übereinander. So und so. Und dann ist die Frage, ein 6er Platz wahrscheinlich. Na, das ist Zwing. Noch eins weiter. So. Und so. Kannst du das optisch hingehen? Ich glaube schon. Und 2 mal ein 4er. Und der geht da auf. Ja. Sieht gut aus. Bauschritt 276 erledigt. Und jetzt kommen da ein Haufen Flaschen und diese Traubendinger da rein. Jetzt passen wir auf. Gipselt wir jetzt vorher zusammen. Er hat noch 1/3 Blech über. Herr Hogar, das geht sich genau hin. Tun Sie sich nicht hinunter. Geht sich genau hin. So, haben wir 3 mit Bladel. Dann kommen wir vielleicht zuschauen. Bladel mit Träubchen. Wunderschön. Wunderschön, es ist schön. Es ist so schön. Ich möchte mich. Und einmal geht eine kleine Traube drauf. Oder haben sie überhaupt Trauben? Keine Ahnung, es ist lila, das müssen Trauben sein. Oder hin. Und hin. Oder hin. Den machen wir. Wie machen wir den da hin? Hm? Ja. Dann haben wir noch 2 Flaschen. 2 Flaschen. Und dann. Was? Soll ich das da jetzt da rein? Das gehört da bloß reingelegt. Seid ihr volltrunken, Freunde der Sonne? Was meinst du, wie oft, dass mir das rausfällt, bis ich das Ding wieder gehe? Hau mir ab, da kommt der Plötze und sagt, okay, tschüss mit den Trauben. Das war's dann mit deiner Trauben-Traubenmatch. So schaut's aus, wir kennen das noch. Ja, Freunde der Sonne, ich fürchte, ich hab da Tüten aufgemacht, die wir gar nicht brauchen. Herzlichen Glückwunsch.
Wo ich nochmal in den Mülltüten rein. Sechs. Ja. Was ist eine umgekehrte 6? Eine 9. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Das haben Sie gut gemacht. Das muss ich wieder einpackeln. Leider Gottes haben wir damit aber früher fertig, als ich das dachte. Das ist eine Weinpresse. Oh, tatsächlich ist jetzt ein Checkis. So. Also Weintrauben und so weiter. Und das ist ein Behälter, wo die Weintrauben drin sind. Dann kann man das da drehen. So. Oder was heißt drehen? Da wird das halt gematscht und vorn sogar mit einem Wassertropfen. Zeig mal den. So. Man kann da drehen so. Jetzt haben wir es verstanden, Kinder. Jetzt haben wir es verstanden. Das heißt, wir haben unseren eigens gepressten Wein in unserer Taverne. Sagst du nichts mehr. Rudi, da sagst du nichts mehr. Aber das muss ich jetzt da irgendwie feststepseln, weil sonst verabschiedet sich die ganze Gaudi. Was ist? Müssen wir da einstechseln? Weil bloß noch eine Brauerei. Ja, die ist im Keller. Da spielt Miezi und fängt eine Maus. Das ist übrigens nicht gelogen, das ist tatsächlich so. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich da keinen Steine verschmeiß. Ich habe jetzt leider kein Klebebandel nicht da, dass ich das irgendwie zupicken kann. Wäre natürlich nichts. Da muss ich nicht schauen, Sekunde. Ich bitte um kurze Geduld. Da haben wir was. Muss gut eine Crepe herhalten. Gut eine Crepe. Klang dem schon. Oh, da nicht das gute Crepe. Bieg zu, Kim, ab. Alles recht. Problem noch jemand, wenn du so ein Kreppmantel einmal an der falschen Stelle abgerissen hast, dann können wir bloß so gar nicht fetzen, aber ist ja wurscht. Du, das ist ja wurscht. So, das ist picke wieder zusammen. Zurück in die Schachtel. Alles zurück in die Schachtel. Was ist mir jetzt denn? Da müssen wir ein bisschen mehr Sekt. Jetzt bei so 8. Machen wir so. Zack. Jetzt kommt beieinander. Haben wir uns da ein Eselsöhrchen. Zack. Die haben wir da. Das haben wir gerade noch gesehen. Ihr das einmal irgendwie. Sehr schön. Und jetzt drehen wir das Ding einmal, damit man es einmal begutachten kann, wie weit wir sind. Aber von hinten haben wir die Fenster da halt gebaut. Jetzt kommen wir zu mir. Da kommt man nicht hin, da ist nämlich der Gockelmann davor. Und da kann man rausschauen. Sehr schön. Dann haben wir da die Markisen gebaut. Weißt du, da so. Kann man auch bewegen. Ich glaube zwar nicht, dass die Bewegung da einen Sinn hat, aber egal. Dann haben wir da. Und damit man da was erkennen kann, schnappt er mich ein. Njau. Kann man da aufmachen. Dann kann man da wackelt das Ding auch da drin. Und der Gockelhahn hängt da drin. Und die ganze Küche. Und alles, was wir da zusammengestöpselt haben. Wunderschön. Funktioniert wunderbar. Man sieht schon überall ist ein bisschen Kabel und so weiter umeinander hängen, aber nicht schlimm, die haben alle schwarz. Sehr schön. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, Chat, ihr wisst, was zum Tor ist. Da, da, der Miezi, der Miezi. Und wenn ich da jetzt den richtigen Winkel rein tue, dann sieht man die Maus. Seht ihr die Maus da hinten, die tut die Maus fangen. Und da ist sogar ein Stück Käse. Da ist gar nicht gelbe Ding. Da, das kleine gelbe Ding, da ist ein Stück Käse. Die Käse sieht man auch von der anderen Seite nochmal. Oh, Miezi! Da ist die Maus.
oder haben einen Haufen Kabeln, die haben halt immer noch nicht angeschlossen worden, aber egal. Da die Maus drin mit einem Stück Käse, esst mal ein Stück Käse. Dann sagt man von da, ein bisschen in diesen Keller, Kerker, was auch immer, mit einem umgefallenen Fassel. Und dann da ein paar Barsitze. Dann sagt man von da rein. Und dann sind wir schon wieder rundum. Und da kommt jetzt noch ein ganz Stockwerk auf, das ist mindestens so hoch. Ihr seht es gar nicht, wo ich hinteile. Wo das da genau hinkommt, lass mich mal kurz schauen, da kennt man das. Da haben noch so viele Details. Wir haben, also das in einem Stream hinkriegen, wird wahrscheinlich richtig schwierig. Das sage ich dir, wie es ist. Und ich glaube, das Ding gehört da so auf. Wirkt jetzt natürlich alles ein bisschen. Und dann kommt da, das wird so, also da kommt jetzt dann so ein Hausdach drauf. So. Und dann wird das so hoch, dann kommt nur ein Segel oben drauf. Das wird ein riesengroßes Ding. Und ich hoffe, dass es irgendeinen Mechanismus gibt, einen einfachen zum Öffnen von einer Tür oder so, dass die Lichter alle ein- oder ausgehen. Das da die feiern, da die cool finden. Jetzt wird man noch schnell gebaut, damit nichts passiert. Ja. Und dann wird das schon passen. Ganz ehrlich, super cooles Ding bis jetzt. Super cooles Ding bis jetzt. Gefällt mir gut, macht Spaß zum Bauen. Einen kleinen Fehler haben wir gehabt, das war definitiv ein Fehler in der Anleitung, sonst hätte es nicht zusammenpasst. Und ja, wen es interessiert, gut, im Prinzip ist es ein bisschen eine Werbung dafür, aber ich werde weder bezahlt, nur irgendwas von denen. Link dazu ist in der Beschreibung. Wen es interessiert, was es genau für ein Ding ist, was es kostet, etc. Zeig bitte nochmal den Karton. Warte, nochmal da. Stefan! Fertig gebaut, wird's beim Freitagsstream ab 40. Du gibst nicht auf, gell? Nein, er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Das ist der Karton. Nichts, wovon man sich fürchten müsste. wir Leute mit Ahnung zu sagen pflegen. Ich kann ja da kurz einmal die Maße sagen, wo zumindest hinten draufstehen. Es ist 13,35 Inch hoch. Also ungefähr mal 2,5, ja 30 cm, 33 cm. Wobei da so ein Spitz ist mit so einer Fahne. Und das macht es natürlich nochmal um 5 cm her. Also sagen wir 30 cm mit so ein Stoffsegel ist dabei und da kommt jetzt dann das Dach. Da haben wahrscheinlich einer mit 5000 Details drin. Einer Figuren dabei, da ist ein Hund dabei, eine Katze dabei. Lauter so Sonderteile wie der Gockel und so weiter. Darum finde ich es eigentlich, es ist völlig in Ordnung. Wie viele Teile hat es? 2143. Sag ich dir, was ist da bei Lego? Weiß ich nicht. 350 € kosten? Ich möchte es gar nicht wissen. Und ich habe mich speziell für sowas entschieden, also nichts mit Lizenz, kein Star Wars, kein Lego, kein Harry Potter, kein sonst irgendwas, da die auch feiern, um Gottes Willen. Und kein Bulldog oder irgend sowas, weil ich den nirgends hinstellen kann. Ja, ich mag in meinem Wohnzimmer keinen Bulldog stehen haben. Ganz einfach. Weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Und das Ding ist recht neutral. Ja, das kannst du einfach irgendwo in ein Regal aufstellen. Es ist groß genug, dass man es wahrnimmt. Es ist klein genug, dass es nicht untergeht. Ich habe da gerade noch einen Aufkleber gefunden vom letzten Mal, den ich nicht abgezogen habe. Herzlichen Glückwunsch. Und ich finde ganz cool, dass das später alles leicht. Also da haben überall kleine LEDs, da bin ich mal am meisten gespannt, welche das da jetzt funktionieren und welche nicht. Aber gut, das werden wir eines Tages ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, dann werden wir sehen. Der Pitch schreibt an die Runde, ist Diablo 4 Server down? Kommt nicht, nein, kann ich da gar nicht sagen. Meine Diablo-Karriere ist übrigens beendet für Season 2. Ich habe einen Necromancer auf Level 100, ich habe eine Magierin auf Level 100. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich muss bloß eine Season-Reise komplett fertig machen, das ist nur ein bisschen was. In Diablo 4 kommt am 5. Dezember nämlich ein Patch mit ein bisschen Endgame und ein bisschen Zeug. Hey, besser wie nix. Ja, hat Spaß gemacht und wunderbar. Wann ist jetzt der lange Stream Nippelgeld? Kann ich da noch nicht sagen. Weiß ich noch nicht. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir so Anfang Mitte November. Ja, Anfang Mitte Dezember.
Anfang Mitte Dezember. Wir werden nächste Woche, Montag, spielen wir Alan Wake 2 weiter, nächsten Mittwoch spielen wir Call of Duty fertig. Nächsten Freitag gibt es keinen Stream. Ich mache das immer alle 2 Wochen weiß, damit ich so ein bisschen einen Rhythmus habe. Und wenn, dann spontan schalte ich einfach ein, dann ist wurscht. Und dann spielen wir am Montag drauf The Last of Us 2, dann geht's los. Und dann wandert Alan Wake 2 auf Mittwoch. Und dann werden wir mir die Wochenend-Streams am Freitag, die dann immer 2, meistens 3, manchmal sogar 4 Stunden dauern, dafür benutzen, dass wir mir in Alan Wake und in The Last of Us ein bisschen Meta machen. Das sind Spiele, die einfach 20, 25 Stunden vielleicht bei meiner Spielweise mit Stream, ich laber halt doch immer extrem viel, manchmal stelle ich mich auch wie ein Behinderter, vielleicht dauert es sogar 30 Stunden. Und wenn wir das bei meinem Rhythmus 2 bis 3 Mal in der Woche streamen machen, dann dauert das bis April. Und das mag ich nicht, das mögt ihr nicht. Ja, wobei ich natürlich auch nichts dagegen habe, wenn die Spiele und Alan Wake 2 ist super und vor allem auf The Last of Us 2 freue ich mich, wenn das 50 Streams füllt und so gut ist wie es 1 sei, ja dann bitte her damit. Wir werden sehen. Der Basti schreibt, krass, wie viel Werbung YouTube in der Video vom letzten Stream gepackt hat. Es war noch nie anders eigentlich. Bloß, dass die Auslieferung wahrscheinlich ekelhafter ist. Da möchte ich übrigens mit Nachdruck erwähnen, das bin nicht ich, der die Werbung platziert. Gell? Ich bin mir nicht sicher, ob man es mittlerweile noch ändern könnte. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Die Nachricht der Werbeänderung, die habe ich vor 2 Tagen gekriegt. Kosten das eigentlich am 1. November und vor 2 Tagen ist es erst in Kraft getreten. Ich ändere da nichts. Ja? Ich lösche nichts mehr außer, ich verschiebe nichts mehr. Tobi Hannig schreibt, eine Frechheit mit der Werbung bei YouTube. Haben wir schon einmal geredet. 50-50. Es ist, und da redet jetzt nicht der Creator in mir, weil mir scheißegal ist, ob ich jetzt 1,20 € oder 1,25 € aus der YouTube-Werbung kriege. Das interessiert mich nicht. 50-50. Es ist eine Frechheit, YouTube erwarten, umsonst zu nutzen. Komplett umsonst zu nutzen. Und es ist eine Frechheit seitens YouTube, die Werbung so penetrant zum Scheißen. 50-50. Ja, das ist ungefähr so mit der Adblocker-Geschichte, da haben wir auch schon mal geredet. Stell dir vor, du hast eine Werkstatt. Da kommen jeden Tag 10 Leute zum Reifen wechseln. Jeden Tag. Und 4 davon bezahlen dich nicht. Was machst du? Das ist genau das Gleiche. Der Hass auf YouTube ist aus 2 Dingen so groß. Und ich hasse es auch, dass das machen. Weil es könnte sein, dass dadurch weniger Leute YouTube benutzen. Damit gehen mir Zuschauer ab und nur wegen Zuschauer mache ich das hier. Abgesehen davon, dass ich auch ein bisschen Spaß habe dabei, so ist es nicht. Der Hass kommt aus 2 Gründen. YouTube war jahrelang umsonst und das mit der Werbung ist immer schlimmer geworden und die Umstellung jetzt, dass YouTube einfach etwas kostet, ist einfach unangenehm und wird natürlich negativ aufgefasst. Ich predikte jetzt, in einem Jahr wird das keinen mehr interessieren und ist völlig normal. Nummer 2, weil YouTube ein absoluter, der dritt- oder Alphabet besser gesagt, also Google, der 2., 3. oder 4. größte Konzern der Welt ist. Darum ist er automatisch unsympathisch. Und kriegen einen Megakonzern Kragen nicht voll. Das sind, glaube ich, die 2 Hauptgründe. Werbung ja okay, aber es ist immer nur Heroin Hero und so ein dritter. Gut, Heroin Hero. Fang mich! Ich war der Firma, wo man Clipfish 1.1 auf. Ja, und früher oder später wird auch Clipfish was kosten. Jetzt fangen sogar, das habe ich gar nicht mitgekriegt und gar nicht gewusst, jetzt fangen sogar Facebook und Instagram. Habe ich heute eine Nachricht gekriegt somit. Möchten Sie ein Abo abschließen? Facebook kostet ab jetzt dann was. Oder stellen Sie uns alle Ihre Daten für Werbung zur Verfügung. Was bitte? Tue ich das nicht schon die ganze Zeit? Okay, naja. Der Holzmann schreibt, Birger, jetzt tue ich mir schnell einen Chat da weiter her, damit ich so anstrenge was beim Lesen. Birger, Diablo 4 Season 2 geht dann noch bis 23.01. Seit letzter Woche gibt es neue Unikringe für alle Klassen und im Dezember kommen auch noch neue Inhalte. Ja, Holzmann, weiß ich. Aber um die neuen Inhalte zu genießen, musst du die Season-Reise abgeschlossen haben. Komplett. Also bis zum letzten Punkt.
Und der letzte Punkt ist wirklich ein bisschen grindy. Da haben ein paar ekelhafte Sachen dabei, wie zum Beispiel Level 18 wären in dieser Vampir-Mechanik, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, in dieser Bluternte-Geschichte. Und da dauern die letzten 2-3 Level wirklich extrem lang. Extrem lang. Was haben wir noch? Dann alle deine nicht Runen, ganz Runen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, oder Glyphen, glaube ich, auf Level 21 bringen, mindestens 5, glaube ich. Entschuldigung, das dauert auch ziemlich lang. Wie gesagt, ich habe 2 Level 100 Chars und habe bei jedem jeweils 2 Stück auf 21, den Rest auf 15 und 16. Das ist jetzt sehr viel nerdiges Gelaber. Die Hälfte der Leute hat wahrscheinlich keine Ahnung, was ich rede, aber ich rede jetzt nur für Leute, die Diablo 4 spielen. Das erkläre ich jetzt nicht, was das alles ist. Was haben wir noch? Mindestens einen Level 90er Dungeon schaffen. Gut, das habe ich schon lang. Was haben wir noch? Gut, Lilith auf die Uber-Lilith, die habe ich noch nicht. Dann in einer Helltide, 10 verschiedene Kisten aufmachen, das habe ich auch noch nicht, das geht auch relativ einfach. Und dann, ja. Der YBO sagt, angeblich muss Meta das Abo anbieten wegen den Vorgaben der EU, was Werbung DSGVO betrifft. So ein bisschen meine Vermutung war das auch, YBO. YouTube hat gar kein Recht, so viel Werbung zu schalten, sie produzieren den Content ja nicht mal selber, wie zum Beispiel Netflix. Meiner, das stimmt auch nicht ganz richtig, ich meine, ich verdiene da auch Geld damit. Andere Leute sind sogar absolut abhängig davon und haben 10 Mitarbeiter. Die wollen auch irgendwie gezahlt werden. Und das Geld wächst nicht am Himmel. Und wenn die Plattform umsonst ist oder das Produkt umsonst ist, dann bist du das Produkt. So einfach ist das. Und jeder finanziert sich damit entweder über Werbung oder eben über so einen Premium-Service. Und da YouTube am Tag ungefähr, ich weiß die Zahl nicht genau, mehrere Petabyte, Terabyte sind es nicht mehr, Petabyte und Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Stunden Videomaterial am Tag rauflädt und 3 oder 4 Milliarden Leute YouTube nutzen am Tag, oder 2 Milliarden, da haben wir letztes Mal geschaut, verursacht das einen Traffic, der gar nicht in keinen Kopf von uns darin passt und das kostet alles Geld. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich habe es noch gar nicht angeschaut, ich glaube, dass YouTube nach wie vor nicht lukrativ läuft. Trotz der ganzen Werbung, es heißt Umsatz. Ja? Was hat es geheißen? 23 Millionen, eher Milliarden. Millionen war ein bisschen wenig für YouTube-Verhältnisse. Werden bei YouTube umgesetzt, aber das heißt, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das heißt, irgendwo muss das Geld langsam aber sicher herkommen, weil sich YouTube das auch nicht 25 Jahre lang anschaut, dass die Plattform Milliarden Minus macht. Aber nochmal, ich möchte nicht YouTube simpen oder verteidigen. Ich versuche nur beide Seiten so ein bisschen zu überlegen. Ich verstehe es schon. Warum gehst du in die Arbeit? Warum sagst du nicht zu der Firma, in der du arbeitest, warum ist denn das kein geldgeiler Wichser? Ich kannte auch Leute, die in die Arbeit gehen, geldgeiler Wichser, die ja, geh noch länger in die Arbeit, du geldgeiler Wichser. Das macht so keinen Sinn nicht. Wenn es einigermaßen in einem Verhältnis ist. Dass sich die Plattform dadurch ändert, ist ja klar. Nochmal, mir passt es auch nicht. Ich habe keinen Bock nicht, dass mein Content mit Werbung vollgeschissen wird, den ich da nicht haben will, damit Leute keinen Bock mehr haben und dann einen Hass auf mich schirmen, weil Leute manchmal ein bisschen dumm sind. Ist halt nun mal so. Der Flip schreibt, naja, wenn Minus machen würde, hätte es Google nicht gekauft. Also zumindest kostendeckend, sonst insolvent. Du glaubst wirklich, dass Google insolvent geht? Hast du auch nur den geringsten Ansatz einer Ahnung, was Google allein mit der Suchmaschine selber Geld verdient und das im Plus? Die können sich das leisten. Das nennt man Firma aufblasen, absolute Marktdominanz und dann bricht man es über Knie und nimmt 10-15% Schwund der Kunden in Kauf und der Rest wird bezahlen. Und auch ihr werdet, ich sag's euch jetzt, wie es ist, auch ihr werdet bezahlen. Was tust du denn sonst? Willst du wieder Fernsehen schauen? Weiß nicht, Digi. Und natürlich möchte Google Gewinn machen mit YouTube. Google ist ein Megakonzern. Das ist nicht Caritas. So, hey, wir haben cool drauf mit da Video. Kann jeder machen, der will. Ist ja klar.
Mich würde jetzt bloß interessieren, ob es Umsatz oder Gewinn war. Wenn wir natürlich schon bei 23 Milliarden Gewinn im Jahr sind und dann nur so eskalieren mit alles noch mit 30% teurer und noch mehr Werbung und noch mehr, ja, dann muss er immer im Maul halten. Aber ich glaube, nach wie vor wirft YouTube für Google keinen Gewinn ab. Und wenn, dann nur oder ganz extrem wenig. Google wird nicht insolvent, aber sieht da Potenzial und hat es aufgegessen. Du weißt schon, wann Google YouTube gekauft hat? 2005, Alter. Für $1 Milliarde. Glaube ich. Schon Zeit her. Also sie schauen sich das schon eine ganz gewaltig lange Zeit an. Und da Sprengi hat auch gerade was Interessantes geschrieben. YouTube macht 11% des gesamten Internet-Traffics aus. Lass dir das mir nochmal, ich wiederhole ihn ganz langsam, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. YouTube macht ungefähr 11% des gesamten Internet-Traffics aus. Für 4 Noob-Sekunden, was ist Internet-Traffic? Wenn du dir ein Video schaust, ladst du im Prinzip so 100 Megabyte an Daten runter. Ja, das ist Traffic. Und YouTube alleine macht 11% vom kompletten Internet aus. Das wären es nicht umsonst mal. Aber ja, genug für YouTube gesimmt, um Gottes Willen. Ja, mir passt es auch nicht. Aber es ist halt so. Und es wird noch schlimmer, das garantiert. Ja. Und die vernünftigste Geschichte, das so, ich werde weder dafür bezahlt noch irgendwas, noch habe ich davon mehr noch irgendetwas. Ich habe selber YouTube Premium. Premium Lite ist für mich die vernünftigste Geschichte, die es gibt. Werbung in Form von Video, mitten unter Videos ist weg, aber es gibt nur so kleine Banner in der Videolisten und so einen Scheiß, die nicht nervt. Aber Hauptsache, ich schaue ein Video und muss mir nicht alle 5 Minuten oder davor oder danach oder was weiß ich wann irgendeinen Mist anschauen, den ich bloß wegdrucke. Ist für mich, glaube ich, die vernünftigste Form momentan, wenn man viel YouTube nutzt. Und ich habe es jetzt, wir haben letztes Mal nachgeschaut, ich habe jetzt YouTube Premium seit knapp über einem Jahr, also seit 13 Monaten glaube ich, und ich habe über fast 4000 Stunden Videos angeschaut, ohne Werbung. Also während die Premium habe, das wird da mitgetrackt, das kann man in der App nachschauen. Das hat sich für mich auf alle Fälle ausgezahlt. Ich glaube, dass ich, seitdem wir Netflix haben, seit 10 Jahren, habe ich keine 4000 Stunden Netflix geschaut. Keine 1000. Vergiss es. Und das 100-fache an Geld zahlt dafür. So. Kinder, jetzt gehen wir ins Bett! Ich hab Hunger. So schaut's aus. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. War ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, es war gemütlich. Ich hoffe, der Sound war in Ordnung. Ich hoffe, die Kamera war in Ordnung. Ich habe uns ein bisschen umeinander geflackert oder wird schon passt haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Da die sagen, Küsschen aufs Nüsschen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr nicht im Discord ist, ab ins Discord. Und da gibt es am Sonntag die Ankündigung, was wir deren, aber ich habe es gerade erklärt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haben Sie Spaß, haben Sie einen schönen Samstag, haben Sie einen schönen Sonntag. Ich rahme jetzt da noch ein bisschen zusammen, dann mache ich was zum Essen und schreibe ins Bett. So schaut das, glaube ich. Ich hoffe, es war gemütlich genug. Es war viel genug Blödschmerz dabei. Ich hoffe, man ist mir nicht böse den Gedanken, über die ich im Podcast momentan so ein bisschen habe, aber mal abwarten. Vielleicht erfangen Sie sie wieder. Na, Isa, sehen wir uns am Montag um 20 Uhr, Kinder. Und wer da nicht da ist, der ist ja dann natürlich sehr schön. Das ist klar. So, und jetzt stelle ich euch da noch so ein Webband näher. Macht es gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr. Habe! Und jetzt schleicht euch. Küsschen auf das Nüsschen!